Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1: Der Beginn der Punischen Kriege. Karthagos Herausforderung. Hannibal war ein karthagischer General. Er erlangte seinen großen Ruhm als Krieger durch seine verzweifelten Kämpfe mit den Römern. Rom und Karthago wuchsen auf gegenüberliegenden Seiten des Mittelmeers zusammen. Etwa 100 Jahre lang führten sie die schrecklichsten Kriege gegeneinander. Es gab 3 dieser Kriege. Rom war am Ende erfolgreich und Karthago wurde zerstört. Es gab keinen wirklichen Grund für irgendwelche Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen beiden Nationen. Ihre Feindschaft zueinander war bloßer Wettstreit und spontaner Hass. Sie sprachen eine andere Sprache, hatten einen anderen Ursprung und lebten auf gegenüberliegenden Seiten desselben Meeres. Deshalb hassten sie sich. Wer in dieser Reihe von Alexander dem Großen gelesen hat, wird sich an seine Schwierigkeiten bei der Eroberung von Tyros erinnern, einer großen Küstenstadt etwa 2 Meilen vom Ufer an der Ostküste des Mittelmeers entfernt. Siedler gründeten Karthago aus Tyros und entwickelten sich schnell zu einer bedeutenden Handels- und Seemacht wie Tyros. Die Karthager bauten Schiffe und erkundeten das Mittelmeer. Sie besuchten alle Küstennationen, kauften Waren, verkauften sie an andere Nationen und verdienten viel Geld. Sie wurden reich und mächtig, heuerten Soldaten an und übernahmen einige Mittelmeerinseln und Teile des Festlands. In Spanien fanden sie Einheimische mit Silber und Gold aus Oberflächenminen. Die Karthager handelten mit den Einheimischen, bezahlten wenig für diese Waren, verlangten jedoch von den Spaniern viel mehr. Schließlich übernahmen sie die Kontrolle über den Teil Spaniens mit den Minen und betrieben diese selbst. Sie gruben tiefer und stellten erfahrene Ingenieure ein, um Pumpen zu bauen, die das Wasser entfernten, das sich in den Minen immer ansammelt. Dieses Wasser verhindert, dass die Minen tief bearbeitet werden können. Es sei denn, die Bergleute verfügen über viel wissenschaftliches und technisches Wissen. Hier bauten sie eine Stadt, nannten sie Neu-Karthago, Nova Karthago, befestigten sie und machten sie zu ihrer Hauptbasis in Spanien. Diese Stadt wird heute noch Cartagena genannt. Die Karthager setzten Geld ein, um ihre Ziele zu erreichen. Sie dehnten ihre Aktivitäten in alle Richtungen aus, und jedes neue Gebiet brachte mehr Geld ein, wodurch sie sich weiter ausbreiten konnten. Sie besaßen private Handelsschiffe und große Kriegsschiffe, die dem Staat gehörten. Diese Kriegsschiffe, die Galeeren genannt wurden, wurden von Ruderern auf mehreren Ebenen gerudert, manchmal mit 4 oder 5 Ruderreihen. Sie hatten auch Armeen, die aus Truppen aus verschiedenen Ländern bestanden, die sich auf verschiedene Arten der Kriegsführung spezialisiert hatten. Zum Beispiel waren die Numideer, die in der Nähe von Karthago an der afrikanischen Küste lebten, für ihre Reiter bekannt. Numidien hatte weite Ebenen und gute Weideflächen, was es ideal für Pferde und Reiter machte. Die Bewohner der Balearen, die heute Mallorca, Menorca und Ibiza heißen, waren für ihre Fertigkeit mit Schleudern bekannt. Daher heuerten die Karthager Kavallerie aus Numidien und Schleuderer von den Balearen an. Ebenso fanden sie großartige Infanterie in Spanien. In der Antike hatten verschiedene Nationen sehr einzigartige Kampfstile. Die Balearen erhielten ihren Namen vom griechischen Wort Balein, was mit einer Schleuder werfen bedeutet. Dort wurden die Kinder schon in jungen Jahren im Umgang mit Schleudern ausgebildet. Die Mütter legten das Frühstücksbrot ihrer Kinder auf Baumzweige, und die Kinder mussten es mit einer Schleuder herunterholen, bevor sie essen konnten. Die Macht Karthagos wuchs stark an. Allerdings wurde die Regierung von einer kleinen Gruppe reicher und adliger Familien kontrolliert. Es war ähnlich wie die heutige Regierung Englands, aber die Aristokratie Englands basierte auf alter Abstammung und Landbesitz, während sie in Karthago auf kommerziellem Erfolg und Familienreputation basierte. Die Aristokratie Karthagos beherrschte alles. Nur ihre Söhne konnten in der Regel Ämter
oder Machterlangen. Die meisten Menschen lebten in Knechtschaft und Vasallentum. Dies war für sie sehr unfair und hart, aber es führte zu einer sehr effizienten und starken Regierung. Eine Oligarchie kann einen reichen und mächtigen Staat schaffen, aber das Volk ist oft unglücklich und unzufrieden. Schauen Sie auf die Karte und finden Sie Karthago. Stellen Sie sich eine große, reiche Stadt mit Docks, Lagerhäusern, Tempeln, öffentlichen Gebäuden und eleganten Herrenhäusern vor. Stellen Sie sich Mauern und Türmen vor, die die Stadt verteidigen. Visualisieren Sie eine fruchtbare Landschaft, die sich Hunderte von Meilen in Afrika erstreckt und viel Getreide, Wein und Früchte produziert. Sehen Sie nun die Inseln Sizilien, Korsika, Sardinien und die Balearen als wohlhabend, alle unter der Kontrolle Karthagos. Schauen Sie auf die Küste Spaniens und stellen Sie sich die Stadt Cartagena mit ihren Festungen, ihrer Armee und ihren Gold- und Silberminen voller Sklaven vor. Stellen Sie sich Flotten von Schiffen vor, die das Mittelmeer bereisen, hin und her fahren zu Orten wie Tyros, Zypern, Ägypten, Sizilien und Spanien. Diese Schiffe transportieren Getreide, Flachs, Purpurfarbstoffe, Gewürze, Parfüme, Edelsteine, Seile, Segel, Gold und Silber. Sie kehren mit ihren Gewinnen nach Karthago zurück und tragen so zum großen Reichtum der Stadt bei. Wenn Sie sich all dies mit einer Karte vorstellen, werden Sie eine klare Vorstellung von der Macht Karthagos haben, als es begann, sich mit Rom zu messen. Rom wurde von Wanderern aus Troja erbaut. Es wuchs langsam und still, getrieben von seiner Energie. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Regionen der italienischen Halbinsel Teil des römischen Staates. Die Bevölkerung bestand größtenteils aus Bauern, die an einem Ort blieben. Sie bebauten das Land, jagten Tiere und züchteten Vieh. Sie waren eine verfeinerte und überlegene Gruppe von Menschen, die für ihre Stärke und Energie bekannt waren, sowohl körperlich als auch geistig, was viele beeindruckt hat. Die Karthager waren klug und wohlhabend, während die Römer Mut und Stärke hatten. Dies verlieh den Römern eine ruhige und entschlossene Energie, die die Menschen immer mit dem Wort römisch in Verbindung gebracht haben. Nationen wuchsen in der Antike viel langsamer als heute. Diese beiden rivalisierenden Reiche wuchsen über 500 Jahre hinweg allmählich auf jeder Seite des Meeres, bevor sie aufeinander prallten. Schließlich kam es zum Zusammenstoß. So begann es. Wenn man auf die Karte schaut, sieht man, dass Sizilien durch die Straße von Messina vom Festland getrennt ist. Diese Meerenge ist nach der Stadt Messina auf der sizilianischen Seite benannt. Auf der italienischen Seite gegenüber von Messina liegt die Stadt Rhegium. Beide Städte waren von gesetzlosen Soldaten eingenommen worden. Die Römer kamen, befreiten Rhegium und bestraften die Soldaten, die es eingenommen hatten, schwer. Die sizilianischen Behörden zogen aus, um Messina zu befreien. Die Truppen dort fühlten sich bedroht und baten die Römer zu kommen und sie zu schützen und boten im Gegenzug an, Messina zu übergeben. Der römische Senat war sehr unsicher, wie er auf dieses Gesuch reagieren sollte. Es schien seltsam, die Rebellen von Messina zu unterstützen, nachdem sie die Rebellen von Rhegium so hart bestraft hatten. Die Römer waren jedoch zunehmend misstrauisch gegenüber der karthagischen Macht geworden. Dies war eine Gelegenheit, sich ihr entgegenzustellen. Die sizilianischen Behörden waren im Begriff, Karthago um Hilfe zu bitten, um ihre Stadt zurückzuerobern. Dies würde wahrscheinlich viele karthagische Soldaten in die Nähe Italiens bringen, wo sie leicht römisches Land angreifen könnten. Kurz gesagt, es war ein Fall politischer Notwendigkeit. Das bedeutet, dass die Interessen einer Partei so stark sind, dass sie Gerechtigkeit, Beständigkeit und Ehre beiseite legen. Solche Fälle politischer Notwendigkeit kommen in den öffentlichen Angelegenheiten der Geschichte oft vor. Der Kampf um Messina war nur ein Vorwand für die Römer, den Kampf zu beginnen, den sie sich schon lange gewünscht hatten. Von Anfang an zeigten sie ihre gewohnte Energie und ihren Ehrgeiz.
Sie wussten, dass Karthagos Macht von seiner Kontrolle über die Meere herrührte, und sie erkannten, dass sie es zur See besiegen mussten, um zu gewinnen. Zu dieser Zeit hatten sie weder Schiffe noch Seeleute, während das Mittelmeer voller karthagischer Schiffe und Seemänner war. Trotz dieses großen Unterschieds beschlossen die Römer, sofort mit dem Bau ihrer Flotte zu beginnen. Die Vorbereitungen dauerten eine Weile. Die Römer mussten Schiffe bauen, aber zuerst mussten sie lernen, wie. Sie lernten von einem karthagischen Schiff, das nach einem Sturm in Italien an Land gespült worden war. Sie nahmen dieses Schiff, versammelten ihre Zimmerleute, um es zu studieren, und ließen Holzarbeiter Bäume fällen und Materialien sammeln, um es zu kopieren. Die Zimmerleute studierten ihr Modell sorgfältig, maßen jedes Teil und notierten, wie alles verbunden und gesichert war. Schiffe müssen sehr stark sein, um den schweren Wellen standzuhalten. Obwohl antike Schiffe klein und weniger fortschrittlich im Vergleich zu den heutigen Kriegsschiffen waren, ist es beeindruckend, dass die Römer sie so schnell und plötzlich bauen konnten. Es gelang ihnen. Während die Schiffe gebaut wurden, bildeten die Offiziere Männer an Land aus, um sie zu rudern. Bänke, wie die in den Schiffen, wurden auf dem Boden aufgestellt, und die zukünftigen Seeleute übten jeden Tag das Rudern. Das Ergebnis war, dass die Römer einige Monate nach Beginn des Schiffbaus eine Flotte von 100 Galeeren mit 5 Ruderreihen bereit hatten. Sie blieben eine Weile im Hafen, damit die Ruderer auf dem Wasser üben konnten. Dann segelten sie zuversichtlich aus, um den Karthagern zu begegnen. Die Römer zeigten ihre große Entschlossenheit, während sie ihre Flotten vorbereiteten. Sie bauten Maschinen mit Enterhaken und platzierten sie an den Vorderseiten ihrer Schiffe. Diese Maschinen waren so konstruiert, dass, wenn eines ihrer Schiffe ein feindliches Schiff traf, die Enterhaken das Deck des Feindes packten und die beiden Schiffe zusammenhielten, sodass keines der Schiffe entkommen konnte. Die Vorstellung, dass sie sich aus dem Kampf zurückziehen wollten, war undenkbar. Ihre einzige Sorge war, dass die karthagischen Seeleute ihre besseren Fähigkeiten und Erfahrungen nutzen könnten, um zu entkommen. Die Menschen haben die Taten der Römer in diesem Fall immer als eines der besten Beispiele für Tapferkeit und Entschlossenheit in der Kriegsgeschichte angesehen. Eine Gruppe von Menschen ohne Erfahrung zur See kommt an die Küste. Sie beschließen, eine Flotte zu bauen und einen mächtigen Feind anzugreifen, dessen Marine die See beherrscht. Sie verwenden ein zerstörtes Feindesschiff als Modell und bauen 100 ähnliche Schiffe. Nach kurzer Übung der Manöver im Hafen setzen sie sich in Bewegung, um der feindlichen Flotte entgegenzutreten. Sie benutzen Entermaschinen, um die feindlichen Schiffe festzuhalten, und sorgen sich nur um die Möglichkeit, dass diese entkommen könnten. Das Ergebnis war vorhersehbar. Die Römer besiegten die karthagische Flotte, indem sie ihre Schiffe kaperten, versenkten oder zerstreuten. Sie brachten die Vorderteile der erbeuteten Schiffe nach Rom und errichteten damit eine Rostra-Säule. Eine Rostra-Säule ist eine Säule, die mit diesen Vorderteilen geschmückt ist, die im Römischen als Rostra bezeichnet wurden. Diese Säule wurde etwa 50 Jahre später fast durch einen Blitzschlag zerstört, aber sie wurde repariert und wieder aufgebaut. Sie stand dann viele Jahrhunderte lang als beeindruckendes Denkmal für diesen großen Seesieg. Der römische Kommandant war Konsul Duilius, und die Rostra-Säule wurde zu seinen Ehren errichtet. Vor etwa 300 Jahren wurden in den Ruinen Roms die Überreste dieser Säule gefunden. Die Römer waren bereit, den Krieg nach Afrika zu tragen. Nachdem sie die karthagische Flotte besiegt hatten, transportierten sie leicht Truppen über das Meer nach Karthago. Zu dieser Zeit wurde Rom von einem Senat regiert, der die Gesetze machte, und von 2 obersten Führern, die Konsuln genannt wurden. Sie glaubten, dass 2 Anführer sicherer waren als einer, weil jeder den anderen im Zaum halten konnte. Dies führte jedoch oft zu Eifersucht und Streit. Heute gilt es als besser, einen Anführer zu haben und andere Wege zu nutzen, um ihn daran zu hindern, seine Macht zu missbrauchen. In Kriegszeiten führten die römischen Konsuln die Armeen.
Nach einem großen Sieg wurde der Konsul, der gegen die Karthager kämpfen sollte, Marcus Atilius Regulus, ausgewählt. Sein Name ist berühmt wegen seiner erstaunlichen Abenteuer und seines tragischen Endes in diesem Feldzug. Obwohl wir nicht sicher sein können, wie wahr die Geschichte ist, sagen römische Historiker Folgendes: Als Regulus zum Konsul gewählt wurde, war er ein einfacher Mann, der auf seinem Bauernhof lebte, hart arbeitete und keinen Ehrgeiz oder Stolz zeigte. Seine Mitbürger bewunderten seinen Charakter und machten ihn zum Konsul. Er verließ die Stadt, um die Armee zu führen, erweiterte die Flotte auf über 300 Schiffe, setzte 140.000 Mann an Bord und segelte nach Afrika. Es dauerte 1 oder 2 Jahre, um diese Vorbereitungen zu treffen. Während dieser Zeit bauten die Karthager neue Schiffe. Als die Römer entlang der Küste Siziliens in See stachen, sahen sie eine größere karthagische Flotte, die bereit war, gegen sie zu kämpfen. Regulus rückte vor, um sich zu stellen. Die karthagische Flotte wurde besiegt. Die Schiffe, die nicht erbeutet oder zerstört wurden, entkamen in alle Richtungen. Regulus setzte seinen Vormarsch ohne weiteren Widerstand fort und landete mit seinen Truppen an der karthagischen Küste. Er schlug sein Lager kurz nach der Landung auf und schickte eine Nachricht an den römischen Senat, um zu fragen, was als nächstes zu tun sei. Der Senat, der sah, dass die große Herausforderung und Gefahr, die karthagische Flotte zurückzudrängen, überwunden war, befahl Regulus, die meisten Schiffe und einen großen Teil der Armee nach Hause zu schicken. Mit den verbleibenden Truppen sollte er in Richtung Karthago marschieren. Regulus folgte diesen Befehlen. Er schickte die Truppen nach Hause, wie angewiesen, und begann mit dem Rest den Vormarsch auf die Stadt. Zu dieser Zeit erfuhr er, dass der Bauer, der sich um sein Land kümmerte, gestorben war. Seine kleine Farm, die die einzige Unterstützung für seine Familie war, verfiel. Regulus schickte eine Nachricht an den Senat und bat sie, ihn als Armeeführer zu ersetzen, damit er nach Hause gehen und sich um seine Familie kümmern konnte. Der Senat befahl ihm, seine Kampagne fortzusetzen, versprach aber, seine Familie zu unterstützen und jemanden zu ernennen, der sich um sein Land kümmert. Diese Geschichte zeigt, wie einfach und bescheiden das Leben der Römer damals war. Es ist schwer zu glauben, aber es heißt, dass ein Mann, der eine Flotte von 130 Schiffen und eine Armee von 140.000 Soldaten befehligte, eine Familie hatte, die vom Einkommen aus nur 7 Morgen Land lebte. Regulus zog in Richtung Karthago und gewann auf dem Weg Schlachten. Die Karthager verloren eine Schlacht nach der anderen und gerieten in ernsthafte Schwierigkeiten. Dann geschah etwas, das alles veränderte. Eine große Gruppe von Soldaten aus Griechenland traf ein, angeführt von einem griechischen General. Diese Soldaten waren von den Karthagern angeheuert worden, genau wie der Rest ihrer Armee. Aber dies waren Griechen, und die Griechen waren wie die Römer. Der neue griechische General zeigte sofort seine militärischen Fähigkeiten, sodass die Karthager ihm das volle Kommando gaben. Er organisierte die Armee für die Schlacht. Er hatte 100 Elefanten an vorderster Front, die darauf trainiert waren, den Feind anzugreifen und zu zermalmen. In der Mitte hatte er die griechische Phalanx, eine dichte Gruppe von Tausenden von Soldaten mit langen Speeren, die vorrückten und alles in ihrem Weg überwanden. Regulus war bereit, gegen die Karthager zu kämpfen, aber nicht gegen die Griechen. Seine Armee floh und er wurde gefangen genommen. Die Stadt war überaus aufgeregt und glücklich, als sie Regulus und 500 andere römische Soldaten als Gefangene hereingebracht sahen. Noch wenige Tage zuvor hatten sie große Angst gehabt, dass er als rücksichtsloser Eroberer eindringen würde. Der römische Senat gab nach dieser Katastrophe nicht auf. Sie stellten neue Armeen auf, und der Krieg ging weiter, wobei Regulus als Gefangener in Karthago gehalten wurde. Schließlich erlaubten die Karthager ihm, nach Rom zu gehen, um Gefangene auszutauschen und Frieden zu schließen. Sie ließen ihn versprechen, dass er zurückkehren würde, falls er scheiterte.
Die Römer hatten während der Seeschlachten viele Karthager gefangen genommen und hielten sie in Rom fest. Normalerweise tauschen kriegführende Nationen Gefangene aus und schicken sie in ihre Heimat zurück. Regulus sollte diesen Austausch von Gefangenen vorschlagen. Als Regulus Rom erreichte, weigerte er sich, die Stadt zu betreten. Stattdessen traf er den Senat außerhalb der Mauern, bescheiden gekleidet und in einem demütigen Verhalten. Er sagte, er sei kein römischer Offizier oder Bürger mehr, sondern ein karthagischer Gefangener. Daher habe er kein Recht, den römischen Behörden Ratschläge zu geben. Dennoch glaubte er, dass die Römer keinen Frieden schließen oder Gefangene austauschen sollten. Regulus und die anderen römischen Gefangenen waren alt und schwach und es nicht wert, ausgetauscht zu werden. Sie hatten keinen Anspruch auf ihr Land, weil sie gefangen genommen worden waren, weil sie keinen Mut oder Patriotismus hatten, für ihr Land zu sterben. Er sagte, die Karthager seien des Krieges müde und hätten keine Mittel mehr. Er drängte die Römer, mit neuer Energie voranzuschreiten und ihn und die anderen Gefangenen ihrem Schicksal zu überlassen. Der Senat entschied sich langsam und widerwillig, diesem Rat zu folgen. Sie bemühten sich, Regulus davon zu überzeugen, dass er nicht nach Karthago zurückkehren musste. Sie sagten, sein Versprechen sei durch die Umstände erzwungen worden und nicht bindend. Regulus bestand darauf, seinen Feinden treu zu bleiben. Er weigerte sich, seine Familie zu sehen, und nachdem er sich vom Senat verabschiedet hatte, kehrte er nach Karthago zurück. Die Karthager, wütend, weil er seine Mission zunichte gemacht hatte, folterten ihn grausam und töteten ihn dann. Manche mögen denken, er hätte Frieden und einen Gefangenenaustausch vorschlagen und seine traurige Frau und Kinder sehen sollen. Es war jedoch sehr edel von ihm, sein Versprechen zu halten. Der Krieg ging noch eine Weile weiter, bis beide Nationen müde wurden und Frieden schlossen. Hier ist der Vertrag, den sie unterzeichneten. Er zeigt, dass die Römer im Ersten Punischen Krieg die Oberhand hatten. Es soll Frieden zwischen Rom und Karthago herrschen. Die Karthager sollen ganz Sizilien räumen. Sie sollen keinen Krieg gegen Verbündete der Römer führen. Sie sollen den Römern ohne Lösegeld alle Gefangenen zurückgeben, die sie von ihnen genommen haben, und ihnen innerhalb von 10 Jahren 3200 Talente Silber zahlen. Der Krieg hatte 24 Jahre lang gedauert. Kapitel 2: Hannibals Aufstieg, der Beginn des Zweiten Punischen Krieges. Der Name von Hannibals Vater war Hamilkar Barkas. Er war einer der führenden karthagischen Generäle. Er hatte aufgrund seines Ranges, seines Reichtums und seiner familiären Verbindungen in Karthago eine hohe Position. Er zeigte auch großes militärisches Geschick, während er die Armeen im Ausland anführte. Er kämpfte in den Kriegen in Afrika und Spanien, nachdem der Krieg mit den Römern beendet war, und er wollte wieder gegen die Römer kämpfen. Als Hannibal etwa 9 Jahre alt war, bereitete sich Hamilkar darauf vor, nach Spanien zu gehen. Er feierte dies mit Spielen, Aufführungen und religiösen Zeremonien. Im Laufe der Geschichte, wenn Nationen in den Krieg ziehen, versuchen sie, die Gunst des Himmels zu erlangen. Christliche Länder beten heute dafür, dass ihre Armeen gewinnen. Nichtchristliche Länder tun dies durch Opfer und Gaben. Hamilkar arrangierte diese Opfer, und die Priester vollzogen sie vor der gesamten Armee. Der junge Hannibal, etwa 9 Jahre alt, war dabei. Er war ein sehr lebhafter und energischer Junge und war sehr aufgeregt über das Ereignis. Er wollte mit der Armee nach Spanien gehen und bat seinen Vater, ihn mitzunehmen. Sein Vater konnte nicht zustimmen. Hannibal war zu jung, um die Härten und Strapazen einer solchen Reise zu bewältigen. Hamilkar führte Hannibal zu einem Altar vor den Offizieren der Armee. Er ließ ihn seine Hand auf das Opfer legen und schwören, dass er, sobald er alt genug und in der Lage dazu sei, gegen die Römer kämpfen würde.
Dies sollte den jungen Hannibal teilweise ablenken und seine Enttäuschung darüber lindern, dass er damals nicht in den Krieg ziehen konnte, indem er ihm einen mächtigen Feind für die Zukunft versprach. Hannibal erinnerte sich daran und wartete ungeduldig auf den Tag, an dem er gegen die Römer kämpfen konnte. Hamilkar verabschiedete sich von seinem Sohn und zog nach Spanien. Er hatte die Freiheit, Länder westlich des Flusses Iberus zu erobern, der südöstlich ins Mittelmeer fließt. Der Name des Flusses, Iberus, hat sich im Laufe der Zeit zu Ebro verändert. Durch den Vertrag mit den Römern durften die Karthager den Iberus nicht überqueren. Sie stimmten auch zu, die Bewohner von Saguntum, einer Stadt zwischen dem Iberus und dem karthagischen Gebiet, nicht zu stören. Saguntum war ein Verbündeter der Römer und stand unter ihrem Schutz. Hamilkar fühlte sich sehr unwohl, weil er nicht gegen die Römer kämpfen konnte. Gleich nach seiner Ankunft in Spanien begann er zu planen, den Krieg wieder aufzunehmen. Sein Hauptassistent war ein junger Mann namens Hasdrubal, der seine Tochter geheiratet hatte. Mit Hasdrubals Hilfe gewann er weiterhin Schlachten in Spanien und wurde dort immer stärker. Er plante auch, wieder gegen die Römer zu kämpfen, als er starb. Hasdrubal übernahm. Hannibal war jetzt etwa 21 oder 22 Jahre alt und immer noch in Karthago. Hasdrubal bat die karthagische Regierung, Hannibal eine Position in der Armee zu geben und ihn nach Spanien zu schicken. Es gab eine große Debatte im karthagischen Senat darüber, ob man dieser Bitte nachkommen sollte. Wann immer Regierungsentscheidungen durch Abstimmungen getroffen werden, bilden sich immer Parteien, wobei die beiden Hauptparteien in der Regel fast gleich stark sind. Zu dieser Zeit gab es, obwohl die Familie Hamilkar an der Macht war, eine starke Gegenpartei in Karthago. Der Anführer des Senats, Hanno, hielt eine starke Rede gegen die Entsendung Hannibals. Er sagte, Hannibal sei zu jung und würde nur schlechte Gewohnheiten erlernen und im Lager verdorben werden. Hanno sagte: Es sieht so aus, als ob die Führung unserer Armeen in Spanien zu einer Familientradition wird. Hamilkar war kein König, also sollte seine Macht nicht einfach auf seinen Schwiegersohn und dann auf seinen Sohn übergehen. Einen jungen Hannibal zu einem hohen Offizier in der Armee zu machen, ist nur ein Weg, ihm die volle Kontrolle über die Streitkräfte zu geben, wenn Hasdrubal nicht mehr führen kann. Dem römischen Historiker zufolge, der unsere einzige Quelle für diese Debatte ist, siegte am Ende die Stärke über die Weisheit. Trotz konservativer Gründe beschlossen sie, Hannibal zu entsenden. Er war sehr aufgeregt und glücklich, als er seine Reise nach Spanien antrat. Die Armee war sehr neugierig und aufgeregt, ihn bei seiner Ankunft zu sehen. Die Soldaten liebten seinen Vater und waren bereit, auch ihn zu lieben, wenn er es verdiente. Kurz nachdem er im Lager angekommen war, war klar, dass er es tat. Er übernahm sofort seine Aufgaben mit Energie, Geduld und Selbstverleugnung, zog die Aufmerksamkeit aller auf sich und wurde zum Liebling. Er kleidete sich schlicht, übernahm keine Allüren, suchte keine Vergnügungen oder Verwöhnungen und forderte keine Ausnahmen von den Gefahren und Strapazen, denen sich die gewöhnlichen Soldaten stellen mussten. Er aß einfaches Essen und schlief oft auf dem Boden in seinem Militärmantel unter den Wachen. Im Kampf war er immer der Erste, der angriff, und der Letzte, der sich zurückzog. Die Römer sagen, er sei grausam und gnadenlos im Kampf und hinterlistig in anderen Angelegenheiten mit seinen Feinden gewesen. Wahrscheinlich war er es. Soldaten sahen diese Eigenschaften damals, wie auch heute, als Tugenden bei sich selbst, aber als Laster bei ihren Feinden. Hannibal wurde in der Armee sehr beliebt. Über mehrere Jahre lernte er mehr über das Militär und gewann an Einfluss. Eines Tages wurde Hasdrubal plötzlich von einer einheimischen Person getötet, die er verärgert hatte. Nach dem ersten Schock riefen die Armeeführer Hannibal, brachten ihn in Hasdrubals Zelt und machten ihn mit allgemeiner Zustimmung und Jubel zu ihrem Anführer. Als Karthago die Nachricht hörte, stimmte die Regierung dort der Entscheidung der Armee zu.
und Hannibal wurde schnell und sicher ihr oberster Militärführer. Er war noch eifriger, die Römer herauszufordern, jetzt, da er die Macht hatte. Doch die beiden Länder waren noch immer durch Verträge an den Frieden gebunden. Der Fluss Iberus war die Grenze zwischen den römischen und karthagischen Gebieten in Spanien. Das Land östlich des Flusses gehörte den Römern und das Land westlich des Flusses gehörte den Karthagern. Saguntum, das auf der westlichen Seite lag, war jedoch ein Verbündeter der Römer. Die Karthager hatten zugestimmt, Saguntum unabhängig und freizulassen. Hannibal konnte den Iberus nicht überqueren oder Saguntum angreifen, ohne den Vertrag zu brechen. Trotzdem rückte er in Richtung Saguntum vor und griff benachbarte Nationen an. Wenn er einen Krieg mit den Römern beginnen wollte, war dies der Weg. Indem er sich in die Nähe der Hauptstadt ihrer Verbündeten bewegte, war es wahrscheinlich, dass Konflikte entstehen würden, die zum Krieg führten. Die Römer sagen, dass Hannibal schlau und hinterlistig war. Er zeigte manchmal großes Geschick in seinen Taktiken. In einem frühen Krieg gewann er überraschend gegen eine viel größere Streitmacht. Er kam gerade von einem Beutezug im Norden zurück, beladen mit Beute, als er hörte, dass eine riesige Armee von etwa 100.000 Mann ihn verfolgte. Ein Fluss lag in kurzer Entfernung vor ihm. Hannibal überquerte ihn durch eine flache Stelle, etwa 1 Meter tief. Er versteckte eine große Gruppe Kavallerie am Flussufer und bewegte die Hauptarmee etwas weiter vom Fluss weg, um seine Verfolger glauben zu lassen, er würde versuchen zu fliehen. Der Feind, in dem Glauben, keine Zeit verlieren zu dürfen, trat schnell von vielen Stellen entlang der Ufer in den Fluss ein. Als sie die Mitte des Wassers erreicht hatten und halb untergetaucht hindurch warteten, die Waffen über ihren Köpfen haltend, um keinen Widerstand zu leisten, griffen Hannibals Reiter an. Die Reiter hatten einen großen Vorteil. Ihre Pferde waren zwar im Wasser, aber sie selbst waren darüber und konnten sich leicht bewegen. Ihre Feinde waren halb unter Wasser, belastet durch ihre Waffen und einander und nahezu hilflos. Sie wurden schnell in Verwirrung gestürzt und von der Strömung weggespült. Einige schafften es, auf Hannibals Seite zu landen, aber seine Hauptarmee war zurückgekehrt und bereit zum Angriff. Sie wurden von den Elefanten niedergetrampelt, die damals als Teil der Streitkräfte eingesetzt wurden. Sobald der Fluss geräumt war, überquerte Hannibal seine Armee und griff den verbleibenden Feind an. Er gewann vollständig und erlangte die Kontrolle über das gesamte Land westlich des Iberus, außer Saguntum. Sogar Saguntum begann sich Sorgen zu machen. Die Saguntiner schickten Boten nach Rom, um Hilfe gegen die Gefahren zu bitten, denen sie ausgesetzt waren. Diese Boten bemühten sich sehr, Rom schnell zu erreichen, aber sie kamen zu spät. Hannibal fand einen Vorwand, um einen Konflikt zwischen der Stadt und einem nahegelegenen Stamm zu schaffen. Dann stellte er sich auf die Seite des Stammes und zog aus, um die Stadt anzugreifen. Die Saguntiner bereiteten sich darauf vor, sich zu verteidigen und erwarteten bald Hilfe aus Rom. Sie verstärkten ihre Mauern, während Hannibal große Maschinen brachte, um sie zu zerstören. Hannibal wusste, dass der Angriff auf diese Stadt bedeutete, einen Kampf mit Rom zu beginnen, da Rom seinen Verbündeten verteidigen würde. Sein Ziel war es, einen großen Krieg zwischen den beiden großen Nationen auszulösen. Er begann mit Saguntum aus 2 Gründen. Erstens war es nicht sicher, den Iberus zu überqueren und in römisches Gebiet einzudringen, während er eine so reiche und starke Stadt hinter sich ließ. Zweitens war es einfacher, einen Konflikt mit Saguntum zu beginnen und Rom die Schuld für den Krieg zu geben, als Karthago zu überzeugen, den Frieden zu brechen und mit dem Kämpfen zu beginnen. Eine starke Gruppe in Karthago war gegen Hannibal und würde sich jedem Schritt in Richtung Krieg mit Rom widersetzen, da sie ihn als Weg sahen, Hannibals Ambitionen zu befriedigen. Um einen Krieg zu beginnen, musste er die Römer provozieren, indem er ihre Verbündeten angriff und die besten Vorwände für seine Handlungen fand. Saguntum war eine reiche und starke Stadt, etwa 1 Meile vom Meer entfernt.
Der Angriff auf die Stadt und ihre Verteidigung durch die Bevölkerung dauerten lange und waren mit großem Aufwand verbunden. Hannibal ging bei diesen Aktionen große Risiken ein. Einmal kam er so nah an die Mauer heran, während er seine Soldaten organisierte und seine Maschinen aufstellte, dass ein schwerer Speer, der von der Mauer geworfen wurde, ihn in den Oberschenkel traf. Er durchbohrte das Fleisch und verursachte eine schwere Wunde, sodass er sofort zu Boden fiel. Soldaten trugen ihn weg. Es dauerte mehrere Tage, bis er sich von dem Blutverlust und dem Fieber erholt hatte. In dieser Zeit war seine Armee sehr besorgt und stellte ihre Aktionen ein. Sobald Hannibal deutlich besser wurde, nahmen sie ihre Operationen mit noch mehr Energie wieder auf. Die Waffen, die in der Antike verwendet wurden, unterschieden sich stark von den heutigen. Eine Waffe, die von einem antiken Historiker beschrieben wurde, wurde von den Saguntinern bei einer Belagerung eingesetzt und ähnelte modernen Feuerwaffen. Sie wurde Phalarica genannt. Dies war eine Art Wurfspieß mit einem hölzernen Schaft und einer langen Eisenspitze, etwa 1 Meter lang. Soldaten konnten diesen Speer mit der Hand werfen oder eine Maschine verwenden, um ihn zu schleudern. Das Hauptmerkmal war, dass sich in der Nähe der Spitze lange Fasern aus Werg um den Holzschaft wickelten. Diese Fasern wurden in Pech und anderen brennbaren Stoffen getränkt. Kurz bevor der Speer geworfen wurde, wurde dieses brennbare Band in Brand gesetzt. Während der Speer flog, ließ der Wind die Flammen stark brennen. Wenn der Speer das Schild des Soldaten traf, konnte er nicht herausgezogen werden, und das Schild musste fallen gelassen und zurückgelassen werden. Die Bewohner von Saguntum versuchten verzweifelt, sich gegen ihren Feind zu verteidigen. In der Zwischenzeit reisten ihre Botschafter nach Rom, ohne zu wissen, dass die Stadt bereits angegriffen wurde. Sie berichteten dem römischen Senat, dass sie befürchteten, die Stadt würde angegriffen, falls keine schnellen und entschlossenen Maßnahmen ergriffen würden, um dies zu verhindern. Die Römer beschlossen, Boten zu Hannibal zu schicken, um ihn zu fragen, was er zu tun beabsichtige, und ihn zu warnen, Saguntum nicht anzugreifen. Als diese römischen Boten in der Nähe von Saguntum ankamen, sahen sie, dass die Kämpfe bereits begonnen hatten und die Stadt unter schwerem Angriff stand. Sie wussten nicht, was sie als nächstes tun sollten. Es ist besser für einen Rebellen, keinen Befehl zu hören, den er bereits zu missachten plant. Hannibal, mit einer Geschicklichkeit, die die Karthager Weisheit nannten und die Römer List, entschied sich, diese Boten nicht zu empfangen. Er schickte ihnen eine Nachricht an die Küste, in der er sie bat, nicht in sein Lager zu kommen, weil das Land zu gefährlich sei. Er sagte auch, er sei zu beschäftigt mit seinen militärischen Aufgaben, um sie zu treffen. Hannibal wusste, dass die Gesandten, nachdem sie abgewiesen worden waren und erfahren hatten, dass der Krieg begonnen hatte und Saguntum von seinen Armeen belagert wurde, nach Karthago gehen würden, um eine Lösung zu suchen. Er wusste, dass Hanno und seine Gruppe wahrscheinlich die Römer unterstützen und versuchen würden, seine Pläne zu vereiteln. Also schickte er seine Gesandten nach Karthago, um den karthagischen Senat zu beeinflussen. Sie sollten den Senat davon überzeugen, die Forderungen der Römer abzulehnen und den Krieg zwischen Rom und Karthago wieder beginnen zu lassen. Die römischen Gesandten gingen nach Karthago und sprachen vor dem Senat. Sie erklärten, dass Hannibal Saguntum angegriffen und damit den Vertrag gebrochen habe und die Nachricht des römischen Senats ignorierte. Sie forderten die karthagische Regierung auf, Hannibals Handlungen zu verurteilen und ihn zur Bestrafung für den Vertragsbruch und den Angriff auf einen römischen Verbündeten auszuliefern. Hannibals Unterstützer im karthagischen Senat wollten diese Vorschläge mit Verachtung ablehnen. Die andere Seite, angeführt von Hanno, argumentierte, dass die Forderungen vernünftig seien. Hanno erinnerte den Senat in einer starken Rede daran, dass er sie davor gewarnt hatte, Hannibal nach Spanien zu schicken. Er hatte vorausgesagt, dass Hannibals hitziges Wesen ernste Probleme mit Rom verursachen würde. Hannibal hatte eindeutig den Vertrag gebrochen. Er griff Saguntum an, das sie versprochen hatten, nicht zu schädigen.
Nun konnten sie nur noch erwarten, dass die römische Armee bald ihre Stadt angreifen würde. In der Zwischenzeit waren die Römer geduldig und fair gewesen. Sie hatten die Karthager für nichts verantwortlich gemacht. Sie beschuldigten nur Hannibal, der der einzige Schuldige war. Die Karthager könnten die Schuld vermeiden, indem sie seine Handlungen zurückweisen. Hanno schlug vor, Rom eine Entschuldigung zu senden, Hannibal aus der Macht zu entfernen, ihn den Römern zu übergeben und die Saguntiner für den erlittenen Schaden zu entschädigen. Andererseits verteidigten Hannibals Freunde ihn im karthagischen Senat. Sie erklärten, dass die Saguntiner die Feindseligkeiten begonnen hätten, nicht Hannibal. Daher, so argumentierten sie, seien die Saguntiner für das, was folgte, verantwortlich. Sie sagten, die Römer sollten die Saguntiner nicht unterstützen, und wenn sie es täten, zeige dies, dass sie die Freundschaft von Saguntum höher schätzten als die von Karthago. Außerdem argumentierten sie, es wäre feige und unehrenhaft, Hannibal, der sich als würdiger und mutiger Anführer erwiesen hatte, ihren alten Feinden auszuliefern. Hannibal kämpfte gleichzeitig 2 Schlachten, eine im karthagischen Senat mit Argumenten und Reden und die andere an den Mauern von Saguntum mit Waffen. Er gewann beide. Der Senat schickte die römischen Gesandten nach Hause, ohne ihren Forderungen nachzukommen, und Hannibals Maschinen brachten die Mauern von Saguntum zu Fall. Die Bewohner der Stadt weigerten sich zu kapitulieren und kämpften bis zum Ende. Als die siegreichen Soldaten durch die Mauern brachen und in die Stadt eindrangen, plünderten sie und töteten alle auf ihrem Weg. Die enttäuschten Gesandten kehrten nach Rom zurück und berichteten, dass Hannibal Saguntum eingenommen und zerstört hatte. Die Karthager entschuldigten sich nicht für den Angriff. Stattdessen übernahmen sie die Verantwortung dafür und bereiteten sich auf den Krieg vor. Hannibal schaffte es, einen Krieg gegen Rom zu beginnen. Er war bereit, mit all seiner Kraft und Entschlossenheit zu kämpfen. Dieser Krieg dauerte 17 Jahre und wird der Zweite Punische Krieg genannt. Es war einer der schrecklichsten Kämpfe zwischen rivalisierenden Nationen, die die düstere Geschichte der Menschheit zu bieten hat. Die Ereignisse, die stattfanden, werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Kapitel 3 – Vorbereitung auf den Krieg. Hannibals taktische Brillanz. Wenn eine Nation beginnt, dem Krieg den Vorzug zu geben, bewegt sie sich in der Regel schnell und entschlossen, was alle betrifft. Das geschah in Karthago. Hannos Partei wurde zum Schweigen gebracht und Hannibals Anhänger übernahmen die Regierung und die Gemeinschaft, wodurch alle kriegsbegeistert wurden. Das lag zum Teil daran, dass die Kriegsbegeisterung sich leicht von einer Person zur anderen ausbreitet. Es ist wie ein Feuer, das, wenn es einmal entfacht ist, überall hin um sich greift und alles auf seinem Weg beeinflusst. Als Hannibal Saguntum eroberte, fand er viele Schätze. Er nutzte sie, um seine zivile und militärische Macht zu stärken, anstatt sie für sich zu behalten. Die Bewohner von Saguntum versuchten mit aller Kraft, ihn daran zu hindern, die Schätze zu erlangen. Sie kämpften bis zum bitteren Ende und weigerten sich zu kapitulieren. Laut Livius, als die Mauern und Türme der Stadt fielen und keine Hoffnung mehr blieb, entfachten sie ein großes Feuer auf den Straßen. Sie warfen all ihre Schätze in das Feuer, und viele der Hauptbewohner sprangen ebenfalls hinein, damit ihre Eroberer sowohl ihre Gefangenen als auch ihre Beute verlieren würden. Hannibal erbeutete viel Gold, Silber und wertvolle Gegenstände aus den Häusern und Lagerhäusern der saguntinischen Kaufleute. Er nutzte dies, um seine politische und militärische Macht zu stärken. Er bezahlte seinen Soldaten alles, was sie verdienten, und gab ihnen zusätzlich einen Anteil an der Beute. Er schickte wertvolle Trophäen nach Karthago, zusammen mit Geld, Schmuck und Edelsteinen an seine Freunde und jene, die er für sich gewinnen wollte. Aufgrund seiner Großzügigkeit und seiner berühmten Siege in Spanien wurde er sehr einflussreich und respektiert. Die Karthager machten ihn zu einem der Suffeten.
Die Suffeten waren die obersten Führer Karthagos. Die Regierung war wie eine aristokratische Republik, und Republiken waren stets vorsichtig, einer einzigen Person zu viel Macht zu geben. So wie Rom 2 Konsuln hatte, die gemeinsam regierten, und Frankreich nach seiner ersten Revolution ein Direktorium aus 5 Personen, wählte Karthago jedes Jahr 2 Suffeten. Römische Schriftsteller nannten sie manchmal Suffeten, Konsuln oder Könige. Hannibal hatte nun eine hohe Position erreicht. Zusammen mit seinem Kollegen hatte er die höchste zivile Autorität in Karthago und kommandierte eine große, erfolgreiche Armee in Spanien. Als die Nachricht von diesen Ereignissen, dem Angriff und der Zerstörung Saguntums, der Ablehnung der Forderungen der römischen Gesandten und den Kriegsvorbereitungen der Karthager Rom erreichte, geriet die ganze Stadt in Aufruhr. Der Senat und das Volk hielten laute und chaotische Versammlungen ab, um zu besprechen, was geschehen war und welche Maßnahmen die Römer ergreifen sollten. Die Römer hatten Angst vor den Karthagern. Hannibals Feldzüge in Spanien hatten seine rücksichtslose und mächtige Natur gezeigt. Sie glaubten, er plane nach Italien zu marschieren und den Krieg bis vor ihre Stadttore zu bringen, so wie er Saguntum zerstört hatte. Die Ereignisse bewiesen, dass sie mit ihrer Einschätzung recht hatten. Nach dem Ersten Punischen Krieg hatten Rom und Karthago etwa 25 Jahre Frieden. In dieser Zeit wurden beide Nationen reicher und stärker, aber Karthago wuchs schneller als Rom. Die Römer hatten zu Beginn des vorherigen Krieges gut abgeschnitten, aber die Karthager holten schließlich auf. Nun schien man einen weiteren Kampf mit diesen starken Feinden zu fürchten, besonders da Hannibal ihr Anführer war. Sie beschlossen, eine weitere Gesandtschaft nach Karthago zu schicken, um ein letztes Mal zu versuchen, den Frieden zu bewahren, bevor ein Krieg begann. Sie wählten 5 wichtige und angesehene Männer aus, um nach Karthago zu gehen und den karthagischen Senat zu fragen, ob er wirklich Hannibals Handlungen unterstütze. Diese ernste Mission stach in See. Sie erreichten Karthago und sprachen vor dem Senat. Sie trugen ihre Argumente vor, aber der Senat wollte nicht zuhören. Die karthagischen Redner antworteten, wobei jede Seite die andere des Vertragsbruchs beschuldigte. Es war ein ernster Moment, da der Frieden der Welt, das Leben vieler Menschen und das Schicksal großer Gebiete von der Debatte abhingen. Leider verschärfte der Streit nur die Lage. Die Römer sagten: Ihr müsstet aus dem Blutvergießen und den geplünderten Städten von damals gelernt haben. Wir sehen, dass euer Mut durch eure unehrenhaften und hinterlistigen Feldzüge in Spanien gestiegen ist. Was in Spanien passiert ist, ist für uns nur ein Mückenstich. Seid ihr sicher, dass ihr Krieg gegen Rom führen wollt? Selbst wenn es euer Ende bedeutet, wie könnt ihr es für vernünftig halten, einem Wahnsinnigen wie Hannibal zu folgen? Denkt daran, alle Wege führen nach Rom und keine andere Macht als Rom selbst kann Rom besiegen. Die Karthager antworteten: Es scheint, dass Rom nichts von seiner Arroganz verloren hat. In den letzten Jahren haben wir uns stark verbessert und hart daran gearbeitet, die größte Macht der Welt zu werden. Wir sind nicht diejenigen, die den Krieg wollen. Ihr werdet entscheiden, ob es Krieg geben wird oder nicht. Wenn Hannibal oder jemand anderes einen Vertrag gebrochen hat, werden wir sie zur Verantwortung ziehen. Ihr seid diejenigen, die die Bedingungen des Abkommens verletzt haben, und indem ihr uns unterschätzt, begeht ihr die größte Ungerechtigkeit gegenüber Rom. Wir kennen alle Wege, die nach Rom führen. Seid versichert, wenn ihr die Schritte unserer Elefanten auf diesen Wegen hört, werdet ihr nach einem Versteck suchen. Es wäre klug, eure Verstecke jetzt vorzubereiten. Die Römer sagten: Es schmerzt mich sehr, dies zu hören. Die Zeit ist gekommen, den Frieden zwischen uns zu brechen. So wie bei allen Armeen, die gegen Rom gekämpft haben, wird es uns schmerzen, die Schreie eurer Armeen und hinterlistigen Anführer zu hören, die unter den Stiefeln der Römer zermalmt werden. Also lasst den Krieg beginnen. Die Konferenz wurde abgebrochen und die Gesandten kehrten nach Rom zurück. Sie reisten durch Spanien, um mit den Königreichen und Stämmen in Spanien und Frankreich zu verhandeln.
Sie wollten, dass diese Gruppen die Römer unterstützen, wenn Hannibal in Italien einmarschiert. Doch sie waren zu spät. Hannibal hatte in diesen Gebieten bereits starken Einfluss gewonnen. Infolgedessen wurden die römischen Vorschläge aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Es gab einen starken Stamm namens Volsker. Vor dem Rat der Volsker sprachen die Gesandten über den bevorstehenden Krieg und baten sie, sich den Römern anzuschließen. Die Volsker lehnten das Angebot mit Verachtung ab. Die Volsker sagten: Wir können aus dem, was in Saguntum geschehen ist, erkennen, was uns bei einem Bündnis mit den Römern erwarten würde. Nachdem ihr diese Stadt allein und unverteidigt gegen eine so große Bedrohung gelassen habt, ist es sinnlos, andere Nationen zu bitten, eurem Schutz zu vertrauen. Wenn ihr neue Verbündete sucht, solltet ihr dorthin gehen, wo niemand die Geschichte von Saguntum kennt. Die Antwort der Volsker wurde von den anderen spanischen Nationen, die davon hörten, gelobt. Die römischen Gesandten, die in Spanien keinen Erfolg sahen, zogen weiter nach Gallien, das wir heute Frankreich nennen. An einem wichtigen und mächtigen Ort in Gallien hielten die römischen Anführer einen großen Kriegsrat ab. Die Versammlung war sehr beeindruckend, denn die Kriegsführer erschienen voll bewaffnet, als ob sie in eine Schlacht statt in eine Diskussion gehen würden. Die erfahrenen Gesandten trugen das Thema vor. Sie sprachen ausführlich über die Macht und Größe der Römer und wie sicher es sei, dass sie die bevorstehende Schlacht gewinnen würden. Sie luden die Gallier ein, sich ihrer Seite anzuschließen und die Waffen zu erheben, um Hannibal daran zu hindern, durch ihr Land zu marschieren, falls er es versuchte. Die Versammlung hörte den Gesandten kaum zu. Kaum hatten sie zu Ende gesprochen, begannen alle im Rat lautstark zu widersprechen und sogar zu lachen. Schließlich wurde die Ordnung wiederhergestellt. Die Offiziere, die für die Versammlung sprachen, antworteten, dass die Gallier von Rom nur Gewalt und Schaden erfahren hätten, aber von Karthago Güte und Wohlwollen. Sie sagten, sie seien nicht so töricht, Hannibals Zorn auf sich zu ziehen, um ihre alten Feinde, die Römer, zu schützen. So wurden die Gesandten überall abgelehnt. Sie fanden keine Unterstützung für Rom, bis sie die Rhone überquerten. Hannibal begann sorgfältig und vorsichtig seinen Marsch nach Italien zu planen. Er wusste, dass dies ein großes und langes Unternehmen war, das sorgfältige Planung sowohl für die marschierenden Truppen als auch für die zurückbleibenden Gemeinschaften erforderte. Der Winter näherte sich. Er beschloss, viele seiner Soldaten nach Hause zu schicken, damit sie ihre Familien besuchen konnten. Er erklärte, dass er große Pläne für das nächste Frühjahr habe, die sie für lange Zeit weit von zu Hause wegführen könnten. Er wollte ihnen Zeit geben, ihre Familien zu sehen und ihre persönlichen Angelegenheiten zu regeln. Dieser Akt der Freundlichkeit und des Vertrauens machte die Soldaten ihrem Befehlshaber gegenüber noch loyaler. Sie kehrten im Frühjahr mit mehr Energie und noch größerer Hingabe zu ihrer Arbeit in sein Lager zurück. Hannibal schickte seine Soldaten nach Hause und begab sich nach Neu-Karthago, das weiter westlich als Saguntum liegt. Dort verbrachte er den Winter und arbeitete an seinen Plänen. Er bereitete seinen Marsch vor und traf Vorkehrungen, um die Gebiete zu verwalten, die er zurücklassen würde. Er entwarf kluge Pläne, um Aufstände und Rebellionen während seiner Abwesenheit zu verhindern. Ein Plan bestand darin, eine Armee für Spanien mit Soldaten aus Afrika zu bilden. Gleichzeitig wurden die Soldaten, die Karthago bewachen und die Regierung dort unterstützen sollten, aus Spanien geholt. Durch den Austausch der Soldaten zwischen den beiden Ländern wurde jedes Land von ausländischen Truppen kontrolliert. Diese ausländischen Soldaten waren eher bereit, ihren Kommandanten zu gehorchen und weniger geneigt, mit der lokalen Bevölkerung zu sympathisieren, als wenn sie in ihren eigenen Ländern geblieben wären. Hannibal wusste, dass die verschiedenen Staaten und Regionen in Spanien, die sich weigerten, sich den Römern anzuschließen und ihn zu verlassen, dies entweder aufgrund seiner Geschenke oder aus Angst vor seiner Macht taten.
Er verstand, dass, wenn er in Italien Niederlagen erleiden würde und dadurch die Hoffnung auf seine Gunst oder die Furcht vor seiner Macht verringert würde, ein hohes Risiko für Rebellionen bestand. Um sich davor zu schützen, kam er auf einen klugen Plan. Er rekrutierte Soldaten aus allen verbündeten Nationen in Spanien und wählte junge Männer aus wichtigen Familien aus. Er schickte diese Truppen, sobald sie organisiert waren, nach Karthago. Er machte deutlich, dass diese Soldaten nicht nur Kämpfer in seiner Armee waren, sondern auch Geiseln, um die Loyalität ihrer Heimatländer zu gewährleisten. Es waren 4000 dieser Soldaten. Hannibal hatte einen Bruder namens Hasdrubal, der denselben Namen wie sein Schwager trug. Hannibal setzte Hasdrubal als Verantwortlichen für Spanien ein, während er weg war. Die Soldaten, die Hasdrubal gegeben wurden, stammten hauptsächlich aus Afrika. Neben Fußsoldaten gab er ihm auch einige Reiter und 14 Elefanten. Er dachte, dass die Römer die spanische Küste angreifen könnten, während er weg war, also baute er eine kleine Flotte von etwa 60 Schiffen. 50 davon waren erstklassige Schiffe. Heute messen wir die Stärke eines Schiffes anhand der Anzahl seiner Kanonen. Damals wurde die Stärke durch die Anzahl der Ruderreihen bestimmt. 50 von Hasdrubals Schiffen wurden Quinqueremen genannt, was bedeutet, dass sie 5 Ruderreihen hatten. Die Römer, die dem Krieg zwar zögerlich gegenüberstanden, bereiteten sich mit großer Energie vor, als sie sahen, dass er unvermeidlich war. Sie beschlossen, 2 starke Armeen zu bilden, eine für jeden Konsul. Der Plan war, eine Gruppe Hannibal entgegenzuschicken und die andere nach Sizilien zu entsenden. Von dort aus würden sie nach Afrika übergehen, um die karthagische Hauptstadt zu bedrohen. Wenn dies gelang, müssten die Karthager einen Teil oder die gesamte Armee Hannibals aus dem Angriff auf Italien abziehen, um ihre Heimat in Afrika zu schützen. Die Römer sammelten eine Streitmacht von etwa 70.000 Mann. Ein Drittel waren römische Soldaten und der Rest kam aus verschiedenen Nationen in Italien und den nahegelegenen Mittelmeerinseln, die mit Rom verbündet waren. 6.000 dieser Truppen waren Kavallerie. Die Römer brauchten eine Flotte, um nach Afrika zu gelangen. Sie bauten eine mit 220 großen Schiffen, den sogenannten Quinqueremen, und einigen kleineren, schnelleren Schiffen. Damals gab es sogar größere Schiffe als Quinqueremen. Einige Schiffe hatten 6 oder 7 Ruderreihen. Diese Schiffe wurden als Flaggschiffe für Kommandanten oder bei Zeremonien verwendet, da sie zu groß waren, um im Kampf nützlich zu sein. Die Lose wurden ernsthaft, gemäß der römischen Tradition, gezogen, um zu entscheiden, welcher Konsul jede Armee führen würde. Der Konsul, der beauftragt wurde, sich Hannibal aus Spanien entgegenzustellen, war Cornelius Scipio. Der andere Konsul, namens Sempronius Longus, erhielt die Kontrolle über die Expedition nach Sizilien und Afrika. Nachdem alles geregelt war, wurde dem römischen Volk die entscheidende Frage zur Abstimmung gestellt. Hat das römische Volk entschieden, dass der Krieg gegen die Karthager erklärt werden sollte? Die Antwort war ja. Der Krieg wurde dann mit den üblichen großen Zeremonien verkündet. Man brachte Opfer dar und hielt religiöse Feierlichkeiten ab, um die Gunst der Götter zu erlangen und den Mut der Soldaten zu stärken. Die Abergläubischen, selbst wenn sie böse waren, fühlten sich tapfer, wenn sie glaubten, den Schutz des Himmels zu haben. Nachdem diese Ereignisse abgeschlossen waren, war alles bereit. Hannibal zog weiter, als der Frühling kam. Er bewegte sich in Richtung des Flusses Iberus, der die Grenze des römischen Gebiets markierte. Er überquerte den Fluss und zog entlang der Mittelmeerküste, näher an die Pyrenäen, die Frankreich und Spanien trennten. Seine Soldaten kannten seine Pläne nicht. Heutzutage teilen militärische und Marineanführer selten ihre Pläne mit ihren Truppen, und damals war dies noch seltener der Fall. In jenen Zeiten hatten die Soldaten nicht die Informationsquellen, die heute so weit verbreitet sind. Während also die Offiziere der Armee und die informierten Bürger in Rom und Karthago über Hannibals Pläne Bescheid wussten, wussten seine Soldaten es nicht. Sie wussten nur,
dass sie auf eine ferne und gefährliche Mission gingen. Wahrscheinlich hatten sie keine Ahnung von Italien oder Rom oder von der Größe und Macht des Reiches, das sie angreifen wollten. Nach vielen Tagen des Marschierens erreichten sie den Fuß der Pyrenäen. Als sie erkannten, dass sie diese riesigen Berge überqueren und in ihre dunklen und wilden Täler eintreten mussten, verloren einige den Mut und begannen zu klagen. Die Angst und Unzufriedenheit waren so groß, dass eine Gruppe von etwa 3000 Mann das Lager verließ und nach Hause zurückkehrte. Hannibal erfuhr, dass 10.000 weitere Soldaten sich ähnlich fühlten. Er hatte insgesamt über 100.000 Soldaten. Was denken Sie, würde Hannibal in dieser Situation tun? Würde er die Deserteure verfolgen, um sie zurückzufangen und als Warnung für die anderen zu bestrafen? Oder würde er sie gehen lassen und versuchen, diejenigen, die blieben, zu ermutigen? Er tat weder das eine noch das andere. Er versammelte die 10.000 unzufriedenen Soldaten in seinem Lager und sagte ihnen, dass sie gehen könnten, wenn sie zu verängstigt oder nicht willens seien, mit seiner Armee weiterzuziehen. Er wollte nur mutige und starke Soldaten, die ihm überall hin folgen würden. Er wollte keine schwachen oder ängstlichen Soldaten in seiner Armee. Sie würden nur die anderen verlangsamen und entmutigen. Also befahl er ihnen, zurückzukehren. Mit dem Rest der Armee, die nun noch entschlossener war, zog er durch die Bergpässe. Hannibal ließ seine unzufriedenen Soldaten gehen, was großzügig wirkte und das Gefühl der verbleibenden Soldaten verbesserte. Aber es war keine Großzügigkeit, es war ein kluger Plan. Die Großzügigkeit vorzutäuschen half ihm, seine Ziele zu erreichen. Hannibal war sehr grausam, wenn er es für notwendig hielt. Ein Kommandant muss sehr weise sein, um zu wissen, wann er bestrafen und wann er vergeben soll. Hannibal war, wie Alexander der Große und Napoleon Bonaparte, in dieser Hinsicht sehr weise. Diese Weisheit leitete wahrscheinlich seine Handlungen in diesem Fall. Hannibal überquerte die Pyrenäen. Als nächstes erwartete er Schwierigkeiten beim Überqueren des Flusses Rhone. Kapitel 4 – Gegen alle Widrigkeiten – Hannibals Weg zum Rhone. Hannibal, nachdem er die Pyrenäen überquert hatte, erwartete keine weiteren Herausforderungen, bis er die Rhone erreichte. Er wusste, dass die Rhone ein breiter und schneller Fluss war und dass er sie nahe ihrer Mündung überqueren musste, wo das Wasser tief und die Ufer niedrig waren. Außerdem könnten die Römer, angeführt von Cornelius Scipio, vor ihm die Rhone erreicht haben und warten, um seine Überquerung zu verhindern. Er schickte eine kleine Gruppe voraus, um das Gebiet zu erkunden und einen Weg zur Rhone zu finden. Wenn sie keine Probleme hatten, sollten sie weiter zu den Alpen ziehen und den besten Weg für seine Armee finden, um die schneebedeckten Berge zu überqueren. Noch bevor er die Pyrenäen erreichte, auf der spanischen Seite, leisteten einige lokale Stämme Widerstand. Er musste sie angreifen und besiegen. Danach ließ er Wachen zurück, um die eroberten Gebiete zu kontrollieren. Gerüchte darüber verbreiteten sich bis nach Gallien und versetzten die Gallier in Angst um ihre Sicherheit. Sie planten nicht, gegen Hannibal zu kämpfen, solange sie dachten, er wolle nur durch ihr Land auf seinem Weg nach Italien ziehen. Aber als sie sahen, was in Spanien passiert war, und erkannten, dass er auf seinem Weg Länder erobern würde, bekamen sie Angst. Sie griffen zu ihren Waffen und versammelten sich schnell in Ruscino, um ihre Verteidigung zu planen. Ruscino war derselbe Ort, an dem die römischen Gesandten auf ihrem Rückweg nach Italien vom Karthagerreich den Rat der Gallier getroffen hatten. Während sich dieser große Rat oder die Versammlung der Armeen in Ruscino versammelte, voller Drohungen und Wut, befand sich Hannibal in Elne, einer Stadt am Fuß der Pyrenäen. Er befürchtete nicht, dass die Gallier ihn aufhalten könnten, aber er war besorgt über Verzögerungen. Er wollte die frühen Sommermonate nicht damit verschwenden, gegen sie zu kämpfen, während der Weg nach Italien vor ihm lag.
Die Pässe der Alpen sind zu jeder Zeit schwer zu überqueren und fast unmöglich außer im Juli und August. In den anderen Monaten sind sie von Schnee blockiert. Heute verbinden Straßen mit Tunneln durch das Gestein und geneigten Dächern als Schutz vor Stürmen und Lawinen Frankreich und Italien über die Alpen. So ist der Verkehr zwischen den beiden Ländern das ganze Jahr über möglich. In Hannibals Zeit konnten die Berge nur im Sommer überquert werden. Der Versuch, mit einer Armee zu überqueren, hätte als töricht und leichtsinnig gegolten, wenn es nicht gelungen wäre. Hannibal hatte keine Zeit zu verlieren, daher war dies eine Situation, in der Geduld und Freundlichkeit statt Aggression nötig waren. Er schickte Boten zum Rat in Ruscino und bat höflich um ein Treffen mit ihren Anführern. Er bot an, entweder nach Ruscino zu kommen oder auf sie in Elne zu warten. Er lud sie ein, sein Lager frei zu betreten und sagte, er sei bereit, in ihres zu gehen, wenn sie ihn willkommen hießen. Er kam als Freund und Verbündeter nach Gallien und wollte nur freien Durchgang durch ihr Land. Er versprach, dass, wenn die Gallier dies erlaubten, in seiner Armee keine Schwerter gezogen würden, bis sie Italien erreichten. Die Alarmbereitschaft und Feindseligkeit unter den Galliern nahm nach dieser Botschaft ab. Sie verlegten ihr Lager nach Elne. Die Anführer und höchsten Offiziere ihrer Armeen besuchten Hannibals Lager und wurden mit großem Respekt und Ehre empfangen. Sie verließen es mit Geschenken, erfreut über die Freundlichkeit, den Reichtum und die Großzügigkeit ihres Gastes. Statt sich ihm zu widersetzen, führten sie seine Armee. Zuerst brachten sie nach Ruscino, ihrer Hauptstadt. Nach einem kurzen Stopp setzte die Armee ihren Marsch zur Rhone ohne weitere Probleme fort. In der Zwischenzeit nahm der römische Konsul Scipio die Truppen in 60 Schiffen vom Tiber aus in Richtung Hannibal. Die Soldaten waren eng in den Schiffen zusammengepfercht, wie es oft bei Armeen der Fall ist, die auf dem Seeweg reisen. Sie konnten nicht weit von der Küste entfernt segeln, da sie damals keine Kompasse hatten. Bei Stürmen oder bewölktem Himmel mussten sie sich durch das nahe Land navigieren. Die Schiffe bewegten sich langsam entlang der Küste, nutzten Segel und Ruder. Nachdem sie für einige Zeit Seekrankheit und enge Bedingungen ertragen hatten, fuhr die Flotte in die Mündung der Rhone ein. Die Offiziere wussten nicht, dass Hannibal so nah war. Sie dachten, er sei noch auf der anderen Seite der Pyrenäen, da sie nur gehört hatten, dass er den Iberus überquert hatte, der heute Ebro heißt. Sie fuhren in den ersten Arm der Rhone, den sie fanden. Die Rhone, ähnlich wie der Nil, teilt sich in der Nähe ihrer Mündung und fließt durch mehrere Kanäle ins Meer. Sie segelten bis nach Marseille, ohne sich Sorgen zu machen, da sie dachten, ihr Feind sei noch weit weg, vielleicht in den Pyrenäen feststeckend. Doch ihr Feind lagerte am Ufer der Rhone, nur eine kurze Strecke flussaufwärts von ihnen, und plante ruhig, sie zu überqueren. Als Scipio und seine Männer landeten, waren sie zu erschöpft von der schwierigen Reise, um Hannibal sofort entgegenzutreten. Scipio wählte 300 Reiter aus, die noch reisen konnten, und schickte sie den Fluss hinauf, um mehr über Hannibal zu erfahren und ihm Bericht zu erstatten. Während sie unterwegs waren, blieb Scipio im Lager, um seine Armee zu reorganisieren und zu stärken, während er auf die Rückkehr der Kundschafter wartete. Obwohl Hannibal in Gallien keinen ernsthaften Widerstand erlebte, bedeutete das nicht, dass die Menschen freundlich oder glücklich über seine Anwesenheit waren. Eine Armee ist immer eine Last und ein Fluch für jedes Land, selbst wenn sie nur friedlich durchziehen will. Die Gallier waren dem gefürchteten Eindringling und seiner Truppe gegenüber freundlich, weil sie glaubten, er würde schneller weiterziehen. Sie waren zu schwach und hatten nicht genügend Mittel, um ihn aufzuhalten. Also beschlossen sie, ihm zu helfen, sich schnell fortzubewegen. Dies war die Herangehensweise der verschiedenen Stämme, bis er den Fluss erreichte. Die Menschen auf der anderen Seite des Flusses beschlossen, Widerstand zu leisten. Sie standen näher an den römischen Territorien und waren stärker von den Römern beeinflusst. Sie fürchteten den Zorn Roms, wenn sie Hannibal auch nur indirekt halfen.
mit dem breiten und schnellen Fluss zwischen sich, und Hannibal glaubten sie, ihn aus ihrem Land fernhalten zu können. Als Hannibal den Fluss erreichte, waren die Menschen auf seiner Seite eifrig, ihm bei der Überquerung zu helfen, während diejenigen auf der anderen Seite ihn aufhalten wollten. Beide Gruppen wollten ihr Land vor Hannibals großer Armee von 90.000 Mann schützen. Hannibals Unterstützer sammelten Boote und bereiteten sich darauf vor, ihm zu helfen. Auf dem gegenüberliegenden Ufer waren die Gegner kampfbereit, mit Waffen und Soldaten, die jeden Landeplatz bewachten. Dahinter waren eine große Anzahl von Zelten und Bannern zu sehen. Die 300 Reiter, die Cornelius Scipio geschickt hatte, bewegten sich langsam und vorsichtig den Fluss vom römischen Lager hinauf. Nachdem er den Fluss eine Weile betrachtet hatte, begann Hannibal, sich auf die Überquerung vorzubereiten. Zuerst sammelte er alle Boote, die er bei den Galliern am Fluss finden konnte. Da das nicht ausreichte, sammelte er anschließend alle Arbeiter und Werkzeuge aus den umliegenden Gebieten und begann, weitere Boote zu bauen. Die Gallier in dieser Gegend hatten eine Tradition, Boote aus großen Baumstämmen zu fertigen. Sie fällten einen Baum, schnitten ihn auf die richtige Länge und höhlten ihn mit Äxten aus. Dann formten sie die Außenseite, damit er sich leicht im Wasser bewegen konnte. Diese Methode der Bootsherstellung ist so nützlich, dass sie auch heute noch verwendet wird, wenn ausreichend große Bäume gefunden werden. Diese Boote nennt man heute Kanus. Entlang des Flusses Rhone gab es viele große Bäume. Hannibals Soldaten beobachteten die Gallier bei der Herstellung der Boote aus diesen Bäumen, bis sie lernten, es selbst zu tun. Zuerst halfen sie den Galliern bei den einfacheren Aufgaben. Dann begannen sie, selbst große Bäume zu fällen und die Boote eigenständig zu bauen. Einige Leute, die weniger geschickt oder ungeduldiger waren, wollten nicht warten, um das Holz auszuhöhlen. Stattdessen fällten sie die Bäume, legten die Stämme nebeneinander ins Wasser und banden sie zusammen, um ein Floß zu bauen. Sie kümmerten sich nicht um die Form des Flosses, da sie es nur für eine einzige Überfahrt brauchten. Es musste nur schwimmen und die Last tragen. In der Zwischenzeit beobachtete der Feind auf der anderen Seite des Flusses, konnte diese Aktion jedoch nicht stoppen. Hätten sie moderne Artillerie gehabt, hätten sie über den Fluss hinweg feuern und die Boote und Flöße mit Kugeln und Granaten so schnell zerstören können, wie die Gallier und Karthager sie bauen konnten. Die Arbeiter hätten sie nicht bauen können, wenn der Feind Kanonen gehabt hätte. Aber der Feind hatte nur Speere, Pfeile und Steine, die sie von Hand oder mit schwachen Maschinen werfen konnten, die den Strom nicht überqueren konnten. So mussten sie still zusehen und die großen Vorbereitungen für den Angriff fortschreiten lassen, ohne sie aufhalten zu können. Ihre einzige Hoffnung war, die Armee mit ihren Waffen zu überwältigen und sie daran zu hindern, bei ihrer Ankunft an Land zu gehen, wenn sie versuchten, den Fluss zu überqueren. Wenn eine Armee einen Fluss überquert, ohne dass ein Feind sie daran hindert, können sie nur wenige Boote verwenden. Sie können einen Teil der Armee gleichzeitig überführen und immer wieder hin und her fahren, bis alle auf der anderen Seite sind. Aber wenn ein Feind auf der anderen Seite wartet, müssen sie eine große Streitmacht auf einmal herüberbringen. Wenn eine kleine Gruppe zuerst hinübergeht, wären sie schwach und könnten leicht vom Feind gefangen genommen werden. Hannibal wartete, bis er genug Boote, Flöße und Schwimmkörper hatte, um eine große und starke Streitmacht hinüberzubringen und den Feind erfolgreich anzugreifen. Die Römer sagen, Hannibal sei schlau. Im Gegensatz zu Alexander dem Großen, der sich auf Tapferkeit und Stärke in Schlachten verließ, plante Hannibal immer List, um zu gewinnen. In diesem Fall verbrachte er viele Tage damit, Boote und Flöße zu bauen, wo sein Feind es sehen konnte. Dies ließ es so aussehen, als wolle er viele Männer gleichzeitig über den Fluss schicken, was den Feind auf diese Vorbereitungen fokussierte. Die ganze Zeit hatte er jedoch einen anderen Plan in Bewegung. Er schickte eine Gruppe von Soldaten heimlich flussaufwärts. Sie erhielten den Befehl, sich leise durch die Wälder zu bewegen und den Fluss einige Meilen weiter oben zu überqueren.
Nachdem sie den Fluss überquert hatten, sollte diese Gruppe sich vom Fluss zurückziehen und den Feind von hinten angreifen, während Hannibal mit der Hauptarmee überquerte. Wenn sie den Fluss sicher überquert hatten, sollten sie ein Feuer im Wald auf der anderen Seite entfachen. Der Rauch dieses Feuers würde Hannibal ihr erfolgreiches Überqueren signalisieren. Diese Gruppe wurde von einem Offizier namens Hanno angeführt, der nicht mit Hannibals berühmtem Gegner aus Karthago verwechselt werden sollte. Hanno begann seine Reise bei Nacht und bewegte sich vom Fluss weg, damit die Gallier auf der anderen Seite sie nicht sehen konnten. Er hatte lokale Führer, die einen guten Ort für die Überquerung kannten. Die Gruppe zog etwa 25 Meilen flussaufwärts. Dort fanden sie eine breitere, langsamere und flachere Stelle des Flusses. Sie erreichten diesen Punkt leise und heimlich, ohne dass ihre Feinde es bemerkten. Da niemand sie daran hinderte, konnten sie leichter überqueren als die Hauptarmee weiter unten. Sie bauten Flöße, um die Männer zu transportieren, die nicht schwimmen konnten, und die Kriegsausrüstung, die durch Wasser beschädigt werden konnte. Die anderen Männer wateten so weit wie möglich durch das Wasser, bis sie den Kanal erreichten, und schwammen dann, indem sie ihre Schilde unter ihren Körpern zur Unterstützung nutzten. Sie alle überquerten den Fluss sicher. Sie verbrachten einen Tag damit, ihre Kleidung zu trocknen und sich auszuruhen. Dann bewegten sie sich vorsichtig flussabwärts, bis sie nahe genug an Hannibals Position waren, um gesehen zu werden. Sie bauten ein Feuer und beobachteten erfreut, wie der Rauch hoch in die Luft stieg. Hannibal sah das Signal und bereitete seine Armee sofort auf die Überquerung vor. Die Reiter stiegen in die Boote und hielten ihre Pferde mit Seilen fest, damit sie neben den Booten schwimmen konnten. Andere Pferde, mit ihrer Ausrüstung beladen, wurden in große flachbodige Boote gebracht, um sie trocken zu halten und sofort einsatzbereit zu sein, sobald sie landeten. Die stärksten und fähigsten Soldaten wurden ausgewählt, um zuerst zu gehen, während die Schwachen oder Verletzten mit den Vorräten zurückblieben, um später transportiert zu werden. In der Zwischenzeit bereitete sich der Feind auf dem anderen Ufer auf einen heftigen Angriff vor, sobald die Eindringlinge sich näherten. Es herrschte eine gewisse Stille und Ordnung, während die Männer in die Boote stiegen und das Land verließen. Aber als sie in die Strömung gerieten, wurden die lauten Befehle, Schreie und Rufe lauter. Die schnelle Strömung und die Strudel brachten die Boote und Flöße schnell flussabwärts oder ließen sie ineinander krachen, was zu einem Chaos und Durcheinander führte. Als die ersten Boote dem Land nahe kamen, versammelten sich die Gallier, um sie aufzuhalten, und griffen mit einem Hagel von Waffen und lauten, furchterregenden Rufen an. Diese Rufe halfen ihnen, sich zu erregen und den Feind zu erschrecken. Hannibals Offiziere drängten die Boote vorwärts und versuchten, so ruhig und vorsichtig wie möglich zu landen. Der Ausgang des Kampfes hätte anders ausgehen können, wenn Hannos Gruppe nicht plötzlich in den Kampf eingegriffen hätte. Die Gallier, die versuchten, die Karthager zurückzudrängen, waren schockiert, als sie feindliche Rufe hinter sich hörten. Sie drehten sich um und sahen Hannos Truppen, die mit großer Geschwindigkeit und Kraft aus den Bäumen herausstürmten. Es ist sehr schwer für eine Armee, gleichzeitig gegen Feinde vor und hinter sich zu kämpfen. Die Gallier gaben schnell auf, Hannibal daran zu hindern zu landen, sie flohen den Fluss hinunter und in das Landesinnere. Damit übernahm Hanno die Kontrolle über das Flussufer. Hannibal und seine Truppen stiegen langsam aus dem Wasser und trafen auf freundliche Menschen statt auf Feinde. Der Rest der Armee und die Kriegsvorräte wurden als nächstes transportiert, und dies geschah leicht, da kein Feind die Überquerung störte. Ein Teil der Truppe bereitete jedoch einige Schwierigkeiten und verursachte Verzögerungen: die Elefanten. Einen Weg zu finden, diese großen Tiere über einen breiten und schnellen Fluss zu bringen, war eine große Herausforderung. Verschiedene Berichte legen nahe, dass Hannibal verschiedene Methoden anwandte, um dies zu erreichen. Eine Möglichkeit war, die Person, die für die Elefanten verantwortlich war, suchte sich einen aus, der besonders energisch und leicht reizbar war.
Sie ärgerten und provozierten den Elefanten, um ihn wütend zu machen. Der Elefant bewegte sich mit erhobenem Rüssel auf den Wärter zu, bereit anzugreifen. Der Wärter rannte davon, und der Elefant verfolgte ihn, gefolgt von den anderen Elefanten, die ihm normalerweise hinterherliefen. Der Wärter lief ins Wasser, um zu entkommen, und der Elefant und viele andere folgten ihm. Der Mann schwamm in den Kanal, und die Elefanten fanden sich bald im tiefen Wasser wieder. Einige folgten dem Wärter und überquerten den Fluss, wo sie leicht eingefangen wurden. Andere, verängstigt, ließen sich von der Strömung mitreißen. Sie kämpften, bis sie flache Stellen oder Land erreichten, wo sie wieder ans Ufer kamen, einige auf der einen Seite des Flusses und einige auf der anderen. Dieser Plan war nur teilweise erfolgreich, also ersann Hannibal eine bessere Methode für den Rest der Truppe. Er baute ein riesiges Floß, ließ es zum Ufer treiben, befestigte es und bedeckte es mit Erde, Gras und Sträuchern, um es wie Land aussehen zu lassen. Dann baute er ein zweites Floß von derselben Größe, brachte es an den Rand des ersten Floßes, verband sie vorübergehend und bedeckte es ebenso wie das erste. Das erste Floß war 200 Fuß vom Ufer entfernt und 50 Fuß breit. Das zweite, äußere Floß war etwas kleiner. Die Soldaten täuschten die Elefanten, indem sie auf die Flöße laufen ließen, und die Elefanten so dachten, sie wären noch auf festem Boden. Dann wurden die beiden Flöße voneinander getrennt, und das äußere Floß mit den Elefanten darauf wurde von Booten über das Wasser gezogen. Sobald die Elefanten die Bewegung bemerkten, gerieten sie in Panik. Sie begannen sich ängstlich umzusehen und bewegten sich zu den Rändern des Floßes, das sie trug. Sie sahen überall Wasser und wurden verwirrt und verängstigt. Einige fielen in den Fluss und trieben ab, bis sie flussabwärts an Land gelangten. Der Rest beruhigte sich bald und ließ sich über den Fluss tragen, als sie erkannten, dass Flucht oder Widerstand zwecklos waren. Währenddessen, als diese Ereignisse stattfanden, bewegte sich die Gruppe von 300 Soldaten, die Scipio flussaufwärts geschickt hatte, um Informationen über die Karthager zu sammeln, langsam auf den Ort zu, an dem Hannibal die Überquerung vollzog. Hannibal hatte auch eine Gruppe von 500 Soldaten flussabwärts geschickt, um Informationen über die Römer zu sammeln, als er den Fluss erreichte. Keine der beiden Armeen wusste, wie nah sie sich kamen. Die beiden Gruppen trafen sich plötzlich und unerwartet auf dem Weg. Sie waren ausgesandt worden, um zu erkunden, nicht zu kämpfen. Da sie jedoch fast gleich stark waren, wollte jede Seite den Ruhm, die andere zu fangen und als Gefangene in ihr Lager zu bringen. Es folgte ein langer und blutiger Kampf. Viele Menschen starben, mit ähnlichen Verlusten auf beiden Seiten. Die Römer beanspruchten den Sieg. Wir wissen nicht, was die Karthager sagten, aber da beide Seiten das Schlachtfeld verließen und in ihre Lager zurückkehrten, scheint es, dass keine Seite einen klaren Sieg errungen hat. Auf diese Weise fand die erste Auseinandersetzung des unerbittlichen Kampfes statt, in dem noch viele mehr sterben würden. Kapitel 5 Mission Impossible – Die Alpenüberquerung. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie beeindruckend die Alpen sind, ohne sie gesehen zu haben. Hannibal hatte die Alpen nie gesehen, aber jeder wusste von ihnen. Einige der Hauptmerkmale, die diese Berge so erstaunlich machen, ergeben sich aus der ständigen Kälte an ihren Gipfeln. Das liegt einfach daran, dass sie so hoch sind. Überall auf der Erde wird es kälter, je höher man in die Atmosphäre steigt. Also herrscht über uns, in etwa 2 oder 3 Meilen Höhe, immer eine intensive und konstante Kälte. Dies geschieht nicht nur in kühlen und gemäßigten Gegenden, sondern auch in den heißesten Regionen der Welt. Wenn wir in Borneo an einem Mittag in einem Ballon aufsteigen würden, während die tropische Sonne direkt über uns steht, und 5 oder 6 Meilen aufsteigen würden, würden wir feststellen, dass, obwohl wir der Sonne näher kommen, ihre Strahlen ihre ganze Wärme verlieren. Das Licht wäre immer noch hell, aber es würde sich anfühlen wie Mondlicht, und die Luft um uns herum wäre so kalt wie in der Nähe von Eisbergen.
Hagelkörner kommen aus sehr kalten Regionen und können mitten im Sommer fallen. Schnee bildet sich dort ständig und fällt, aber die leichten Schneeflocken schmelzen, bevor sie den Boden erreichen. Hagel ist fest und fällt durch, während der Schnee schmilzt und sich in kühlen, erfrischenden Regen verwandelt. Regen kühlt die Luft und den Boden, weil er aus kühleren Teilen der Atmosphäre kommt. Die Gipfel und großen Teile der oberen Hänge der Alpen sind immer im Winter. Dort bildet sich ständig Eis und Schnee fällt und sammelt sich in riesigen, dauerhaften Mengen. Der Gipfel des Mont Blanc ist von einer sehr dicken Schneeschicht bedeckt, die fast so dauerhaft ist wie der Granit darunter. Im Winter sind die Alpen, Täler und Hügel von Schnee bedeckt. Im Frühling schmilzt der Schnee in den Tälern und Ebenen. Weiter oben wird er nass und schwer und verursacht große Lawinen, die Erde, Felsen und Bäume mit sich reißen können. Auf den höheren Hängen und abgerundeten Gipfeln bleibt der Schnee liegen und schmilzt kaum, selbst im Juli. In den höheren Alpen gibt es große Täler, in denen sich Schnee ansammelt. Im Winter treiben Winde und Stürme den Schnee in diese Gebiete und im Frühling fügen die Lawinen weiteren Schnee hinzu. Der Schnee verwandelt sich unter der Oberfläche in Eis, weil die oberste Schicht schmilzt und das Wasser darunter gefriert. Einige dieser Schluchten sind 2 oder 3 Meilen breit und 10 oder 15 Meilen lang, gefüllt mit klarem, festem, blauem Eis, hunderte Fuß tief. Man nennt sie Gletscher. Was an diesen Eismassen erstaunlich ist, dass sie sich trotz des festen und kompakten Eises langsam talwärts bewegen, etwa 1 Fuß pro Tag. Wenn man auf der Oberfläche steht und genau hinhört, kann man manchmal ein knirschendes Geräusch hören. Die Felsen entlang der Seiten werden zerkleinert und bewegen sich ständig, indem sie fallen. Ein deutlicher Beweis für diese Bewegung ist, dass man eine Markierung auf dem Eis anbringen kann mit passenden Markierungen auf den festen Felsen auf jeder Seite des Tals. Dies zeigt die Bewegung und hilft, ihre genaue Geschwindigkeit zu messen. Diese Täler sind Flüsse aus Eis. Sie beginnen in den Bergen und fließen langsam, aber stetig in ein großes, offenes Tal hinunter. Bäche von oben fließen durch viele Risse und Spalten in das Eis, die schaurig anzusehen sind. Diese Bäche sammeln sich und fließen unter dem Eis in einem schlammigen Strom heraus, der aus einer großen Bogenöffnung tritt, die durch fallendes Eis entstanden ist, das das Wasser weggeschwemmt hat. Manchmal bildet das untere Ende des Gletschers eine steile Wand, die hunderte Fuß hoch ist. Ein anderes Mal bewegt er sich ins Tal und dringt in kultiviertes Land ein, besonders in sehr kalten Sommern. Während er sich bewegt, reißt er den Boden auf, zerstört Obstgärten und Felder und zwingt die Menschen, ihre Dörfer zu verlassen. Wenn der nächste Sommer warm ist, zieht sich der Gletscher langsam zurück und die Menschen kehren auf das Land zurück, das er verlassen hat, um den Schaden zu reparieren. Die Alpen liegen zwischen Frankreich und Italien. Um von einem Land ins andere zu gelangen, muss man die Berge und Täler überqueren. Die Berge sind nicht gerade, sie haben viele Lücken, Spalten und Schluchten. Einige Teile sind abgerundet und mit Schnee bedeckt, während andere hoch und scharf sind, zu steil, selbst für eine Bergziege, um sie zu erklimmen, und fast kein Schnee bleibt dort liegen. Um diese Gipfel und durch diese schaurigen Täler winden sich die Straßen. Sie steigen im Zickzack an, manchmal neben steilen Klippen, ein anderes Mal direkt am Rand entlang. Die Straßen führen durch dunkle Täler, neben tosenden Bächen und können sogar auf einem Gletscher enden. Hier verschwinden sie in endlosen Eis- und Schneefeldern, wo viele Bäche in klaren Kanälen fließen und tiefe Risse darauf warten, jeden Reisenden zu fangen, der ausrutschen könnte. Trotz der rauen Bedingungen in den oberen Alpen sind die unteren Täler unglaublich grün und wunderschön. Diese Täler, in denen die Bäche in die offenen Ebenen münden, bieten Zugang zu den atemberaubenden oberen Bergen.
Im frühen Frühling bereichern Überschwemmungen den Boden und die Sommersonne erwärmt das Land, bringt Millionen lebendiger Blumen hervor und lässt riesige Getreidefelder schnell reifen. Häuser in verschiedenen schönen Formen sind die Heimat von Bauern und Hirten. Sie sind über das Tal und an den Hängen der Berge auf beiden Seiten verteilt. Über den Häusern wachsen Wälder aus Tannen und Kiefern, die selbst die steilsten und felsigsten Gebiete mit ihrem dunklen Grün bedecken. Weiter oben erheben sich graue Klippen mit Gipfeln und Zinnen, die grandioser und malerischer sind als jede von Menschen geschaffene Struktur. Im Hintergrund sieht man riesige Massen weißen, blendenden Schnees, der die Gipfel der höchsten Berge bedeckt. Hannibal beschloss, seine Armee durch die Alpen nach Italien zu führen, anstatt den Seeweg zu nehmen. Dies gilt als eines der größten Leistungen der Antike. Er war sich nicht sicher, ob er den Rhônefluss hinunterziehen sollte, um gegen Scipio zu kämpfen, oder direkt zu den Alpen und nach Italien marschieren sollte, die römische Armee hinter sich lassend. Die Offiziere und Soldaten der Armee, die nun über ihr Ziel und die Pläne ihres Anführers Bescheid wussten, wollten gegen die Römer kämpfen. Sie hatten Angst vor den Alpen. Sie waren bereit, gegen einen Feind zu kämpfen, egal wie stark, denn dies war eine Gefahr, die ihnen vertraut war und die sie verstehen konnten. Aber sie hatten große Angst vor den neuen und beängstigenden Gedanken, von steilen Klippen zu stürzen oder langsam zu erfrieren und halb im endlosen Schnee begraben zu werden. Hannibal sah, dass seine Soldaten Angst hatten, weiterzuziehen. Er versammelte die Anführer seiner Armee und hielt eine Rede. Er tadelte sie dafür, jetzt Angst zu haben, nachdem sie bereits viele Gefahren gemeistert hatten. Hannibal sagte: Ihr habt die Pyrenäen überquert und den Rhone überquert. Jetzt seht ihr die Alpen, die ins Feindesland führen. Was sind die Alpen? Es sind nur hohe Berge. Auch wenn sie höher sind als die Pyrenäen, reichen sie nicht bis in den Himmel und sind nicht unmöglich zu überqueren. Menschen überqueren sie jeden Tag. Sie leben und bewirtschaften dort sogar. Wenn also eine Person sie überqueren kann, kann es auch eine Armee. Denn eine Armee besteht einfach aus vielen Menschen zusammen. Für einen Soldaten, der nur Kriegswerkzeuge trägt, ist kein Weg zu schwer zu überqueren, solange er Mut und Energie hat. Nachdem er seine Rede beendet hatte, sah Hannibal, dass seine Männer motiviert und ermutigt waren. Er befahl ihnen, zu ihren Zelten zu gehen, sich auszuruhen und sich darauf vorzubereiten, am nächsten Tag zu marschieren. Sie widersetzten sich nicht mehr. Hannibal ging jedoch nicht sofort direkt zu den Alpen. Er war sich nicht sicher, was Scipio, der unter ihm am Rhone mit der römischen Armee lagerte, tun könnte. Hannibal wollte nicht in Gallien gegen Scipio kämpfen und Zeit und Energie verschwenden. Stattdessen wollte er schnell die Alpen überqueren und nach Italien gelangen. Scipio befürchtete, abgefangen zu werden, wenn er den direkten Weg einschlug. Deshalb beschloss er, entlang des Flusses Rhone nach Norden zu marschieren, tief ins Landesinnere, um die Alpen auf einem längeren Weg zu erreichen. Scipio plante, Hannibal zu finden und ihn schnell anzugreifen. Als seine überlebenden Reiter ihm berichteten, dass Hannibal und seine Armee in der Nähe waren, zog er schnell sein Lager flussaufwärts. Er erreichte den Ort, an dem die Karthager den Fluss überquert hatten, ein paar Tage später. Das Gebiet war in einem schrecklichen Zustand. Das Gras war auf etwa einer Meile plattgetreten und es gab viele schwarze Flecken, wo Lagerfeuer gebrannt hatten. Baumkronen und Zweige lagen überall verstreut, ihre Blätter trockneten in der Sonne. Die Wälder und Hainen waren überladen mit abgebrochenen Ästen und gefällten Bäumen, die dort liegen gelassen wurden, wo sie fielen. Das Ufer war übersät mit zerbrochenen Booten, Flößen, verlorenen Waffen und den Körpern der Ertrunkenen oder im Kampf Getöteten. Diese und andere Zeichen waren zurückgeblieben, aber die Armee war weitergezogen. Es gab Gruppen von Einheimischen und anderen Besuchern auf dem Gelände. Sie waren gekommen, um den Ort zu sehen, der in der Geschichte berühmt werden würde. Von diesen Leuten erfuhr Scipio,
wohin und wann Hannibal gegangen war. Er entschied, dass es sinnlos war, ihn zu verfolgen. Scipio war sehr unsicher, was er als nächstes tun sollte. Spanien war ihm durch das Los zugeteilt worden, aber da Hannibal Spanien verlassen hatte, war seine einzige Chance, ihn aufzuhalten, zurück nach Italien zu segeln und ihn zu treffen, wenn er von den Alpen ins Potal herabkam. Spanien war seine zugeteilte Provinz, daher konnte er es nicht vollständig aufgeben. Er schickte den Großteil seiner Armee nach Spanien, um die Streitkräfte von Hannibal dort anzugreifen. In der Zwischenzeit nahm er eine kleinere Truppe und segelte zurück nach Italien. Er hoffte im Potal römische Kräfte zu finden, die sich ihm anschließen und sie stark genug machen würden, Hannibal zu begegnen, falls er es schaffen sollte, die Berge zu überqueren. In der Zwischenzeit bewegte sich Hannibal weiter auf die schneebedeckten Berge zu, die seine Soldaten seit Tagen gesehen hatten. Diese Berge sahen bei Sonnenuntergang hell und großartig aus, weil die Sonne direkt auf sie schien. Als die Armee näher kam, verschwanden die Berge langsam aus dem Blickfeld, verdeckt von kleineren, näheren Hügeln. Als die Soldaten weiter in die Täler vordrangen und sich den gefährlichen Klippen und tiefen Schluchten der Berge näherten, sahen sie schlammige Bäche herabfließen und fühlten erneut Angst. Aber es war zu spät, um umzukehren. Sie marschierten weiter, kletterten immer höher, obwohl der Weg sehr steil und unsicher wurde. Sie mussten sich durch enge Pässe mit steilen Klippen darüber und schneebedeckten Gipfeln ringsum schlängeln. Schließlich erreichten sie einen engen Pass, den sie durchqueren mussten. Aber auf den Felsen darüber standen viele bewaffnete Männer, die bereit waren, Steine auf sie zu werfen, wenn sie es versuchen würden. Die Armee hielt an. Hannibal befahl ihnen, dort zu bleiben, bis er entschied, was zu tun sei. Er fand heraus, dass die Bergbewohner nachts nicht an ihren hohen Plätzen blieben, weil es dort zu kalt und ausgesetzt war. Sie wussten, dass eine Armee den Pass, den sie bewachten, nicht ohne Tageslicht überqueren konnte. Der Pfad durch diese Engstellen folgt einem Gebirgsbach durch Schluchten und Abgründe und verläuft oft auf einem Vorsprung hoch über dem Bach. Es wäre unmöglich, sicher ohne Tageslicht hindurchzukommen. Die Bergbewohner wussten, dass der Pass nachts zu gefährlich war, um ihn bewachen zu müssen. Also gingen sie abends in ihre Unterkünfte, um Schutz und Ruhe zu finden, und kehrten am Morgen zurück, um Wache zu halten. Als Hannibal dies herausfand, beschloss er am nächsten Tag, die Felsen zuerst zu erreichen. Damit sie seinen Plan nicht verdächtigten, tat er so, als würde er sich für die Nacht im Lager niederlassen. Er stellte mehr Zelte auf, zündete am Abend viele Feuer an und ließ es so aussehen, als plane er, den Pass am nächsten Tag zu durchqueren. Er bewegte eine starke Truppe nahe an den Eingang des Passes und platzierte sie an einem befestigten Ort, bereit, am nächsten Tag vorzurücken. Die Bergbewohner sahen die Vorbereitungen und erwarteten einen Kampf am nächsten Tag. In dieser Nacht verließen sie ihre Position und kehrten zu ihrer Unterkunft zurück. Aber am nächsten Morgen, als sie wieder hinaufstiegen, waren sie überrascht, Karthager auf den Felsen, Klippen und Vorsprüngen oberhalb des Passes zu sehen. Hannibal hatte seine Männer früh geweckt und sie über die steilen Pfade zu den Plätzen geführt, die die Bergbewohner verlassen hatten. Die Bergbewohner waren schockiert und wütend, als sie das sahen. Sie waren noch mehr aufgebracht, als sie hinuntersahen und den Rest der karthagischen Armee ruhig durch den Pass ziehen sahen, in Sicherheit, weil ihre Kameraden jetzt die Klippen darüber kontrollierten. Die Kletterer konnten ihren Frust und ihre Wut nicht zurückhalten. Sie stürmten die Hänge hinunter, die sie teilweise erklommen hatten, und griffen die Armee im engen Pass an. Chaos und Kämpfe folgten. Einige wurden von Waffen oder herabrollenden Felsen getötet. Andere, die auf den schmalen Pfaden kämpften und sich abmühten, stürzten die rauen Felsen hinunter in die tosenden Fluten darunter. Pferde, beladen mit Gepäck, gerieten in Panik und verloren die Kontrolle, schoben sich gegenseitig über die steilen Klippen. Hannibal, der auf den höheren Felsen stand, beobachtete die Szene unten mit großer Sorge und Angst. Er fürchtete, dass sein Eingreifen die Lage verschlimmern könnte.
Doch er erkannte schnell, dass er handeln musste. Er stieg so schnell wie möglich mit seiner Gruppe hinab. Sie nutzten geneigte und verschlungene Pfade, um ihren Weg durch die Felsen zu finden, und griffen die Bergbewohner heftig an. Das Ergebnis war, wie er befürchtet hatte, eine Zunahme an Verwirrung und Gemetzel. Die Pferde waren noch mehr verängstigt durch die neue Intensität des Kampfes und die lauter werdenden Schreie, die durch das Echo der Berge noch verstärkt wurden. Sie drängten sich zusammen und stürzten, Pferde und Männer, über die Klippen zu den Felsen darunter. Dort lagen sie in einem Durcheinander, einige tot und andere im Sterben, sich vor Schmerz windend oder versuchten wegzukriechen. Die Bergbewohner wurden schließlich besiegt und vertrieben und der Pass war frei. Die karthagische Kolonne fand wieder Ordnung. Die verbleibenden Pferde wurden beruhigt. Das verlorene Gepäck wurde aufgehoben und die Verwundeten wurden auf provisorische Tragen gelegt, um sie in Sicherheit zu bringen. Bald war jeder bereit, weiter zu marschieren und sie setzten ihren Marsch fort. Es gab keine weiteren Probleme. Die Gruppe bewegte sich ruhig und geordnet, bis sie den engen Weg hinter sich gelassen hatten. Am Ende davon fanden sie eine große Festung, die den Einheimischen gehörte. Hannibal nahm die Festung ein und machte dort eine Weile Halt, um seine Männer auszuruhen und zu stärken. Eine der größten Herausforderungen für einen General, der eine Armee durch schwierige und gefährliche Straßen führt, besteht darin, die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen. Eine Armee kann nur für kurze Zeit genug Proviant mit sich führen. Auf einfachen Straßen können Männer Nahrung für einige Tage tragen, aber auf schwierigen Wegen wie in den Alpen können sie kaum etwas tragen. Der Befehlshaber muss in dem Land, durch das er marschiert, Nahrung finden. Hannibal musste nun sowohl die Sicherheit seiner Männer gewährleisten, als auch Nahrung beschaffen, da ihre Vorräte aufgebraucht waren. Die unteren Teile hoher Berge bieten viel Nahrung für Tiere. Der häufige Regen und die Feuchtigkeit aus den Bergen halten das Gras grün, sodass es ein bevorzugter Platz für Schafe und Rinder ist. Sie steigen hoch hinauf, da das Gras umso besser und süßer wird, je höher sie kommen. Die Menschen, die in den Bergen leben, sind meist Hirten. Sie bauen Getreide in den Tälern an, aber die steilen Berghänge eignen sich nur für Gras, nicht für Ackerbau. Nachdem Hannibal die Festung eingenommen hatte, schickte er Gruppen von Soldaten los, um Vieh und Schafe zu beschaffen. Diese Soldaten waren bewaffnet, um jedem Widerstand begegnen zu können. Die Bergbewohner jedoch leisteten keinen Widerstand. Sie fühlten sich besiegt und entmutigt. Die einzige Möglichkeit, ihr Vieh zu retten, bestand darin, es schnell in versteckte und schwer erreichbare Orte zu treiben. Sie versuchten dies, während Hannibals Truppen die Täler durchsuchten und jedes Feld, jede Scheune und jeden Schafstall durchkämmten. Die verzweifelten Dorfbewohner flohen in alle Richtungen, trieben ihre Kühe und Schafe, die ihre einzige Hoffnung auf Überleben waren, in die Verstecke der Berge. Sie versteckten sie in dichten Büschen, dunklen Tälern und tiefen Spalten. Sie führten sie auch über gefährliches Eis und die steilsten Hänge hinauf, immer auf der Suche nach dem schnellsten Weg, den Räubern zu entkommen. Diese Versuche, ihr kleines Eigentum zu retten, waren nur teilweise erfolgreich. Hannibals Plünderungsgruppen kehrten immer wieder zurück, jeweils mit Herden von Schafen und Rindern, mal größer, mal kleiner, aber insgesamt summierten sie sich zu einer riesigen Menge. Hannibal ernährte seine Männer 3 Tage lang mit der gefundenen Nahrung. Es braucht eine enorme Menge an Proviant, um 90 oder 100.000 Männer selbst nur für 3 Tage zu versorgen. Zudem verschwenden und zerstören Armeen normalerweise viel mehr Nahrung, als sie tatsächlich verzehren. Während dieser 3 Tage bewegte sich die Armee langsam weiter. Der Weg war immer noch hart und gefährlich, aber es gab keinen Feind mehr, der sie aufhielt. Sie zogen weiter, genossen die Vorräte, die sie erbeutet hatten, und feierten ihren Sieg über sowohl die feindlichen Menschen als auch den harten Pfad. Die armen Bergbewohner kehrten in ihre Häuser zurück, die nun zerstört und leer waren,
denn der Verlust ihrer Kühe und Schafe bedeutete den Verlust von allem. Die Alpen liegen nicht nur in der Schweiz. Einige bekannte Gipfel und Gebirgszüge befinden sich in einem angrenzenden Gebiet namens Savoyen. Die gesamte Region ist in kleine Staaten, sogenannte Kantone, unterteilt. Diese Teilung bestand schon in römischen Zeiten. Als Hannibal von dem zuvor erwähnten Pass aus weiterzog, erreichte er bald die Grenze eines anderen Kantons. Während er mit seiner Armee langsam durch die Täler zog, wurde er an der Grenze dieses neuen Staates von einer Gruppe empfangen, die von dessen Regierung geschickt worden war. Sie brachten frische Lebensmittelvorräte und mehrere Führer mit. Sie sagten, sie hätten von der schrecklichen Zerstörung erfahren, die dem anderen Kanton widerfahren war, weil er versucht hatte, ihn aufzuhalten, und sie hätten nicht die Absicht, denselben Fehler zu machen. Also kamen sie, um Hannibal ihre Freundschaft und Hilfe anzubieten. Sie brachten Führer mit, um der Armee den besten Weg über die Berge zu zeigen, und schenkten ihm Nahrung. Um zu zeigen, dass sie es ernst meinten, boten sie Hannibal Geiseln an. Diese Geiseln waren junge Männer, die Söhne wichtiger Einheimischer, die bei Hannibal bleiben würden, bis er ihre Vertrauenswürdigkeit sah. Hannibal war an Tricks und Täuschungen gewöhnt, daher konnte er anfangs nicht erkennen, ob diese Angebote echt waren oder ob sie ihn dazu bringen wollten, seine Wachsamkeit zu senken. Er überlegte, dass sie ihn vielleicht dazu bringen wollten, ihnen zu folgen, um ihn dann in eine gefährliche Lage zu locken und anzugreifen. Er beschloss, ihnen eine positive Antwort zu geben, aber sie genau zu beobachten und mit größter Vorsicht vorzugehen. Er akzeptierte ihre Vorräte und nahm die Geiseln. Er übergab die Geiseln einigen seiner Soldaten, die zusammen mit dem Rest der Armee weitermarschierten. Dann befahl er den neuen Führern, den Weg zu weisen, und die Armee folgte ihnen. Die Elefanten gingen zuerst, geschützt von einer mittleren Truppe um sie herum. Dann folgten lange Reihen von Pferden und Maultieren, die militärische Vorräte und Gepäck trugen. Schließlich folgten die Fußsoldaten in einer langen, unregelmäßigen Kolonne. Die gesamte Prozession erstreckte sich über viele Meilen und sah aus wie eine riesige Schlange, die sich durch die wilden Täler windet. Hannibal hatte recht, misstrauisch zu sein. Die Gesandtschaft war ein Trick. Die Männer, die sie entsandten, hatten in einem engen Pass einen Hinterhalt vorbereitet und ihre Kräfte in Büschen, Spalten und Winkeln zwischen den Felsen versteckt. Als die Führer die Armee in Gefahr brachten, wurde ein plötzliches Signal gegeben und die versteckten Feinde griffen sie in großer Zahl an. Sie brachen in ihre Reihen ein und verursachten Chaos und Zerstörung, ähnlich wie im anderen Pass. Man könnte meinen, die Elefanten, die groß und unhandlich waren, würden als erstes angegriffen. Aber das geschah nicht. Die Bergbewohner hatten Angst vor ihnen, weil sie solche Tiere noch nie gesehen hatten. Sie wussten nicht, was diese riesigen Bestien tun konnten. Deshalb hielten sie sich von ihnen und den Reitern fern. Stattdessen griffen sie die Fußsoldaten am Ende der Kolonne an. Am Anfang hatten sie Erfolg. Sie brachen durch die Spitze der Kolonne und drängten den Rest zurück. Die Pferde und Elefanten bewegten sich mit dem Gepäck vorwärts und trennten so die Armee in zwei Teile. Hannibal blieb mit den Soldaten zurück. Die Bergbewohner hielten ihre Position, und als die Nacht hereinbrach, endeten die Kämpfe, da sich in diesem wilden Gelände ohne Tageslicht niemand bewegen konnte. Die Bergbewohner blieben an ihrem Platz und spalteten so die Armee. Hannibal verbrachte die Nacht in großer Sorge, da die Elefanten und das Gepäck von ihm getrennt und scheinbar in den Händen des Feindes waren. In der Nacht bereitete sich Hannibal darauf vor, die Bergbewohner am nächsten Tag anzugreifen. Als der Morgen kam, griff er an und schaffte es, den Feind zurückzudrängen, um seine Armee wieder zu vereinen. Dann setzte er seinen Marsch fort. Die Bergbewohner versuchten, seinen Marsch zu stoppen und ihn zu stören. Sie versteckten sich und griffen die Karthager an, während sie vorbeizogen. Sie rollten Steine hinunter oder schossen Speere und Pfeile von oben. Wenn sich Teile von Hannibals Armee trennten, blockierten die Bergbewohner ihren Weg, nahmen sie gefangen oder töteten sie.
Sie verursachten Hannibal große Schwierigkeiten. Sie bedrängten seinen Marsch ständig, ohne eine Streitmacht zu zeigen, gegen die er kämpfen konnte. Hannibal konnte seinen Führern nicht mehr trauen und musste seinen Weg selbst finden, manchmal erfolgreich, oft jedoch nicht, und sah sich vielen Schwierigkeiten und Gefahren gegenüber, die die Einheimischen leicht hätten vermeiden können. Die Bergbewohner griffen ihn in Gruppen wie Räuber an. Sie attackierten von vorne, von hinten oder überall dort, wo das Gelände oder die marschierende Armee ihnen eine Gelegenheit bot. Trotz vieler Rückschläge setzte Hannibal seinen Weg fort, schützte seine Männer so gut er konnte und drängte vorwärts. Nach 9 Tagen erreichte er den höchsten Punkt, den er überqueren musste. Dieser höchste Punkt ist nicht der Gipfel des Berges, sondern der höchste Teil des Passes. In Gebirgszügen gibt es niedrigere Bereiche, die in der Schweiz Kehren genannt werden, und durch diese führen in der Regel Straßen und Wege. In Amerika wird eine Vertiefung in einem Landrücken, wenn sie deutlich und sichtbar ist, als Einkerbung bezeichnet. Hannibal erreichte den höchsten Punkt des Col, den er überqueren sollte, 9 Tage nach der großen Schlacht. Es gab jedoch noch hohe Gipfel und Spitzen, die weit über ihm aufragten. Er blieb hier 2 Tage, um seine Männer auszuruhen. Der Feind hörte auf, ihn zu belästigen. Gruppen von Männern und Pferden trafen weiterhin im Lager ein. Sie hatten sich in den Tälern verirrt oder waren zurückgeblieben. Sie kamen langsam an, einige verwundet, andere erschöpft. Manchmal kamen Pferde alleine herein. Es waren Pferde, die zwischen den Felsen gestürzt oder erschöpft waren und zurückgelassen wurden. Nachdem sie sich ausgeruht und Kraft gesammelt hatten, folgten sie den Spuren ihrer Gruppe und schlossen sich sicher dem Lager an. Hannibal blieb am höchsten Punkt des Passes, um seinen fehlenden Männern Zeit zu geben, sich der Armee wieder anzuschließen. Hätte er nicht warten müssen, wäre er an einen wärmeren und geschützteren Ort gegangen, um zu rasten. Der Gipfel eines Alpenpasses ist ein sehr karger und trostloser Ort. Die Felsen sind kahl und ohne Pflanzen, und sie haben nicht die schönen Formen, die man weiter unten sieht. Hannibals Soldaten befanden sich in einer schwierigen Lage in ihrem Hochlager. Eine große Gefahr an solchen Orten besteht darin, dass der Weg von Schneefällen bedeckt wird. Es mag albern erscheinen, hier von einem Pfad zu sprechen, wo es kein Gras gibt, das niedergetreten werden könnte und die endlosen felsigen Felder keine Fußspuren zeigen. Es gibt normalerweise einige schwache Spuren, und wo diese verschwinden, wird der Weg manchmal durch kleine Steinhaufen in regelmäßigen Abständen markiert. Ein ungeübtes Auge könnte diese Markierungen nicht bemerken und sie für zufällige Steinhaufen halten. Diese Steinhaufen sind jedoch sehr hilfreich für Führer und Bergsteiger, die es gewohnt sind, solchen Markierungen in anderen Teilen der Berge zu folgen. Wenn der Schnee zu fallen beginnt, bedeckt er alles und macht es schwer, den Weg zu erkennen. Der Boden und die Felsen sind alle verborgen und Orientierungspunkte verschwinden. Kleine Markierungen werden zu winzigen Erhebungen im Schnee, die wie viele andere aussehen. Die Luft ist dicht und trüb, blockiert die Sicht auf entfernte Orte und die Form des nahegelegenen Landes. Der Reisende kann die Sterne nicht zur Orientierung nutzen, da der Himmel mit dunklen, fallenden Schneeflocken von stürmischen Wolken gefüllt ist. Hannibal und seine Armee erlebten einen Schneesturm auf dem Gipfel des Passes, der ihnen große Angst einjagte. Es war jetzt November. Sie waren viele Male aufgehalten worden, wodurch ihre Reise länger dauerte. Es war zu riskant, auf das Schmelzen des Schnees zu warten. Sobald der Sturm zu Ende war und die Wolken sich verzogen, konnten die Männer das Land um sie herum sehen. Sie brachen das Lager auf und begannen sich zu bewegen. Die Soldaten marschierten durch den Schnee und waren sehr ängstlich und besorgt. Späher gingen voraus, um den Weg zu finden und den Rest mit Flaggen und Bannern zu führen. Die ersten Männer bahnten Wege im Schnee für diejenigen hinter ihnen. Selbst mit dieser Hilfe bewegte sich die Armee langsam und mit viel Furcht.
Nachdem sie eine kurze Strecke abgestiegen waren, wusste Hannibal, dass sie bald die italienischen Täler und Ebenen jenseits der Alpen sehen würden. Er ging voraus unter den Pionieren mit den Bannern, die die Armee leiteten. Als das offene Land in Sicht kam, wählte er einen Ort mit der besten Aussicht und hielt die Armee dort an, damit sie das schöne Land vor sich sehen konnten. Die Alpen sind auf der italienischen Seite sehr steil. Der Abstieg ist abrupt, von kalten, eisigen Gipfeln zu weiten, sonnigen Ebenen. Hannibal und seine Soldaten blickten mit Freude auf diese schönen Ebenen hinunter. Wunderschöne Seen mit noch schöneren Inseln reflektierten die Sonnenstrahlen, Felder in Herbstfarben mit den Hütten der Arbeiter und Getreidestapeln verstreut und Flüsse, die durch grüne Wiesen flossen, machten den Anblick interessant und schön. Hannibal sprach zu seinen Offizieren und Männern und beglückwünschte sie dazu, dass sie ihre harte Arbeit fast beendet hatten. Hannibal sagte: Die schwierigen Teile der Reise sind endlich vorbei. Die großen Hindernisse, die wir überwunden haben, sind nicht nur die Mauern Italiens, sondern auch die Roms. Jetzt, da wir die Alpen überquert haben, haben die Römer keine weiteren Verteidigungen gegen uns. Wir müssen nur noch eine oder vielleicht 2 Schlachten gewinnen, wenn wir die Ebenen erreichen. Und dann wird die große Stadt uns gehören. Die ganze Armee fühlte sich durch das, was sie sahen, und durch Hannibals Worte aufgeregt und ermutigt. Sie machten sich bereit zum Abstieg und dachten, es würde einfach sein. Aber als sie wieder loszogen, merkten sie, dass ihre Schwierigkeiten noch nicht vorbei waren. Die Berge sind auf der italienischen Seite viel steiler, was es für die Elefanten, Pferde und Männer sehr schwierig machte, sichere Wege nach unten zu finden. Sie kämpften sich lange durch, bis Hannibal sah, dass der vordere Teil der Gruppe angehalten hatte. Dies führte dazu, dass die gesamte Reihe dahinter stecken blieb, da jede Reihe stehen blieb, weil sie nicht an den vorderen vorbeikommen konnte. Hannibal schickte Späher voraus, um herauszufinden, was das Problem verursachte. Sie entdeckten, dass der vordere Teil der Armee eine Klippe erreicht hatte, die sie nicht hinuntergehen konnten. Sie mussten einen Weg finden, um sie zu umgehen. Die Führer leiteten die Armee, und bald fanden sie einen Gletscher, der ihren Weg blockierte. Frischer Schnee bedeckte das Eis und verbarg die großen Risse, sogenannte Spalten, die tief in den Gletscher reichten. Die Armee zog weiter, glättete den neuen Schnee und schuf zunächst einen guten Pfad. Doch bald wurde das alte Eis und der Schnee von den Hufen der Pferde und den schweren Schritten der Soldaten aufgewühlt. Der Schnee wurde sehr tief und schwer begehbar. Das Eis und der Schnee waren steil, so dass Männer und Tiere ausrutschten oder abrutschten. Oft wurden sie von Lawinen erfasst, die sie selbst ausgelöst hatten, oder fielen in versteckte Spalten, aus denen sie sich nicht befreien konnten. Sie machten etwas Fortschritt, wenn auch langsam und mit großer Gefahr. Schließlich kamen sie unter den Schnee, doch hier standen sie vor neuen Problemen mit den steilen und rauen Felsen und dem verschlungenen Pfad. Schließlich erreichten sie einen Punkt, an dem ihr Weg durch einen großen Felsen blockiert wurde, der entfernt werden musste, um weiterzukommen. Der römische Historiker berichtet, dass Hannibal diese Felsen beseitigte, indem er große Feuer auf ihnen entfachte und dann Essig darauf goss. Dies erzeugte Risse in den Felsen, die es einfacher machten, sie mit Keilen und Brechstangen zu spalten und zu brechen. Wenn man das liest, fragt man sich vielleicht, ob es wahr sein kann. Da sie damals kein Schießpulver hatten, mussten sie solche Methoden anwenden, um Felsen zu entfernen. Einige Felsen brechen leicht durch Feuer, andere nicht. Es ist unklar, warum Essig dabei viel helfen sollte. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass Hannibal zu dieser Zeit und an diesem Ort eine große Menge Essig zur Verfügung hatte. Wenn eine solche Operation durchgeführt wurde, war sie wahrscheinlich klein und damals nicht sehr wichtig, obwohl sie in der Geschichte berühmt geworden ist. Die Armee und ihre Tiere waren sehr hungrig, während sie den Schnee überquerten und die Felsen hinuntergingen. Nahrung für sie zu finden war sehr schwer. Schließlich,
Als sie weiter abstiegen, erreichten sie das Waldgebiet und dann die grasbewachsenen Hänge, die zu warmen, fruchtbaren Tälern führten. Hier konnten die Tiere anhalten, sich ausruhen und reichlich Nahrung finden. Die Männer waren glücklich, dass ihre harte Reise und die Gefahren vorbei waren. Sie gingen den Rest des Weges mühelos und lagerten sicher auf den Ebenen Italiens. Kapitel 6 – Der Fluss Ticinus, Hannibals erste Schlacht in Italien. Als Hannibals Armee die Ebenen Italiens erreichte und sich ausruhte, spürten sie ihre Müdigkeit und die Strapazen stärker als in den Bergen. Sie waren in einem schrecklichen Zustand. Hannibal sagte einem römischen Offizier, den er später gefangen nahm, dass über 30.000 Soldaten beim Überqueren der Berge gestorben waren. Einige starben in den Kämpfen in den Pässen, aber wahrscheinlich starben mehr an Erschöpfung, Kälte, Stürzen zwischen Felsen und Gletschern und Krankheiten, verursacht durch Mangel an Ressourcen und Elend. Die verbleibende Armee, die die Ebene erreichte, war abgemagert, krank, zerlumpt und lebensmüde. Sie waren eher bereit, sich hinzulegen und zu sterben, als weiterzumachen und Italien und Rom zu erobern. Nach ein paar Tagen begannen sie sich zu erholen. Sie waren in den Bergen verhungert, hatten jetzt aber reichlich gutes Essen. Sie reparierten ihre zerrissenen Kleider und zerbrochenen Waffen. Sie erzählten sich die schrecklichen Ereignisse, die sie erlebt hatten, und die Gefahren, die sie überwunden hatten. Indem sie ihre Geschichten teilten, erinnerten sie sich gegenseitig an die großartigen Taten, die sie vollbracht hatten. Das weckte in ihnen den Wunsch, weitere mutige und glorreiche Taten zu vollbringen. Scipio und seine Armee befanden sich zu dieser Zeit am Mündungsgebiet der Rhone und bereiteten sich darauf vor, mit einigen seiner Männer nach Italien zu segeln, während der Rest nach Spanien geschickt wurde. Scipio segelte entlang der Küste von Genua nach Pisa, wo er landete. Er machte kurz Halt, um seine Soldaten nach der Reise auszuruhen, und gab den Befehl, dass alle römischen Truppen in Norditalien sich ihm anschließen sollten. Er hoffte, eine starke genug Truppe zu versammeln, um Hannibal gegenüberzutreten. Nachdem er diese Pläne geschmiedet hatte, marschierte er zügig nach Norden. Er wusste, dass Hannibals Armee nach dem Abstieg von den Alpen schwach war und wollte sie angreifen, bevor sie sich erholen konnte. Er erreichte den Po-Fluss, bevor er Hannibal sah. Hannibal war in dieser Zeit beschäftigt. Sobald seine Männer einsatzbereit waren, begann er, sich mit den Stämmen am Fuß der Berge zu befassen. Er bot einigen Freundschaft an und griff andere an. Er besiegte diejenigen, die Widerstand leisteten, und bewegte sich dabei immer weiter südlich auf den Po-Fluss zu. Der Po hat viele Nebenflüsse, von denen einer der Ticinus ist. Schließlich trafen die beiden Armeen an den Ufern dieses Flusses aufeinander. Beide Generäle müssen sich einige Sorgen über den Ausgang der bevorstehenden Schlacht gemacht haben. Scipio wusste, dass Hannibal ein sehr erfahrener Krieger war, und er selbst war ebenfalls ein großer General und ein Römer. Daher konnte Hannibal keinen leichten Sieg erwarten. Doch egal, wie besorgt oder zweifelnd Generäle vor einer Schlacht sein mögen, sie müssen diese Gefühle immer vor ihren Soldaten verbergen und sie mit starkem Selbstvertrauen auf einen Sieg einstimmen. Hannibal und Scipio sprachen beide zu ihren Armeen, um ihr Vertrauen zu stärken. Historiker sagen, dass jeder Anführer seinen Soldaten erklärte, der Feind sei leicht zu besiegen. Scipios Rede ging etwa so. Scipio sagte: Ich möchte ein paar Worte an euch richten, Soldaten, bevor wir in die Schlacht ziehen. Dies mag nicht notwendig sein. Insbesondere, wenn ich jetzt die gleichen Truppen aus der Rhone bei mir hätte. Sie kannten die Karthager dort und würden sie hier nicht fürchten. Unsere Reiter trafen auf eine größere Gruppe von ihnen und besiegten sie. Dann zogen wir mit unserer gesamten Streitmacht zu ihrem Lager, um sie zu bekämpfen. Sie flohen, bevor wir dort ankamen. Das zeigte, dass sie Angst hatten und wussten, dass wir stärker sind. Wenn ihr das gesehen hättet, würdet ihr bereits wissen, wie leicht ihr diesen karthagischen Feind besiegen werdet. Wir haben bereits einen Krieg mit dieser Nation geführt.
Wir haben sie zu Land und zu Wasser besiegt. Als der Krieg endete, haben wir sie gezwungen, uns 20 Jahre lang Tribut zu zahlen. Sie sind eine besiegte Nation. Jetzt hat ihre verzweifelte Armee die Alpen überquert, um uns erneut gegenüberzutreten. Sie treffen uns mit weniger Soldaten und sehr wenig verbleibender Stärke. Mehr als die Hälfte ihrer Armee ist in den Bergen gestorben, und diejenigen, die übrig sind, sind schwach, müde, in schlechtem Zustand und krank. Trotzdem müssen sie uns gegenübertreten. Wenn sie sich zurückziehen oder die Schlacht vermeiden könnten, würden sie es tun. Aber sie können es nicht. Die Berge fangen sie wie eine Mauer ein, die sie nicht wieder erklimmen können. Sie sind keine echten Feinde. Sie sind nur die Überreste und Schatten von Feinden. Sie sind völlig entmutigt und verzweifelt. Ihre Kraft und Energie, sowohl Geist als auch Körper, sind durch die Kälte, den Hunger und das Elend, das sie erlitten haben, verflogen. Ihre Gelenke sind steif, ihre Muskeln starr und ihre Körper sind abgemagert. Ihre Rüstung ist beschädigt, ihre Pferde sind verletzt und ihre Ausrüstung ist abgenutzt. Meine größte Angst ist, dass die Leute sagen werden, die Alpen hätten Hannibal besiegt, nicht die römische Armee. Auch wenn der Sieg einfach erscheint, müssen wir uns daran erinnern, dass viel auf dem Spiel steht. Wir kämpfen nicht nur um Ruhm. Wenn Hannibal gewinnt, wird er nach Rom marschieren. Und unsere Familien und alles, was uns wichtig ist, werden in Gefahr sein. Denkt daran und zieht in die Schlacht, wissend, dass das Schicksal Roms vom Ausgang abhängt. Hannibal soll ebenfalls vor dieser Schlacht eine Rede gehalten haben. Er lenkte die Aufmerksamkeit aller geschickt durch die Art und Weise, wie er sie einleitete. Er stellte seine Armee in einem Kreis auf, als würden sie eine Vorstellung sehen. Dann brachte er einige Gefangene in die Mitte des Kreises. Diese Gefangenen waren wahrscheinlich die Geiseln, die im vorherigen Kapitel erwähnt wurden. Wer auch immer sie waren, ob Geiseln oder Gefangene aus Kämpfen, Hannibal brachte sie mit seiner Armee nach Italien. In der Mitte des Armeekreises legte er ihre vertrauten Waffen vor ihnen ab. Dann fragte er, ob sie gegeneinander kämpfen würden, mit dem Versprechen, dass jeder, der seinen Gegner tötet, Freiheit, ein Pferd und eine Rüstung erhalten würde, um mit Ehre nach Hause zurückzukehren. Die barbarischen Ungeheuer stimmten schnell zu und griffen gierig nach den Waffen. 2 oder 3 Paare von Kämpfern durften kämpfen. Einer aus jedem Paar wurde getötet und der andere wurde, wie von Hannibal versprochen, freigelassen. Die Kämpfe waren sehr aufregend und machten die Soldaten, die ihnen zusahen, sehr begeistert. Nachdem dieser Effekt erreicht wurde, wurden die restlichen Gefangenen weggeschickt und Hannibal sprach zu der großen Gruppe von Soldaten: Ich habe euch das gezeigt, Soldaten, nicht nur um euch zu unterhalten, sondern um euch eure Lage zu verdeutlichen. Ihr seid zwischen 2 Meeren gefangen, ohne Schiffe auf beiden Seiten. Vor euch liegt der Po-Fluss, hinter euch die Alpen. Der Po ist tiefer und schneller als die Rhone, und die Alpen waren selbst dann schwer zu überqueren, als ihr noch stark wart. Jetzt sind sie eine unüberwindbare Mauer. Ihr seid wie Gefangene umzingelt, und eure einzige Hoffnung auf Leben und Freiheit liegt im Kampf und im Sieg. Der Sieg wird nicht schwer sein. Ich sehe Entschlossenheit und Mut in euch allen, was euch zu Gewinnern machen wird. Die Truppen, denen ihr gegenüberstehen werdet, sind größtenteils Rekruten, die die Disziplin eines Lagers nicht kennen und erfahrenen Veteranen wie euch nicht gewachsen sind. Ihr alle kennt einander und mich gut. Ich war viele Jahre lang ein Schüler mit euch, bevor ich euer Anführer wurde. Aber Scipios Truppen sind sich selbst und ihm fremd, und sie haben keine Bindung. Scipio selbst ist erst seit 6 Monaten römischer General. Denkt an die erstaunliche und erfolgreiche Zukunft, die der Sieg euch bringen wird. Er wird euch nach Rom führen und euch zu Herrschern einer der reichsten und mächtigsten Städte der Welt machen. Bisher habt ihr nur für Ruhm oder Kontrolle gekämpft. Jetzt werdet ihr echte Belohnungen für euren Erfolg erhalten. Es wird große Schätze zu teilen geben, wenn wir gewinnen. Aber wenn wir verlieren, sind wir dem Untergang geweiht.
Umzingelt gibt es keinen Ort, wohin wir fliehen können. Also ist Flucht keine Option. Wir müssen gewinnen. Es ist unwahrscheinlich, dass Hannibal wirklich das gesamte Vertrauen empfand, das er in seinen Reden vor seinen Soldaten zeigte. Er muss einige Ängste gehabt haben. Tatsächlich werden bei allen menschlichen Bemühungen Anzeichen von Erfolg und Hoffnung im Laufe der Zeit schwanken. Das wird dazu führen, dass sein Selbstvertrauen steigt und fällt, sodass sich Hoffnungen auf Erfolg und Triumph mit Gefühlen von Zweifel und Entmutigung vermischen. Jeder fühlt diesen Effekt, sowohl die Selbstsicheren als auch die Unsicheren. Doch selbstbewusste Menschen lassen diese Auf und Ab nicht ihr Handeln beeinflussen. Sie überlegen sorgfältig ihre Erfolgsaussichten, bevor sie beginnen. Und dann machen sie weiter, egal wie das Wetter ist, bis sie ihr Ziel erreichen. Menschen, die ineffizient und unentschlossen sind, können nur dann handeln, wenn sie Hoffnung haben. Sie müssen ihr Ziel die ganze Zeit sehen. Wenn sie es auch nur einen Moment aus den Augen verlieren, verlieren sie ihre Motivation und hören auf. Sie können nur weitermachen, wenn das Ziel durch eine Veränderung der Umstände wieder sichtbar wird. Hannibal war energisch und entschlossen. Er musste entscheiden, ob er sich der vollen Feindseligkeit des römischen Reiches stellen würde, als seine Armee am Fluss Iberus stand, bevor sie ihn überquerte. Der Iberus war sein Rubikon. Einmal überquert, gab es kein Zurück mehr. Schwierigkeiten, die sich ergaben, machten ihn nur energischer und entschlossener, obwohl er ruhig und beharrlich blieb. Es war dasselbe an den Pyrenäen, der Rhone und den Alpen, wo die meisten Kommandanten aufgrund der Schwierigkeiten und Gefahren umgekehrt wären. Es war immer noch dasselbe jetzt, als er von den harten Grenzen Norditaliens umgeben war, ohne Hoffnung, sie erneut zu überwinden. Die gesamte römische Armee, angeführt von einem der Konsuln, stand vor ihm. Trotz der drohenden Gefahr zeigte er kein Zögern oder Angst. Die Armeen konnten sich noch nicht sehen. Sie befanden sich noch auf gegenüberliegenden Seiten des Flusses Po. Der römische Kommandant beschloss, seine Truppen über den Fluss zu marschieren, um Hannibal zu finden, der noch mehrere Meilen entfernt war. Nachdem er verschiedene Möglichkeiten zum Überqueren in Betracht gezogen hatte, entschied er sich dafür, eine Brücke zu bauen. Militärführer bauen in der Regel eine Brücke über einen Fluss, wenn dieser zu tief ist, um ihn zu Fuß zu durchqueren. Wenn der Fluss zu breit oder zu schnell ist, um eine Brücke zu bauen, verwenden sie Boote, Flöße oder Schwimmen, um ihn zu überqueren. Der Po-Fluss, obwohl an dieser Stelle nicht sehr breit, war zu tief, um ihn zu Fuß zu überqueren. Daher baute Scipio eine Brücke. Die Soldaten fällten Bäume aus den nahegelegenen Wäldern, entästen sie und rollten die Stämme ins Wasser. Sie platzierten die Stämme nebeneinander und fügten weitere Stämme obendrauf, um sie zu befestigen. Sie bauten Flöße und reihten sie quer durch den Strom, indem sie fest miteinander und mit den Ufern verbanden. Das bildete die Basis der Brücke. Sie bedeckten die Basis mit anderen Materialien, um eine glatte Straße zu schaffen. Die Armee überquerte die Brücke und ein paar Soldaten bewachten jedes Ende. Eine solche Brücke funktioniert gut als temporäre Lösung. In ruhigen Gewässern, wie engen Seen oder langsam fließenden Bächen, kann diese Art von schwimmender Brücke manchmal dauerhaft genutzt werden. Allerdings halten solche Brücken nicht auf breiten und schnell fließenden Flüssen, die oft überfluten. Der starke Wasserdruck allein könnte alle Verankerungen lösen. Wenn Treibholz oder Eis den Strom hinunterkommen, können sie nicht unter der Brücke hindurch, sodass sie sich darüber ansammeln. Das erzeugt einen so enormen Druck, dass die Brücke dem nicht standhalten kann. Die Brücke würde brechen und alles, Brücke, Treibholz und Eis, würde zusammen den Fluss hinuntergetragen. Scipios Brücke funktionierte gut für ihn. Seine Armee überquerte sie sicher. Als Hannibal das hörte, wusste er, dass eine Schlacht nahe war. Hannibal war etwa 8 Kilometer entfernt.
Während Scipio an der Brücke arbeitete, war Hannibal damit beschäftigt, kleine Nationen und Stämme nördlich des Po-Flusses zu unterwerfen. Einige wollten sich ihm anschließen. Andere waren mit den Römern befreundet und wollten das bleiben. Er schloss Verträge ab und schickte Hilfe zu denen, die sich ihm anschließen wollten, und sandte Truppen, um diejenigen einzuschüchtern und zu kontrollieren, die dies nicht wollten. Als er hörte, dass Scipio den Fluss überquert hatte, rief er alle seine Truppen zurück und bereitete sich auf die bevorstehende Schlacht vor. Hannibal versammelte seine Soldaten und sagte ihnen, dass die Schlacht bevorstand. Er ermutigte sie erneut und versprach ihnen Belohnungen in Form von Land, falls sie gewännen. Hannibal sagte: Ich werde jedem von euch einen Bauernhof geben, wo immer ihr wollt, sei es in Afrika, Italien oder Spanien. Wenn ihr lieber Geld statt Land haben möchtet, könnt ihr das bekommen und nach Hause zurückkehren, um mit euren Freunden zu leben und von anderen beneidet zu werden. Wenn ihr in Karthago leben wollt, werde ich euch zu freien Bürgern machen, damit ihr dort in Unabhängigkeit und Ehre leben könnt. Was garantierte, dass diese Versprechen eingehalten würden? Heute verwenden wir Verträge mit finanziellen Strafen oder hinterlegen Eigentumstitel bei vertrauenswürdigen Personen. In der Antike machten sie es anders. Die Person, die das Versprechen gab, schwor einen Eid ernsthaft und formell, oft mit besonderen Zeremonien, um das Versprechen verbindlich zu machen. Hannibal brachte ein Lamm vor die Armee. Er hielt es mit seiner linken Hand und einen schweren Stein in der rechten. Er rief die Götter an und bat sie, ihn zu vernichten, wie er im Begriff war, das Lamm zu töten, falls er sein Versprechen nicht halten würde. Dann schlug er mit dem Stein auf das Lamm, und es fiel tot zu seinen Füßen. Die Armee sah dies als ein sehr ernsthaftes Versprechen von Hannibal, sein Wort zu halten. Die Soldaten waren sehr aufgeregt und motiviert durch diese Versprechen, und sie wollten, dass die Schlacht bald begann. Die römischen Soldaten jedoch fühlten sich anders. Einige Ereignisse geschahen, die sie für schlechte Omen hielten, und dies machte sie traurig und besorgt. Überraschenderweise lassen sich Menschen oft von solchen zufälligen Ereignissen beeinflussen. Ein solches Ereignis war dieses: Ein Wolf kam aus einem nahegelegenen Wald in ihr Lager, verletzte mehrere Männer und rannte dann davon. Ein anderes Ereignis war weniger ernst. Ein Schwarm Bienen flog ins Lager und setzte sich auf einen Baum über Scipios Zelt. Aus irgendeinem Grund wurde dies als Zeichen für ein bevorstehendes Unheil angesehen, was die Männer erschreckte und beunruhigte. Dadurch sahen sie der Schlacht mit Angst entgegen, während Hannibals Armee aufgeregt und bereit war. Die Schlacht begann plötzlich, als keine der beiden Seiten es erwartet hatte. Beide Armeen bewegten sich in der Nähe des Flusses Ticinus aufeinander zu, um die Lage zu erkunden, als sie aufeinander trafen und der Kampf begann. Hannibal griff schnell an und schickte einige Truppen, um von hinten anzugreifen. Die Römer gerieten bald in Verwirrung. Die Reiter und Fußsoldaten vermischten sich, die Männer wurden von den Pferden niedergetrampelt und die Pferde wurden von den Männern erschreckt. In diesem Chaos wurde Scipio verletzt. Ein Konsul war ein sehr wichtiger Führer, fast wie ein Halbkönig. Die Offiziere und Soldaten waren erschrocken und aufgebracht, als sie hörten, dass der Konsul verletzt worden war, und die Römer begannen sich zurückzuziehen. Scipio hatte einen jungen Sohn, ebenfalls Scipio genannt, der etwa 20 Jahre alt war. Er kämpfte neben seinem Vater, als dieser verletzt wurde. Der junge Scipio schützte seinen Vater, brachte ihn in eine Gruppe Kavalleristen und zog sich langsam zurück, wobei die Soldaten an der Rückseite den Feind abwehrten. Sie erreichten ihr Lager und blieben dort über Nacht. Sie hatten den Ort verstärkt, und da die Nacht hereinbrach, entschied sich Hannibal nicht anzugreifen. Er wartete bis zum Morgen. Scipio, der verletzt war und eine entmutigte Armee hatte, beschloss jedoch, nicht zu warten. Um Mitternacht begann er mit dem Rückzug seiner gesamten Streitmacht. Er ließ die Lagerfeuer brennen und tat alles, um zu verhindern, dass die Karthager irgendwelche Anzeichen für seinen Aufbruch bemerkten.
Seine Armee marschierte still zum Fluss. Sie überquerten die Brücke, die sie gebaut hatten. Dann schnitten sie die Seile durch, die die Flöße zusammenhielten, und die Brücke zerfiel. Die Stücke trieben als Ruinen den Fluss hinunter. Wahrscheinlich trieben die Materialien vom Ticinus in den Po-Fluss und dann in die Adria, wo sie umhertrieben, bis Stürme sie an sandigen Küsten anschwemmten. Kapitel 7 – Die Schlacht am Trebia – Hannibals Weg nach Etrurien. Am Morgen erfuhr Hannibal, dass Scipio und seine Armee fort waren. Er verfolgte sie schnell, um sie einzuholen, bevor sie den Fluss erreichten. Doch er kam zu spät. Der größte Teil der römischen Armee hatte bereits übergesetzt. Allerdings waren noch ein paar hundert Soldaten auf Hannibals Seite geblieben, um die Brücke zu bewachen und anschließend zu zerstören, nachdem alle überquert hatten. Sie beendeten dies, bevor Hannibal ankam, fanden jedoch keinen Weg, den Fluss selbst zu überqueren. Hannibal nahm sie alle gefangen. Die Lage der Römer und Karthager änderte sich nach dieser Schlacht und Scipios Rückzug über den Po vollständig. Alle norditalienischen Stämme, die einst römische Untertanen oder Verbündete waren, stellten sich nun auf Hannibals Seite. Sie schickten Boten zu seinem Lager, um ihm ihre Freundschaft und Unterstützung anzubieten. Eine große Gruppe Gallier im römischen Lager, die unter Scipio in der Schlacht am Ticinus gekämpft hatten, desertierte und schloss sich Hannibal an. Sie revoltierten in der Nacht und verursachten ein riesiges Chaos. Anstatt heimlich zu entkommen, töteten sie die Wachen, schrien und erfüllten das Lager mit Panik und Furcht. Hannibal nahm sie auf, war jedoch zu klug, um solch eine unzuverlässige Gruppe in seine Armee aufzunehmen. Er behandelte sie gut und freundlich, gab ihnen Geschenke und schickte sie nach Hause. Er bat sie, ihn in ihren Stämmen zu unterstützen. Hannibals Soldaten waren durch diesen Fortschritt sehr ermutigt. Die Armee bereitete sich schnell darauf vor, den Fluss zu überqueren. Einige Soldaten bauten Flöße, andere suchten nach seichten Stellen zum Furten und wieder andere schwammen hinüber. Sie konnten dies gefahrlos tun, da die Römer nicht versuchten, sie vom gegenüberliegenden Ufer aufzuhalten. Stattdessen zogen sie sich mit Scipio schnell zurück, der starke Schmerzen aufgrund seiner entzündeten Wunden hatte. Die Römer waren über die neue Gefahr sehr besorgt. Als sie die Nachricht erhielten, schickten sie schnell eine Botschaft nach Sizilien, um den anderen Konsul Sempronius zurückzurufen. Zuvor war Scipio auserwählt worden, nach Spanien zu gehen, um Hannibal aufzuhalten, während Sempronius nach Sizilien und Afrika ging. Das Ziel dieser Bewegung war es, die Karthager in ihrer Heimat zu bedrohen und anzugreifen. Dies sollte sie ablenken und daran hindern, weitere Truppen zu Hannibal zu schicken. Sie hofften auch, die Karthager dazu zu bringen, Hannibal zurückzurufen, um ihre Hauptstadt zu verteidigen. Aber nun, da Hannibal die Alpen und den Po überquert hatte und mit Scipios Armee auf dem Rückzug nach Rom marschierte, mussten sie den Plan aufgeben, Karthago zu bedrohen. Sie schickten schnell den Befehl an Sempronius zurückzukehren und bei der Verteidigung Roms zu helfen. Sempronius war ein schneller und selbstbewusster Mann, immer bereit für den Einsatz. Er zog nach Italien, rekrutierte neue Soldaten, führte seine Truppen und marschierte, um sich Scipio im Po-Tal anzuschließen. Scipio litt stark unter seinen Wunden und konnte die Armee kaum führen. Er hatte sich langsam vor Hannibal zurückgezogen, wobei seine Schmerzen und das Fieber durch die Reise immer schlimmer wurden. Er erreichte den Trebia, einen kleinen Bach, der nördlich in den Po fließt. Er überquerte ihn, konnte aber wegen der starken Schmerzen nicht weiterziehen. Er hielt seine Armee an, errichtete ein Lager, baute Befestigungen und bereitete sich auf die Verteidigung vor. Sempronius kam bald zu ihm, was eine große Erleichterung war. Nun gab es 2 Generäle. Napoleon sagte einst, dass ein schlechter Befehlshaber besser sei als 2 gute, weil der Erfolg in militärischen Operationen schnelle, entschlossene Entscheidungen erfordert, die von einer Person gelenkt werden. Sempronius und Scipio waren sich uneinig darüber, was als nächstes zu tun sei.
Sempronius wollte Hannibal sofort angreifen. Scipio wollte abwarten. Sempronius glaubte, dass Scipio nicht kämpfen wollte, weil er traurig und entmutigt durch seine Verletzung war oder weil er befürchtete, dass Sempronius die Karthager besiegen könnte, während er in seinem Zelt gefangen war. Scipio hingegen hielt Sempronius für unvorsichtig und eifrig, ohne die Stärke und Ressourcen des Feindes zu verstehen. Während die beiden Kommandanten stritten, gab es einige kleine Gefechte zwischen Teilen der beiden Armeen. Dies machte Sempronius noch begieriger auf eine große Schlacht. Sempronius war sehr ungeduldig mit Scipios vorsichtiger Herangehensweise. Er sagte, die Soldaten seien stark, mutig und bereit zum Kämpfen und es sei unsinnig, sie zurückzuhalten, nur weil ein Mann krank sei. Sempronius sagte: Warum noch länger warten? Wir sind so bereit, den Karthagern jetzt entgegenzutreten, wie wir es jemals sein werden. Kein dritter Konsul wird uns zu Hilfe kommen. Es ist eine Schande für uns Römer, die wir einst unsere Truppen bis vor die Tore Karthagos brachten, Hannibal die Kontrolle über Norditalien zu überlassen, während wir immer weiter zurückweichen und uns fürchten, gegen eine Streitmacht zu kämpfen, die wir schon oft besiegt haben. Hannibal erfuhr schnell durch seine Spione, dass die römischen Generäle sich uneinig waren und dass Sempronius übermäßig kampflustig war. Hannibal dachte, er könne Sempronius in eine Schlacht locken, bei der dieser im Nachteil wäre. Er plante einen Trick, der sehr gut funktionierte. Dies war nur einer von vielen Fällen in Hannibals Geschichte, bei denen seine klugen Täuschungen Erfolg hatten. Dies führte dazu, dass die Römer sagten, er sei für seine List und Schlauheit bekannt. Hannibal plante, die römische Armee in einer dunklen, kalten und stürmischen Nacht im Dezember aus ihrem Lager herauszulocken und in den Trebia zu treiben. Der Trebia fließt nördlich in den Po, zwischen den römischen und karthagischen Lagern. Hannibal plante, einen Teil seiner Armee über den Fluss zu schicken, um die Römer in der Nacht oder am frühen Morgen anzugreifen. Er hoffte, dass dies Sempronius dazu bringen würde, sein Lager zu verlassen, um die Karthager zu bekämpfen. Die Karthager sollten sich dann zurückziehen und wieder den Fluss überqueren, in der Hoffnung, dass Sempronius ihnen in eifrigem Drang folgen würde. Hannibal hielt eine starke Reserve an Soldaten zurück, die warm und sicher blieben, um die Römer anzugreifen. Die Römer hingegen wären kalt, nass und desorganisiert vom Durchqueren des Flusses. Hannibal plante, einige seiner Reservetruppen zu verstecken. In der Nähe des Wassers gab es Wiesen mit hohem Gras und Büschen. Hannibal überprüfte das Gebiet und sah, dass die Büsche hoch genug waren, um Reiter zu verbergen. Er entschied sich, dort 1000 Fußsoldaten und 1000 Reiter zu verstecken. Er wählte die besten und tapfersten Soldaten der Armee für diese Aufgabe aus. Hier ist, wie er sie auswählte. Er rief einen seiner Generäle zu sich, erklärte ihm seinen Plan und bat ihn, 100 der besten Soldaten sowohl aus der Kavallerie als auch aus der Infanterie auszuwählen. Diese 200 Männer wurden dann versammelt und Hannibal, nachdem er sie mit zustimmenden und zufriedenen Blicken betrachtet hatte, sagte: Ja, ihr seid die Männer, die ich suche, aber statt 200 brauche ich 2000. Geht zurück zur Armee und wählt, jeder von euch, 9 Männer aus, die euch ähnlich sind, und bringt sie zu mir. Die Soldaten freuten sich über diese Aufgabe und erfüllten sie gut. Die ausgewählte Gruppe versammelte sich schnell und versteckte sich im Gebüsch, bereit, die Römer anzugreifen, nachdem sie den Fluss überquert hatten. Hannibal ließ viele seiner Soldaten in ihrem Lager zurück, bereit zu kämpfen. Er befahl ihnen zu essen, sich auszuruhen und sich am Feuer warm zu halten, bis sie gebraucht würden. Sobald alles bereit war, schickte er einige Reiter aus, um den Fluss zu überqueren und zu versuchen, die Römer aus ihrem Lager zu locken. Hannibal sagte zum Kommandanten dieses Trupps: Geht zum römischen Lager, greift die Wachen an, und wenn die Armee herauskommt, um euch zu bekämpfen, zieht euch langsam über den Fluss zurück. Der Trupp folgte seinen Befehlen. Sie erreichten das Lager kurz nach Sonnenaufgang, denn Hannibal wollte, dass die Römer vor dem Frühstück herauskamen.
Beim ersten Alarm rief Sempronius alle Soldaten zu den Waffen, in dem Glauben, dass sie vom gesamten karthagischen Heer angegriffen würden. Es war ein kalter und stürmischer Morgen mit Regen und Schnee, was die Sicht erschwerte. Gruppen von Reitern und Infanteristen marschierten aus dem Lager. Die Karthager zogen sich zurück. Sempronius war sehr begeistert davon, sie so leicht zurückzudrängen, und verfolgte sie. Wie Hannibal erwartet hatte, geriet er so sehr in die Verfolgung, dass er nicht am Flussufer stoppte. Die karthagischen Reiter gingen in den Fluss, und die römischen Soldaten und Reiter folgten ihnen. Der Strom war normalerweise klein, aber der Regen der vergangenen Nacht hatte ihn größer gemacht. Das Wasser war sehr kalt. Die Reiter schafften es hindurch, aber die Fußsoldaten waren durchnässt und taub. Sie hatten an diesem Morgen nicht gegessen und waren unvorbereitet aufgebrochen, also spürten sie die Kälte und Nässe am meisten. Trotzdem gingen sie weiter. Sie stiegen das Ufer hinauf, nachdem sie den Fluss überquert hatten. Als sie sich neu formierten und vorrückten, um ihren fliehenden Feind zu verfolgen, griffen Hannibals starke Reservetruppen sie plötzlich an. Die Römer waren noch in Schock von diesem Überraschungsangriff, als 2000 versteckte Soldaten sie mit lauten Rufen von hinten überfielen. All diese Aktionen geschahen sehr schnell. In kurzer Zeit waren die römischen Soldaten aus dem Schlaf oder ihrer morgendlichen Vorbereitung auf eine normale Tagesroutine herausgerissen und zu einer Schlacht aufgestellt, Meilen von ihrem Lager entfernt, umgeben von Feinden. Die Ereignisse geschahen so rasch, dass die Soldaten das Gefühl hatten zu träumen. Doch bald merkten sie, dass ihre nassen und eiskalten Kleider, ihre tauben und steifen Glieder, der über die Ebene fegende Schneeregen, die unzähligen Reihen karthagischer Soldaten um sie herum und die heranstürmenden Reiter und Elefanten ihre Situation sehr real und schrecklich machten. Die Katastrophe, der sie gegenüberstanden, war riesig und sehr furchterregend. Hannibals Plan war einfach, aber groß angelegt, und er hatte die gesamte römische Armee herausgelockt. Ungefähr 40.000 Römer überquerten den Fluss, und die karthagische Armee hatte etwa die gleiche Anzahl, um gegen sie zu kämpfen. Diese große Anzahl von Soldaten verteilte sich über eine weite Fläche, und die Schlacht war eine der schrecklichsten Szenen, an denen Hannibal beteiligt war. Der Kampf dauerte viele Stunden, wobei die Römer mit der Zeit immer mehr verwirrt wurden. Die Elefanten der Karthager, die wenigen, die noch übrig waren, verursachten großen Schaden. Nach einigen Stunden des Kampfes zerbrach die römische Armee und floh. Einige Gruppen blieben zusammen, weil ihre Offiziere sie organisiert hielten, aber andere waren völlig chaotisch. Sie kehrten zum Fluss zurück und erreichten verschiedene Stellen entlang des Stroms. Inzwischen hatte der anhaltende Regen die Wasserstände noch weiter steigen lassen. Die tieferen Bereiche waren überflutet, die tiefen Stellen verdeckt, und die breite Stelle des Flusses wirbelte mit aufgewühltem, schlammigem Wasser. Die Oberfläche wurde vom Dezemberwind bewegt und war mit den immer noch fallenden Regentropfen bedeckt. Als die römische Armee vollständig besiegt und verstreut war, hörten die Karthager auf zu kämpfen. Sie waren selbst zu nass, kalt und müde, um ihre Feinde weiter zu verfolgen. Viele Römer versuchten, den Fluss erneut zu überqueren, wurden jedoch vom starken Strom erfasst und ertranken, da sie zu schwach waren, um zu widerstehen. Einige der Truppen versteckten sich in Bereichen, in die sie sich zurückgezogen hatten, und warteten auf die Nacht. In der Nacht bauten sie Flöße, um damit wieder über den Strom zu treiben. Hannibals Truppen waren zu nass, kalt und erschöpft, um erneut in den Sturm hinauszugehen, sodass sie diese Versuche nicht verhinderten. Dennoch wurden viele Römer vom Strom mitgerissen und gingen verloren. Es war Dezember, zu spät, um Hannibal in dieser Jahreszeit weiter vorrücken zu lassen. Der Weg zu den Apenninen war offen, weil Sempronius besiegt worden war. Weder Sempronius noch Scipio konnten Hannibal aufhalten, bis sie neue Verstärkungen aus Rom erhielten. Während der Wintermonate hatte Hannibal viele Schlachten und Abenteuer.
Manchmal kämpfte er gegen Teile der römischen Armee, manchmal gegen die lokalen Stämme. Oftmals kämpfte er darum, Nahrung für seine Armee zu finden. Schließlich bestach er den Gouverneur einer Burg, in der die Römer Getreide lagerten, um es ihm zu überlassen. Danach hatte er genügend Proviant. Die Einheimischen des Landes waren ihm nicht freundlich gesinnt. Während des Winters versuchten sie, seine Arbeit zu behindern und seine Armee auf jede erdenkliche Weise zu stören. Da er sich unwohl fühlte, zog er weiter nach Süden. Trotz des harten Wetters entschloss er sich, die Apenninen zu überqueren. Wenn Sie sich eine Karte Italiens ansehen, werden Sie feststellen, dass das große Potal sich durch Norditalien erstreckt. Südlich davon, getrennt durch einen Teil des Apenningebirges, liegen die Täler des Arno und Umbro. Dieses südliche Gebiet wurde Etrurien genannt. Hannibal beschloss, die Berge nach Etrurien zu überqueren. Er erwartete dort ein wärmeres Klima und freundlichere Menschen, und es lag zudem näher an Rom. Hannibal hatte die Alpen überquert, aber die Apenninen hielten ihn auf. Ein heftiger Sturm brach aus, als er den am meisten exponierten Teil der Berge erreichte. Es war sehr kalt, und der Wind peitschte Hagel und Schnee in die Gesichter der Soldaten, so dass es unmöglich war, weiterzukommen. Sie hielten an und kehrten dem Sturm den Rücken zu, aber der Wind wurde stärker, begleitet von lautem Donner und Blitzen. Die Soldaten hatten Angst, weil sie so hoch oben waren, dass sie sich in den Wolken befanden, aus denen der Donner und die Blitze kamen. Hannibal wollte nicht umkehren, also befahl er der Armee, an Ort und Stelle ein Lager aufzuschlagen und den besten Schutz zu nutzen, den sie finden konnten. Sie versuchten, ihre Zelte aufzubauen, aber es war unmöglich, sie zu befestigen. Der Wind verwandelte sich in einen Orkan. Die Zeltstangen ließen sich nicht handhaben, und das Zeltgewebe wurde vom Wind weggeweht oder zerrissen. Die restlichen Elefanten, die bereits durch frühere Schlachten geschwächt waren, brachen in der Kälte zusammen und starben. Nur ein Elefant blieb am Leben. Hannibal befahl den Rückzug, und die Armee kehrte ins Potal zurück. Doch Hannibal fühlte sich dort unwohl. Die Einheimischen waren seiner Anwesenheit überdrüssig. Seine Armee aß ihre Vorräte, zerstörte ihr Land und raubte ihnen Frieden und Freude. Hannibal dachte, dass sie versuchen könnten, ihn zu vergiften oder zu töten. Er war ständig auf der Hut und ergriff Maßnahmen, um solche Angriffe zu verhindern. Er hatte viele verschiedene Outfits und Perücken in verschiedenen Farben und Stilen, um sein Aussehen jederzeit zu verändern. Das sollte verhindern, dass Spione oder Attentäter ihn an seiner Kleidung und seinem Äußeren erkannten. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen blieb er besorgt. Sobald es im Frühling möglich war, versuchte er erneut, die Berge zu überqueren, und diesmal gelang es ihm. Als er die südlichen Hänge der Apenninen hinunterkam, erfuhr er, dass eine neue römische Armee, geführt von einem neuen Konsul, sich aus dem Süden auf ihn zubewegte. Er wollte diese Armee unbedingt treffen und bereitete sich darauf vor, sofort auf dem kürzesten Weg vorzurücken. Allerdings stellte er fest, dass dieser Weg ihn durch den unteren Teil des Arnotals führen würde. Dieser Bereich, der normalerweise passierbar war, war jetzt überschwemmt, da der Fluss durch das Schmelzwasser der Berge stark angestiegen war. Das gesamte Gebiet hatte sich in eine riesige Sumpflandschaft verwandelt. Dennoch beschloss Hannibal, es zu durchqueren. Diese Entscheidung führte seine Armee in große Schwierigkeiten und Gefahren, die fast so schlimm waren wie die, denen sie in den Alpen begegnet waren. Die Wasser stiegen immer weiter an, füllten alle Kanäle und breiteten sich über große Ebenen aus. Das Wasser war so schlammig, dass die Soldaten nichts unter der Oberfläche sehen konnten. Sie sanken immer wieder in tiefe, plötzliche Kanäle und schlammige Sümpfe ein, in denen viele verloren gingen. Alle waren sehr erschöpft und ausgelaugt durch die Nässe und Kälte, der sie so lange ausgesetzt waren. 4 Tage und 3 Nächte befanden sie sich in dieser Situation und kamen nur sehr langsam voran. In dieser Zeit schliefen die Männer kaum. An manchen Stellen konnten sie sich nur ausruhen, indem sie ihre Waffen und ihr Gepäck ins stehende Wasser legten
um eine Art Bett oder Plattform zum Liegen zu schaffen. Auch Hannibal war sehr krank. Er hatte eine schwere Augeninfektion, die schließlich dazu führte, dass er auf einem Auge erblindete. Dennoch war er nicht so stark betroffen wie die anderen Offiziere. Es war noch ein Elefant von dem Marsch in Spanien übrig, und Hannibal ritt auf diesem Elefanten während des 4-tägigen Marsches durch das Wasser. Führer und Begleiter gingen voraus, um einen sicheren Weg zu finden, und mit ihrer Hilfe und der Intelligenz des Elefanten gelang es ihm, sicher hindurchzukommen. Kapitel 8 – Der Trasimenische See, Hannibals verheerender Hinterhalt. Während Hannibal sich schnell Rom näherte, wurden die Menschen in der Stadt immer ängstlicher. Schließlich gerieten alle in Panik, von den Bürgern bis zu den Soldaten. Sie stellten eine neue Armee auf und unterstellten sie einem neuen Konsul, da die Amtszeit der vorherigen Konsuln abgelaufen war. Der neue Kommandant, Gaius Flaminius, führte seine Truppen nach Norden, während Hannibal Mühe hatte, seine Kräfte durch die Wiesen und Sümpfe des Arno zu bewegen. Diese Armee war nicht erfolgreicher als die vorherigen. Hannibal lockte Flaminius in eine Falle, genau wie zuvor Sempronius. Im östlichen Teil von Etrurien, in der Nähe der Berge, gibt es einen See namens Trasimenischer See. Dieser See liegt sehr nahe an den Bergen und lässt nur einen schmalen Durchgang, der gerade breit genug für eine Straße ist. Hannibal versteckte einen Teil seiner Truppen am Fuße der Berge und einen weiteren auf den Hängen darüber. Dann lockte er irgendwie Flaminius und seine Armee durch den engen Pass. Flaminius war, wie Sempronius, eifrig, selbstsicher und stolz. Er unterschätzte Hannibals Stärke und glaubte, Hannibals Erfolg sei auf das Versagen früherer Anführer zurückzuführen. Flaminius war begierig darauf, Hannibal zu bekämpfen, überzeugt davon, dass er leicht gewinnen würde. So zog er kühn in den Trasimener Pass ein, als er hörte, dass Hannibal dahinter sein Lager aufgeschlagen hatte. Hannibal hatte sein Lager auf einem Hügel hinter dem Pass errichtet. Als Flaminius und seine Truppen den engsten Teil des Passes durchquerten, sahen sie dieses Lager in der Ferne, mit einer weiten Ebene dahinter. Sie dachten, dass alle feindlichen Kräfte dort wären, ohne zu wissen, dass sich starke Gruppen auf den Berghängen über ihnen versteckten und hinter Felsen und Büschen zusahen. Als die Römer den Bergpass durchquert hatten, zogen sie auf die Ebene und marschierten auf das Lager zu. Plötzlich traten die versteckten Truppen aus ihren Verstecken in den Bergen hervor. Diese Truppen übernahmen die Kontrolle über den Pass und griffen die Römer von hinten an, während Hannibal von vorne angriff. Eine weitere lange und blutige Schlacht folgte. Die Römer verloren überall. Zwischen dem See, den Bergen und dem Pass eingekesselt, konnten sie nicht fliehen. Fast die gesamte Armee wurde zerstört, Flaminius wurde getötet. Die Nachricht von der Schlacht verbreitete sich überall und sorgte für große Aufregung. Hannibal schickte Nachrichten nach Karthago, um seinen vermeintlichen endgültigen Sieg über den Feind zu verkünden. Die Nachricht wurde dort mit großer Freude aufgenommen. In Rom verursachte sie Schock und Angst. Es schien, als hätten sie ihre letzte Hoffnung verloren, ihren schrecklichen Feind zu stoppen. Sie fühlten, dass sie nur noch darauf warten konnten, dass der Feind in die Stadt eindringt. Die Menschen in Rom waren bereit für Panik, da ihre Ängste schon lange gewachsen waren. In jenen alten Zeiten waren sie sehr abergläubisch gegenüber Zeichen und Omen. Viele kleine Ereignisse, die heute bedeutungslos wären, wurden als schlechte Vorzeichen für schreckliche Katastrophen angesehen. In Zeiten erwarteter Probleme suchten die Menschen in jedem Ereignis nach Zeichen. Dinge, die normalerweise ignoriert würden, wurden besprochen und übertrieben, während sie sich verbreiteten und die Fantasie aller mit geheimnisvollen und unaufhaltsamen Ängsten erfüllten. Der Glaube an diese Zeichen und Omen war so verbreitet, dass sie oft dem Senat gemeldet wurden. Ausschüsse wurden eingesetzt, um sie zu untersuchen, und Opfergaben wurden gemacht, um sie zu sühnen. Das bedeutete, dass sie versuchten, den Zorn der Götter zu vermeiden, den die Omen vorherzusagen schienen.
Eine seltsame Liste von Omen wurde dem Senat gemeldet, während Hannibal auf Rom zumarschierte. Ein Ochse vom Markt ging in ein Haus, verirrte sich, stieg in den 3. Stock, erschrak durch das Geräusch der Leute, die ihm folgten, rannte aus einem Fenster und stürzte. Lichter in Form von Schiffen erschienen am Himmel. Ein Blitz traf einen Tempel. Ein Speer in der Statue der Göttin Juno zitterte eines Tages von selbst. An bestimmten Orten wurden Männer in weißen Gewändern gesehen. Ein Wolf kam in ein Lager, nahm das Schwert eines Soldaten und lief damit weg. Eines Tages sah die Sonne kleiner als gewöhnlich aus. 2 Monde wurden tagsüber am Himmel gesehen. Einer war wahrscheinlich ein Halo oder eine weiße Wolke. Steine fielen an einem Ort namens Picenum vom Himmel. Dies war ein sehr beängstigendes Omen, obwohl wir heute wissen, dass es oft passiert. Diese Zeichen waren echte Ereignisse, obwohl einige bemerkenswerter waren als andere. Sie sagten jedoch keine zukünftigen Katastrophen voraus. Andere Berichte an den Senat waren wahrscheinlich nur von verängstigten Menschen erfunden. Einige Leute waren bei der Ernte und blutiges Korn fiel in den Korb. Dies war wahrscheinlich nicht real, es sei denn, ein Schnitter schnitt sich die Finger mit der Sichel. Einige Bäche und Brunnen färbten sich blutrot. An einem Ort wurden Ziegen zu Schafen. Eine Henne wurde zu einem Hahn und ein Hahn zu einer Henne. Diese albernen Geschichten wären heute bedeutungslos, wenn sie damals nicht so wichtig gewesen wären. Sie wurden offiziell dem römischen Senat gemeldet. Zeugen, die behaupteten, diese Dinge gesehen zu haben, wurden vorgeladen und befragt. Der Senat hielt dann eine ernsthafte Diskussion darüber ab, was zu tun sei, um die schlechten übernatürlichen Wirkungen der Omen zu vermeiden. Der Senat beschloss 3 Tage religiöser Zeremonien, um den Zorn der Götter zu besänftigen. Die Menschen in Rom nahmen an diesen Zeremonien teil. Sie machten verschiedene Opfergaben und Geschenke an verschiedene Götter. Eines davon war ein goldener Blitz, der 50 Pfund wog, gefertigt für Jupiter, den sie als den Donnerer betrachteten. All diese Ereignisse fanden vor der Schlacht am Trasimenischen See statt, was die Gemeinschaft sehr nervös machte, bevor die Nachricht von Flaminius eintraf. Als die Nachricht schließlich kam, versetzte sie die Stadt in Panik. Der Bote eilte direkt zum Senatshaus, um der Regierung Bericht zu erstatten, aber die Nachricht verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Die gesamte Bevölkerung versammelte sich auf den Straßen und öffentlichen Plätzen und fragte eifrig nach Neuigkeiten. Eine große Menschenmenge versammelte sich vor dem Senatshaus und fragte nach Neuigkeiten. Schließlich erschien ein Beamter und sagte laut: „Wir haben eine große Schlacht verloren." Er sagte nichts weiter. Trotzdem verbreiteten sich Gerüchte schnell, und bald wusste jeder in der Stadt, dass Hannibal die römische Armee erneut in einer großen Schlacht besiegt hatte. Viele Soldaten waren entweder getötet oder gefangen genommen worden, und selbst der Konsul war tot. Die Nacht war voller Sorge und Angst. Am nächsten Tag und für mehrere Tage danach versammelten sich viele Menschen an den Toren und fragten eifrig nach Neuigkeiten von jedem, der aus dem Umland kam. Bald begannen verstreute Soldaten und kleine Gruppen von Truppen einzutreffen, jeder mit seinen eigenen Berichten über die Schlacht, basierend auf seinen persönlichen Erlebnissen. Als diese Männer ankamen, drängten sich die Stadtbewohner, besonders die Frauen mit Ehemännern oder Söhnen in der Armee, um sie herum. Sie stellten viele Fragen und ließen die Männer ihre Geschichten immer wieder erzählen, als könnten sie nicht genug Informationen bekommen. Die Nachrichten bestätigten und verstärkten meist die Ängste der Zuhörer. Doch manchmal, wenn sie von der Sicherheit eines Ehemannes oder Sohnes berichteten, brachten sie genauso viel Erleichterung und Freude wie in anderen Fällen Angst und Verzweiflung. Das zeigt, dass mütterliche Liebe in jenen harten Zeiten genauso stark war wie heute. Zum Beispiel starben 2 römische Mütter auf der Stelle vor Schock und Freude, als sie ihre Söhne lebendig und gesund sahen, nachdem sie gehört hatten, dass sie in der Schlacht gestorben seien. In Zeiten großer Gefahr für den Staat ernannten die Römer einen Diktator.
Diese Person hatte die volle Kontrolle und Macht, schnell zu handeln und den Staat vor dem Untergang zu retten. Diese Situation brauchte eindeutig eine solche Antwort. Es gab keine Zeit für Gespräche und Diskussionen. In Zeiten der Aufregung und Gefahr führen diese zu Streit und Chaos. Hannibal führte eine siegreiche Armee an, zerstörte das bereits eingenommene Land, ohne dass ihn etwas daran hinderte, die Stadt zu erreichen. Es war eine Krise, die einen Diktator erforderte. Die Menschen wählten einen angesehenen und klugen Mann namens Quintus Fabius Maximus Verrucosus, um die Kontrolle zu übernehmen. Ihm wurde die volle Macht des Staates verliehen. Alle anderen Autoritäten wurden ausgesetzt und alles stand unter seiner Kontrolle. Die gesamte Stadt, zusammen mit dem Leben und dem Besitz jeder Person, stand zu seiner Verfügung. Er befehligte auch die Armee und die Flotten, und selbst die Konsuln mussten seinen Anweisungen folgen. Fabius nahm die große Verantwortung seiner Wahl an und begann schnell zu handeln. Er organisierte religiöse Zeremonien, um die Omen zu besänftigen und die Gunst der Götter zu erlangen. Er versammelte alle Menschen und ließ sie Gelübde ablegen, in denen sie zukünftige Opfergaben und Feierlichkeiten den Göttern versprachen, wenn diese halfen, die Gefahr abzuwenden. Es ist unklar, ob Fabius wirklich an die Wirksamkeit seiner Taten glaubte oder ob er sie benutzte, um die Menschen zu beruhigen und ihnen Hoffnung und Vertrauen durch den Glauben an göttliche Gunst zu geben. Wenn letzteres sein Ziel war, waren seine Taten sehr weise. Fabius ordnete schnell an, eine große Anzahl von Truppen zu versammeln. Sein Stellvertreter, bekannt als Magister Equitum, was Meister der Reiterei bedeutet, erhielt den Auftrag, diese Truppen an einem Ort namens Tibur, ein paar Meilen östlich der Stadt, zu versammeln. Ein Diktator hatte immer einen Meister der Reiterei, der ihm half. Für Fabius war dieser Offizier Marcus Minutius Rufus. Minutius war eifrig, schnell und impulsiv, während Fabius ruhig, vorsichtig und überlegt war. Minutius versammelte die Truppen und führte sie zu ihrem Treffpunkt. Fabius ging, um das Kommando über die Truppen zu übernehmen. Einer der Konsuln war auf dem Weg, sich ihm mit weiteren Soldaten anzuschließen. Fabius befahl ihm, ohne jegliche Zeichen seiner Macht zu kommen, da die Macht eines Diktators größer war. Normalerweise zog ein Konsul mit großem Pomp umher. Er wurde immer von 12 Männern begleitet, die Symbole trugen, um seinen hohen Status der Armee und dem Volk zu zeigen. Zu sehen, wie ein Konsul seiner Macht beraubt und vor dem Diktator wie jeder andere Offizier vor einem Vorgesetzten trat, ließ die Armee von Fabius die große Würde und Macht ihres neuen Kommandanten erkennen. Fabius schickte eine Nachricht an die Gebiete rund um Rom, besonders in der Nähe von Hannibals Territorium. Er befahl allen, das Land und die Städte ohne starke Befestigungen zu verlassen. Sie sollten in die Burgen, Festungen und befestigten Städte fliehen. Ihnen wurde aufgetragen, das Land und das Eigentum, das sie zurückließen, zu zerstören, besonders die Lebensmittel, die sie nicht mitnehmen konnten. Danach führte Fabius seine gesammelten Truppen und rückte vorsichtig vor, um seinen Feind zu finden. Unterdessen bewegte sich Hannibal nach Ostitalien und reiste nach Süden, eroberte und zerstörte das Land, bis er weit südlich von Rom war. Nach der Schlacht am Trasimenischen See beschloss er, dass es unklug wäre, die Stadt direkt anzugreifen. Die große Bevölkerung Roms könnte verzweifelt werden, wenn er drohte, die Stadt zu erobern und zu plündern, was seine Armee vollständig besiegen könnte. Er zog nach Osten, bis er die Stadt passierte. Fabius musste dann nach Süden und Osten marschieren, um ihn zu treffen. Die beiden Armeen sahen sich schließlich im Osten Italiens, in der Nähe der Adria. Fabius entschied, nicht direkt gegen Hannibal zu kämpfen. Stattdessen beobachtete er ihn und versuchte, seine Armee durch Verzögerungen und Erschöpfung zu schwächen. Er blieb in der Nähe von Hannibal, behielt seine Armee aber immer in einer guten Position, egal wie sehr Hannibal versuchte, ihn zu provozieren.
Als sich Hannibal bewegte, um Nahrung zu beschaffen, bewegte sich auch Fabius, blieb jedoch immer an einem sicheren Ort. Hannibal versuchte hart, Fabius zum Kampf zu zwingen, aber er schaffte es nicht. Einmal geriet Hannibal in große Gefahr. Fabius hatte ihn geschickt in einem von Bergen umgebenen Gebiet eingekesselt. Fabius hatte seine Truppen auf diesen Bergen positioniert, nur einen schmalen Durchgang für die Flucht gelassen, den er ebenfalls schwer bewachte. Hannibal nutzte seine übliche List, Klugheit und Strategie, um zu entkommen. Er versammelte eine Herde Ochsen. Er band Bündel von Stöcken an ihre Hörner und füllte die Stöcke mit Pech, um sie leicht brennbar zu machen. In der Nacht, in der er durch den engen Pass ziehen wollte, befahl er seiner Armee, sich marschbereit zu halten. Dann ließ er die Ochsen die Hügel auf der anderen Seite der römischen Soldaten, die den Pass bewachten, hinauftreiben. Die Bündel aus Stöcken wurden an den Hörnern der Ochsen angezündet. Die Ochsen rannten wild umher, erschrocken und wütend durch das Feuer, das ihre Hörner verbrannte und sie mit Funken blendete. Die Blätter und Zweige der Wälder fingen Feuer. Das verursachte großes Chaos. Die Wachen sahen die sich bewegenden Lichter und hörten den Lärm, in der Annahme, dass die karthagische Armee auf den Höhen war und herunterkam, um anzugreifen. Sie eilten hinaus, um einem falschen Feind entgegenzutreten, und ließen den Pass unbewacht. Während sie die Feuer auf den Köpfen der Ochsen in gefährliche Orte verfolgten, führte Hannibal seine Armee sicher durch den Pass. Obwohl Fabius Hannibal in Schach hielt und ihn daran hinderte, sich der Stadt zu nähern, wurden die Leute bald unzufrieden, dass Fabius keine stärkeren Maßnahmen ergriff. Minutius drängte ihn immer wieder, gegen Hannibal zu kämpfen, und als Fabius sich weigerte, zeigte Minutius oft seine Frustration. Die Soldaten stimmten Minutius zu. Er schrieb auch nach Rom zurück und beklagte sich heftig über die Tatenlosigkeit des Diktators. Hannibal erfuhr all dies von seinen Spionen und anderen Informationsquellen, die ihm immer zur Verfügung standen. Er war sehr erfreut über diese Uneinigkeiten und die Unbeliebtheit von Fabius. Hannibal dachte, dass ein Feind wie Fabius, der vorsichtig und wachsam war, viel gefährlicher sei als mutige und leichtsinnige Kommandanten wie Flaminius und Minutius. Er konnte die letzteren leicht in Schwierigkeiten locken und sie dann besiegen. Hannibal wollte Minutius dabei helfen, Fabius unbeliebter zu machen. Er erfuhr von einigen römischen Deserteuren, dass Fabius einen wertvollen Bauernhof besaß. Hannibal schickte einige seiner Truppen in das Gebiet mit dem Befehl, das umliegende Eigentum zu zerstören, den Bauernhof von Fabius jedoch unberührt und sicher zu lassen. Das Ziel war, Fabius' Feinde in Rom glauben zu lassen, er habe einen geheimen Deal mit Hannibal gemacht. Sie sollten denken, dass Fabius sein Land nicht verteidigte, weil er eine korrupte Vereinbarung mit dem Feind getroffen hatte. Diese Pläne funktionierten. Die Unzufriedenheit breitete sich schnell sowohl im Lager als auch in der Stadt aus. In Rom forderte man dringend die Rückkehr von Fabius. Man sagte, es sei für ein großes religiöses Ereignis, aber in Wirklichkeit wollte man ihn aus dem Lager holen, damit Minutius Hannibal angreifen konnte. Sie suchten nach einer Möglichkeit, seine Macht zu schwächen. Er sollte 6 Monate im Amt bleiben und seine Zeit war noch nicht abgelaufen. Aber sie wollten seine Amtszeit entweder verkürzen oder seine Macht reduzieren. Fabius ging nach Rom und überließ Minutius das Kommando über die Armee, wobei er ihm sagte, er solle nicht gegen Hannibal kämpfen oder seine Truppen riskieren, sondern weiterhin denselben Plan verfolgen. Doch kurz nachdem Fabius in Rom angekommen war, kam die Nachricht, dass Minutius eine Schlacht geschlagen und gewonnen hatte. Minutius schickte stolz Briefe an den römischen Senat und lobte seine Taten. Fabius betrachtete die Berichte genau. Er verglich verschiedene Teile und erkannte die Wahrheit. Minutius hatte überhaupt nicht gewonnen. Minutius hatte 5.000 oder 6.000 Männer verloren und Hannibal etwa genauso viele. Fabius zeigte, dass es keinen wirklichen Vorteil gab.
Er sagte dem Senat, es sei wichtig, seinem Plan zu folgen und nicht alles in einer einzigen Schlacht wie Minutius zu riskieren. Er fügte hinzu, dass Minutius seine klaren Befehle ignoriert hatte und zurückgerufen werden sollte. Mit diesen Aussagen machte er seine Feinde noch wütender. Die Feinde von Fabius sagten: Hier ist ein Mann, der sich weigert, gegen die Feinde zu kämpfen, die er bekämpfen soll, und der auch niemand anderen kämpfen lässt. Sogar aus der Ferne, wenn sein Stellvertreter einen Sieg erringt, erkennt er ihn nicht an und versucht, seinen Nutzen zu begrenzen. Er will den Krieg hinauszögern, um weiterhin die absolute Macht zu genießen, die wir ihm gegeben haben. Der Zorn gegen Fabius wurde so heftig, dass man vorschlug, Minutius zu seinem Gleichberechtigten im Kommando zu machen. Fabius verließ nach Erledigung einiger Angelegenheiten in Rom die Stadt, bevor die Diskussion begann. Während seiner Rückreise zur Armee erhielt er einen Brief, in dem stand, dass die Entscheidung getroffen worden war und Minutius nun sein Gleichberechtigter sei. Minutius war über dieses Ergebnis sehr erfreut. Minutius sagte: Nun werden wir sehen, ob etwas getan werden kann. Diejenigen, die die Macht Roms unterschätzen, und diejenigen, die die größte Zivilisation der Geschichte vor einigen wenigen heruntergekommenen Gegnern gedemütigt haben, nähern sich ihrem Ende. Die römische Armee positioniert sich nicht nach den Manövern ihrer Feinde. Vielmehr knien ihre Feinde vor dem Zorn Roms nieder. Die erste Frage war, wie sie ihre Macht teilen sollten und auf welcher Grundlage. Minutius schlug einen Vorschlag vor. Wir können nicht beide gleichzeitig das Kommando haben. Lassen Sie uns abwechselnd das Kommando übernehmen, jeweils für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder welchen Zeitraum Sie auch bevorzugen. Fabius antwortete: Nein, wir werden die Zeit nicht aufteilen, wir werden die Männer aufteilen. Es gibt 4 Legionen. Du nimmst 2 und ich nehme die anderen beiden. Auf diese Weise kann ich vielleicht die Hälfte der Armee vor den Gefahren bewahren, die ich fürchte, dass dein Leichtsinn allen, die du befehligst, bringen könnte. Dieser Plan wurde akzeptiert. Die Armee wurde aufgeteilt und jeder Teil zog mit seinem Anführer in sein Lager. Was als nächstes geschah, war eines der ungewöhnlichsten Ereignisse in der Geschichte. Hannibal, der von all diesen Aktionen wusste, erkannte schnell, dass Minutius in seiner Kontrolle war. Er verstand, dass Minutius so begierig darauf war zu kämpfen, dass es leicht sein würde, ihn unter nahezu allen Bedingungen, die Hannibal wählte, in eine Schlacht zu locken. Hannibal wartete auf eine Gelegenheit, bei der sich ein guter Versteckplatz in der Nähe des Lagers von Minutius ergab. Er versteckte 5000 Männer hinter Felsen und anderen Hindernissen. Es gab einen Hügel zwischen diesem Versteck und dem Lager von Minutius. Als der Hinterhalt bereit war, schickte Hannibal eine kleine Gruppe, um den Hügelgipfel zu besetzen, in der Erwartung, dass Minutius eine größere Truppe schicken würde, um sie zu vertreiben. Minutius enttäuschte die Erwartungen nicht und machte einen bedeutenden Schritt, um Teil des Spiels zu werden, das Hannibal vorbereitet hatte. Hannibal schickte mehr Truppen als Verstärkung. Minutius, nun eifrig und stolz, schickte noch mehr. Allmählich zog Hannibal mit dieser Taktik die römischen Truppen in seine Falle. Wie immer war mehr dahinter, als es den Anschein hatte. Er befahl seinen Truppen, sich zurückzuziehen und führte die Römer den Hügel hinunter in einen Hinterhalt. Die versteckten Truppen griffen an und versetzten die Römer schnell in Panik. Sie flohen in alle Richtungen und waren völlig den Karthagern ausgeliefert. Alles wäre verloren gewesen, wenn Fabius nicht eingegriffen hätte. Er erfuhr in seinem Lager von der Gefahr und marschierte sofort mit allen seinen Truppen los. Er kam gerade noch rechtzeitig an und handelte so entschlossen, dass er die Lage umdrehte. Er rettete Minutius und seinen Teil der Armee vor der völligen Zerstörung. Die Karthager zogen sich zurück, und Hannibal war sehr verärgert und frustriert darüber, seine Chance verloren zu haben. Die Geschichte berichtet, dass Minutius seinen Fehler eingestand und sich bereit erklärte, Fabius' Führung zu folgen. Minutius versammelte seine Soldaten im Lager und sprach zu ihnen: Kameraden, ich habe gehört, dass die klügsten Menschen diejenigen sind, die ihre eigene Weisheit besitzen, und an zweiter Stelle stehen die, die auf die Weisheit anderer hören und ihr folgen.
Die Dummen sind diejenigen, die nicht wissen, was zu tun ist und nicht auf andere hören wollen. Wir wollen keine Narren sein. Da wir nicht die Klügsten sind, lassen Sie uns zur zweiten Art gehören. Wir werden zu Fabius' Lager gehen und uns wieder mit ihm vereinen. Wir schulden ihm und seiner Armee großen Dank dafür, dass er uns geholfen hat, als er uns hätte im Stich lassen können. Die beiden Legionen zogen in das Lager von Fabius, und die beiden Teile der Armee schlossen Frieden. Fabius gewann durch dieses Verhalten großen Respekt. Doch seine Zeit als Diktator endete bald darauf, und da Hannibal weniger eine Bedrohung darstellte, verlängerten sie seine Position nicht. Stattdessen wählten sie ihn erneut zum Konsul. Fabius wurde von allen sehr bewundert. Er zeigte in allem, was er tat, einen edlen Geist. Eine seiner letzten Handlungen war ein klares Beispiel dafür. Er stimmte zu, Hannibal eine Geldsumme zu zahlen, um einige Gefangene freizulassen. Hannibal, der diesem Versprechen vertraute, ließ sie frei. Fabius dachte, die Römer würden dem Abkommen zustimmen und das Geld zahlen. Doch sie zögerten und sagten, sie seien unzufrieden, weil Fabius sie nicht zuerst konsultiert habe. Um sein Versprechen zu halten, verkaufte Fabius seinen Bauernhof für die Summe des Geldes. Er schützte seine Ehre, aber es ist schwer zu sagen, dass er damit die Ehre des römischen Volkes rettete. Kapitel 9 – Die Schlacht von Cannae. Hannibals größter Triumph. Die Schlacht von Cannae war die letzte große Schlacht, die Hannibal in Italien führte. Dieser Konflikt ist in der Geschichte berühmt für seine Größe, den intensiven Kampf und die dramatischen Ereignisse darum herum. Das Interesse an dieser Geschichte liegt teilweise daran, wie sie von dem alten Historiker so gut erzählt wurde. Ungefähr ein Jahr nach dem Ende der Diktatur von Fabius fand diese Schlacht statt. In diesem Jahr führten die römischen Konsuln verschiedene militärische Aktionen durch, aber es passierte nichts Entscheidendes. In der Zwischenzeit war Rom unruhig und unzufrieden. Einen gefährlichen Feind mit 40.000 Mann in der Nähe ihrer Stadt zu haben, der die Länder ihrer Verbündeten angriff und ständig Rom selbst bedrohte, verursachte anhaltende Angst und Frustration. Es verletzte den römischen Stolz, dass ihre besten Armeen und Generäle den Feind nicht besiegen konnten. Die Klügsten unter ihnen entschieden sogar, ihn überhaupt nicht zu bekämpfen. Diese Situation verursachte viel Wut in der Stadt. Die Parteigeist war sehr stark, laute Versammlungen fanden statt, Streitigkeiten und Kämpfe waren an der Tagesordnung, und die Menschen gaben sich gegenseitig endlos die Schuld. Es gab zwei Hauptgruppen, die Mittelschicht, die Plebejer genannt wurde, und die Aristokratie, die Patrizier genannt wurde. Die Kluft zwischen diesen beiden Gruppen war sehr groß und offensichtlich. Daher war es sehr schwierig, Konsuln zu wählen. Schließlich wurden Konsuln gewählt, einer aus jeder Gruppe. Der Name des Patriziers war Paulus Aemilius. Der Name des Plebejers war Varro. Sie wurden in ihr Amt eingesetzt und teilten sich viel Macht. Um diese Macht gut zu nutzen, waren Einheit und Harmonie nötig, doch Aemilius und Varro waren starke politische Feinde. Dies geschah oft in der römischen Regierung. Das Konsulat hatte zwei Führer, die oft gegeneinander kämpften und einen Großteil ihrer Kraft verschwendeten. Die Römer beschlossen, ihren Feind endgültig loszuwerden. Sie stellten eine riesige Armee mit 8 Legionen auf. Jede römische Legion war wie eine kleine Armee. Sie hatte normalerweise 4.000 Fußsoldaten und 300 Reiter. Normalerweise kämpften nur 2 oder 3 Legionen gleichzeitig. Die Römer fügten weitere Legionen hinzu und machten sie größer, jede mit 5.000 Infanteristen und 400 Reitern. Sie wollten einen starken und endgültigen Versuch unternehmen, ihre Stadt zu schützen und ihre Nation zu retten. Aemilius und Varro bereiteten sich darauf vor, diese große Armee zu führen, um Hannibal zu besiegen. Die beiden Kommandanten unterschieden sich stark in Charakter und politischen Verbindungen. Bald zeigten sie unterschiedliche Einstellungen und Verhaltensweisen. Aemilius war ein Freund von Fabius und stimmte mit seiner Politik überein.
Varro wollte schnellere und entschlossenere Maßnahmen. Er machte große Versprechungen und war sehr zuversichtlich, dass er Hannibal schnell besiegen könnte. Er kritisierte die Verzögerungspolitik von Fabius, die darauf abzielte, den Feind zu ermüden. Er behauptete, es sei eine Taktik der Aristokraten, um den Krieg zu verlängern und ihre hohen Positionen und ihren Einfluss zu behalten. Er argumentierte, dass der Krieg schon längst hätte beendet sein können und versprach dem Volk, dass er ihn an dem Tag beenden würde, an dem er Hannibal begegnete. Aemilius nahm eine andere Haltung ein. Er war überrascht, dass Varro beschließen konnte zu kämpfen, bevor er die Stadt verließ. Er wies darauf hin, dass sie den Zustand ihrer Armee oder die Pläne, Position und Stärke des Feindes nicht kannten. Daher konnten sie nicht bestimmen, wann oder wie es klug wäre zu kämpfen. Pläne müssen sich den Umständen anpassen, denn die Umstände können sich nicht den Plänen anpassen. Er glaubte, dass sie gegen Hannibal Erfolg haben könnten, aber ihr Erfolg hinge davon ab, klug, vorsichtig und weise zu sein. Er war sich sicher, dass leichtsinniges und törichtes Handeln nur zu Misserfolg und Ruin führen würde, wie es immer in der Vergangenheit der Fall gewesen war. Fabius, der ehemalige Diktator, sprach mit Aemilius, bevor er sich der Armee anschloss. Er gab ihm Ratschläge, basierend auf seinem Alter, seiner Erfahrung und seinem Wissen über Hannibal. Fabius sagte: »Wenn du einen Kollegen wie dich hättest, würde ich dir keinen Rat geben. Du würdest ihn nicht brauchen. Wenn du wie dein Kollege wärst, eitel, selbstgefällig und arrogant, würde ich still bleiben, denn Rat wäre an dich verschwendet. Aber da du großes Urteilsvermögen und Weisheit besitzt, stehst du vor einer sehr harten und gefährlichen Situation. Wenn ich mich nicht irre, wird deine größte Herausforderung nicht der Feind sein, dem du auf dem Schlachtfeld begegnen wirst. Varro wird genauso viel Ärger machen wie Hannibal. Er wird kühn, unvorsichtig und stur sein. Er wird die jungen Soldaten in der Armee mit seiner törichten Begeisterung anstacheln. Wir könnten die schrecklichen und blutigen Szenen des Trasimenischen Sees wiedersehen. Der beste Plan für uns ist der, den ich vorgeschlagen habe. Das ist immer der richtige Weg für die, die von Invasoren überfallen werden, wenn es Zweifel am Sieg in einer Schlacht gibt. Wir werden stärker, während Hannibal mit der Zeit schwächer wird. Hannibal kann nur erfolgreich sein, wenn er kämpfen und Schlachten gewinnen kann. Wenn wir ihm diese Fähigkeit nehmen, wird seine Macht weiter abnehmen und der Geist und der Mut seiner Männer werden schwinden. Er hat jetzt weniger als 1/3 der Armee, die er beim Überqueren des Iberus hatte. Wenn wir klug sind, kann nichts diesen verbleibenden Teil vor der Zerstörung retten. Aemilius antwortete, dass er mit wenig Hoffnung an den Wettkampf teilnehme. Er betonte, dass, wenn Fabius Schwierigkeiten hatte, seinen untergeordneten Magister Equitum zu kontrollieren, wie könne er seinen Kollegen beherrschen, der den gleichen Rang wie er innehatte? Aber trotz der Schwierigkeiten, die er erwartete, wollte er seine Pflicht erfüllen und das Ergebnis akzeptieren. Wenn das Ergebnis schlecht wäre, würde er im Kampf den Tod suchen, denn er glaubte, durch karthagische Speere zu sterben sei besser, als sich dem Zorn und der Kritik seiner Mitbürger zu stellen. Die Konsuln verließen Rom, um sich der Armee anzuschließen. Aemilius wurde von einer kleinen Gruppe bedeutender Männer begleitet, während Varro eine viel größere Gruppe von einfachen Leuten um sich hatte. Die Armee wurde aufgestellt und die Lager wurden organisiert. Eine Zeremonie beinhaltete den Eid der Soldaten, eine übliche Praxis in den römischen Armeen zu Beginn eines Feldzugs. Sie mussten versprechen, dass sie die Armee nicht verlassen würden. Sie schworen, ihren Posten nicht aus Angst zu verlassen oder zu fliehen, sondern nur, um eine Waffe zu holen, einen Feind zu bekämpfen oder einem Freund zu helfen. Sobald diese Regeln festgelegt waren, war die Armee bereit. Die Konsuln beschlossen, ihre Macht anders als Fabius und Minutius zu teilen. Sie einigten sich darauf, abwechselnd das Kommando zu übernehmen, jeder für einen Tag. Unterdessen hatte Hannibal Schwierigkeiten, Nahrung für seine Männer zu finden.
Fabius' Strategie zeigte Wirkung und brachte Hannibal in eine schwierige Lage, die sich von Tag zu Tag verschärfte. Er konnte nur durch Plünderungen an Nahrung kommen, was jedoch jetzt sehr schwer war, da die Einheimischen das gesamte Getreide in gut geschützten Städten versteckt hatten. Obwohl Hannibal zuversichtlich war, die römische Armee in einer regulären Schlacht besiegen zu können, hatte er nicht die Stärke, Festungen zu erobern oder geschützte Lager anzugreifen. Seine Lebensmittelvorräte gingen immer weiter zurück, und nun hatte er nur noch genug für 10 Tage, ohne Aussicht auf Nachschub. Sein Hauptziel war es, eine Schlacht zu beginnen. Varro war begierig, darauf zu kämpfen, aber Aemilius, auch bekannt als Paulus Aemilius, wollte sich an die fabische Taktik halten, bis die 10 Tage um waren. Er wusste, dass Hannibal danach in ernsthaften Schwierigkeiten sein würde und sich vielleicht ergeben müsste, um seine Armee vor dem Verhungern zu bewahren. Die Truppen waren sehr unzufrieden, da sie kaum noch Nahrung hatten. Viele Spanier planten, das Lager zu verlassen und sich dem römischen Lager anzuschließen. Eines Tages schickte Hannibal eine Gruppe aus seinem Lager, um Nahrung zu holen. Aemilius, der an diesem Tag das Kommando hatte, schickte ein starkes Team, um sie aufzuhalten. Er war erfolgreich. Die karthagische Gruppe wurde besiegt. Fast 2000 Männer wurden getötet, und der Rest rannte auf irgendwelchen Wegen zurück zu Hannibals Lager. Varro wollte ihnen nachsetzen, aber Aemilius befahl seinen Männern anzuhalten. Er befürchtete, dass Hannibal einen Trick plante und war mit ihrem bisherigen Sieg zufrieden. Dieser kleine Erfolg machte Varro noch begieriger auf eine Schlacht und erhöhte die Begeisterung der römischen Armee. Einige Tage später geschah etwas, das die Aufregung noch steigerte. Einige Späher, die Hannibals Lager beobachteten, berichteten den Konsuln, dass die karthagischen Wachen plötzlich verschwunden seien und eine ungewöhnliche Stille im Lager herrsche. Gruppen römischer Soldaten näherten sich vorsichtig den karthagischen Linien und stellten bald fest, dass das Lager leer war, obwohl die Feuer noch brannten und die Zelte noch standen. Diese Nachricht versetzte die gesamte römische Armee in große Aufregung und Unruhe. Sie versammelten sich um die Zelte der Konsuln und forderten lautstark, zum Lager geführt zu werden und den Feind zu verfolgen. Die Soldaten sagten: Der Feind floh so schnell, dass als wir im Lager ankamen, ihre Feuer noch brannten und sie sogar ihre Zelte zurückgelassen hatten. Das bedeutet, dass sie in einer sehr schwierigen Lage waren und möglicherweise eine Rebellion im Lager begonnen hat. Derzeit könnte die Armee in unorganisierter Weise fliehen. Wenn wir jetzt mit der Verfolgung beginnen, können wir sehr schnelle und effektive Ergebnisse erzielen und vielleicht diesen Krieg für immer beenden. Varro war genauso aufgeregt wie alle anderen. Er wollte handeln. Aemilius zögerte. Er stellte spezifische Fragen. Er sagte, man solle vorsichtig sein. Schließlich rief er einen klugen Offizier namens Statilius. Er befahl ihm, ein paar Reiter zu nehmen, zum karthagischen Lager zu gehen, herauszufinden, was los war, und zurückzumelden. Statilius tat, was ihm befohlen wurde. Er hielt seine Truppen an den Linien auf und nahm 2 zuverlässige Reiter mit. Sie ritten ins Lager und schauten sich um herauszufinden, ob Hannibal gegangen war oder ob es sich um einen Trick handelte. Als er zurückkam, berichtete er der Armee, dass er die Lageraufgabe für einen Trick halte, um die Römer in eine Falle zu locken. Die größten Feuer befanden sich auf der dem römischen Lager zugewandten Seite, was darauf hindeutete, dass sie zur Täuschung entzündet worden waren. Außerdem sah er Geld und andere Wertgegenstände auf dem Boden verstreut, was eher wie Köder in einer Falle wirkte, als wie zurückgelassene Dinge von Menschen, die auf der Flucht waren. Varro war nicht überzeugt, und die Armee wurde von der Aussicht auf Geld erregt und war begierig auf Beute. Sie waren schwer zu kontrollieren. In diesem Moment kamen 2 Sklaven, die zuvor von den Karthagern gefangen genommen worden waren, ins römische Lager.
Sie berichteten den Konsuln, dass sich alle karthagischen Truppen in der Nähe versteckten und darauf warteten, die Römer zu überfallen, sobald sie ihr Lager betraten. Während des Tumults, den der Plan verursachte, waren einige Sklaven entkommen. Die römische Armee war nun beruhigt. Sie zogen sich, unzufrieden und enttäuscht, in ihr Lager zurück. Hannibal, noch unzufriedener und enttäuschter, kehrte ebenfalls in sein Lager zurück. Hannibal erkannte bald, dass er nicht bleiben konnte, wo er war. Ihm waren die Lebensmittel ausgegangen und er konnte keine neuen beschaffen. Die Römer würden ihr Lager nicht verlassen, um ihn fair zu bekämpfen, und ihr Lager war zu stark, um es anzugreifen. Also beschloss er, die Gegend zu verlassen und schnell nach Apulien zu ziehen. Apulien lag im östlichen Italien. Der Fluss Aufidus durchfloss es und hatte eine Stadt namens Cannae in der Nähe seiner Mündung. Die Gegend um den Aufidus war ein warmes, sonniges Tal mit reifendem Getreide. Da es weiter südlich und sonniger war als sein vorheriger Aufenthaltsort, glaubte Hannibal, dass die Ernte früher reifen würde und er ein neues Gebiet zum Plündern hätte. Er beschloss, sein Lager wirklich zu verlassen und nach Apulien zu ziehen. Er traf die gleichen Vorkehrungen wie zuvor, als er seinen Abzug nur vortäuschte. Er ließ Zelte aufgebaut und Feuer brennen, zog jedoch heimlich bei Nacht mit seiner Armee ab. Die Römer bemerkten nicht, dass er gegangen war. Am nächsten Tag, als sie das stille und leere Lager sahen, dachten sie, es sei ein weiterer Trick und unternahmen keine Aktion. Schließlich erreichten Nachrichten, dass Hannibals Armee weit im Osten gesichtet worden war, sich schnell mit ihrem gesamten Gepäck bewegend. Nach vielen Diskussionen beschlossen die Römer, ihm zu folgen. Die Adler der Apenninen sahen zwei große Gruppen, die langsam durch die Wälder und Täler zogen. Sie wirkten wie Insektenschwärme, die sich von weitem zueinander hingezogen fühlten, aber sich trennten, wenn sie sich näherten. Die römische Armee traf Hannibals Truppen am Fluss Aufidus, nahe Cannae. Beide Armeen errichteten ihre großen Lager mit viel Lärm und Aufregung und bereiteten sich auf die Schlacht vor. Im römischen Lager wurde alles noch chaotischer, weil die Konsuln und ihre Anhänger darüber stritten, was als nächstes zu tun sei. Varro wollte die Karthager sofort bekämpfen, aber Aemilius war anderer Meinung. Varro sagte, er müsse gegen die Verzögerungen protestieren und auf eine Schlacht drängen. Er könne nicht länger dafür verantwortlich sein, Italien verwundbar zu lassen. Aemilius antwortete, dass, wenn Varro voreilig in die Schlacht ziehe, er gegen diese Unbesonnenheit protestiere und keine Verantwortung für das Ergebnis übernehmen könne. Einige Offiziere stellten sich auf Varros Seite, andere auf die Seite von Aemilius, doch die meisten unterstützten Varro. Diese Meinungsverschiedenheit führte zu viel Aufregung, Unruhe und Missgunst im Lager. In der Zwischenzeit flohen die Menschen, die in dem Gebiet lebten, wo diese beiden großen Gruppen von wilden, aber kontrollierten Kämpfern plötzlich auftauchten, schnell vor dem schrecklichen Ereignis, das sie erwarteten. Sie nahmen das Wenige, das sie aus ihren Häusern mitnehmen konnten, und brachten Frauen und Kinder an sichere Orte. Die Nachricht von den beiden Armeen verbreitete sich überall, getragen von vielen Flüchtlingen und Booten. Ganz Italien, das mit Sorge zusah, wartete auf das Ergebnis. Die Armeen bewegten sich für 1 oder 2 Tage umher. Varro, der das Kommando hatte, versuchte, eine Schlacht zu beginnen, während Aemilius am nächsten Tag alles tat, um sie zu verhindern. Schließlich gelang es Varro. Die Linien wurden aufgestellt und die Schlacht musste beginnen. Aemilius hörte auf zu argumentieren und, obwohl er Varros Plan ablehnte, bereitete er sich darauf vor, sein Bestes zu geben, um eine Niederlage zu vermeiden, da der Kampf nun unvermeidlich war. Die Schlacht begann, und der Leser muss sich die Szene vorstellen, denn kein Stift kann sie beschreiben. 50.000 Männer auf der einen Seite und 80.000 auf der anderen, die 6 Stunden lang erbittert kämpften und sich gegenseitig auf jede erdenkliche Weise töteten. Stiche, Schläge, Kämpfe, Schreie des Zorns, Schreie der Angst und Schmerzen, alles vermischt.
Der Lärm erstreckte sich über viele Meilen und schuf eine Szene des Schreckens, die nur diejenigen wirklich verstehen können, die große Schlachten erlebt haben. Hannibal benutzte immer clevere Tricks. Früh in diesem Konflikt schickte er viele seiner Soldaten zu den Römern, die vorgaben, sich zu ergeben. Sie ließen ihre Waffen fallen, als sie sich den römischen Linien näherten, um zu zeigen, dass sie aufgaben. Die Römer akzeptierten sie, ließen sie durch und sagten ihnen, sie sollten sich hinten aufhalten. Da sie unbewaffnet zu sein schienen, wurde nur eine kleine Wache zurückgelassen, um sie zu überwachen. Doch die Männer hatten Dolche in ihren Kleidern versteckt. Während der Schlacht sahen sie einen günstigen Moment, standen auf, zogen ihre Waffen, entkamen ihren Wachen und griffen die Römer von hinten an. Dies geschah, als die Römer bereits gegen den Feind vor ihnen kämpften. Es wurde schnell klar, dass die römischen Truppen überall verloren. Zuerst zogen sie sich langsam und widerwillig zurück, doch bald begannen sie zu fliehen. Während des Rückzugs wurden die Schwachen und Verwundeten von denen, die hinter ihnen drängten, niedergetrampelt oder von den Feinden getötet, die die noch flüchtenden Soldaten verfolgten. Ein römischer Offizier namens Lentulus ritt auf der Straße entlang, als er einen anderen verwundeten Offizier auf einem Stein sitzen sah. Der Offizier war schwach und blutete. Lentulus hielt an und erkannte, dass es der Konsul Aemilius war. Aemilius war durch einen Schleuderwurf am Kopf getroffen worden und war in keinem guten Zustand. Lentulus bot ihm sein Pferd an und drängte ihn zu entkommen. Aemilius lehnte ab. Er fühlte, es sei zu spät, um gerettet zu werden, und er wollte nicht überleben. Aemilius sagte: »Geh so schnell du kannst nach Rom. Sag den Behörden, dass alles verloren ist und sie die Stadt selbst verteidigen müssen. Beeile dich, sonst wird Hannibal die Tore erreichen, bevor du es tust.« Aemilius schickte eine Nachricht an Fabius und sagte, es sei nicht seine Schuld gewesen, dass es zu einer Schlacht mit Hannibal gekommen sei. Er habe sein Bestes getan, um dies zu verhindern, und habe Fabius' Rat bis zum Ende befolgt. Lentulus nahm diese Nachrichten entgegen und sah, wie die Karthager ihn verfolgten, also ritt er davon und ließ den Konsul zurück. Die Karthager näherten sich und sahen den Verwundeten. Sie stachen mit ihren Speeren nacheinander auf ihn ein, bis er sich nicht mehr bewegte. Der andere Konsul, Varro, entkam lebend. Er war mit etwa 70 Reitern unterwegs und ging zu einer nahegelegenen befestigten Stadt. Dort entschied er sich, die übrig gebliebenen Soldaten zu sammeln. Die Karthager, die die Schlacht gewonnen hatten, verfolgten den Feind nicht weiter. Sie kehrten in ihr Lager zurück, feierten für ein paar Stunden und gingen dann schlafen, erschöpft von den Anstrengungen des Tages. Auf dem Schlachtfeld lagen die Verwundeten die ganze Nacht zwischen den Toten und schrien vor Schmerzen. Früh am nächsten Morgen kehrten die Karthager auf das Feld zurück, um die Leichen der Römer zu plündern. Das gesamte Feld bot einen erschreckenden Anblick. Leichen von Pferden und Menschen waren in einem chaotischen Durcheinander vermischt. Einige waren tot, während andere noch am Leben waren, stöhnten, nach Wasser riefen und schwach versuchten, sich von den Leichenhaufen zu befreien, die sie bedeckten. Der starke und unaufhörliche Hass der Karthager auf ihre Feinde endete nicht, nachdem sie 40.000 von ihnen getötet hatten. Sie schlugen und stachen weiter auf die Überlebenden ein, die sie am nächsten Morgen fanden, als eine Art Aufwärmübung nach der harten Arbeit des Vortages. Dieses Töten konnte jedoch kaum als Grausamkeit gegenüber den leidenden Opfern betrachtet werden, da viele von ihnen ihre Brust den Angreifern entgegenstreckten und um den Stoß baten, der ihrem Schmerz ein Ende setzen würde. Während sie das Feld durchsuchten, fanden sie einen karthagischen Soldaten, der noch lebte, aber unter der Leiche seines römischen Feindes eingeklemmt war. Das Gesicht und die Ohren des Karthagers waren stark beschädigt. Der Römer, nachdem er tödlich verwundet worden war, hatte weiter mit seinen Zähnen gekämpft, als er seine Waffe nicht mehr benutzen konnte. Er starb, während er seinen erschöpften Feind mit seinem eigenen Körper festhielt.
Die Karthager erbeuteten viele wertvolle Gegenstände. Die römische Armee hatte viele wohlhabende Offiziere und Soldaten, und ihre Waffen und Kleider waren sehr teuer. Die Karthager nahmen viele Goldringe von ihren Fingern, die Hannibal als Beweis seines Sieges nach Karthago schickte. Kapitel 10 – Hannibals Niedergang, vom Eroberer zum Flüchtling. Der wahre Grund, warum Hannibal nicht aufgehalten werden konnte, lag nicht darin, dass die Römer die falsche Strategie verwendeten, sondern daran, dass sie keinen General hatten, der ihm ebenbürtig war. Jeder, der gegen Hannibal geschickt wurde, zeigte bald, dass er ihm nicht gewachsen war. Hannibal überlistete und besiegte sie alle. Doch nun sollte ein Mann auftauchen, der Hannibal herausfordern konnte. Es war der junge Scipio, derselbe, der das Leben seines Vaters in der Schlacht am Ticinus gerettet hatte. Dieser Scipio, der Sohn von Hannibals erstem großen Gegner mit demselben Namen, wird in der Geschichte meist als der ältere Scipio bezeichnet. Das liegt daran, dass es nach ihm noch einen weiteren Scipio gab, der für seinen Kampf gegen die Karthager in Afrika berühmt wurde. Beide erhielten von den Römern den Namen Africanus, um ihre Siege in Afrika zu ehren. Der hier erwähnte ist als Scipio Africanus, der Ältere, bekannt oder einfach als der ältere Scipio. Die Taten des Scipio, der Hannibal am Rhone und am Po aufzuhalten versuchte, werden durch seinen Sohn und einen weiteren Scipio, der nach ihm kam, überschattet. Daher wird der erste Scipio oft vergessen, wenn von den anderen die Rede ist. Scipio tritt erstmals nach der Schlacht von Cannae in Erscheinung, als er ein Militärbeamter ist. Am Tag nach der Schlacht befindet er sich in Canusium, in der Nähe von Cannae, auf dem Weg nach Rom. Er ist mit anderen Offizieren seines Ranges und mit erschöpften, zerschlagenen Gruppen der Armee unterwegs, die in unregelmäßigen Abständen ankommen und sich erschöpft und hoffnungslos fühlen. Das Gerücht besagte, dass beide Konsuln tot seien. Die verbliebenen Soldaten hatten keinen Anführer. Die Offiziere trafen sich und beschlossen einstimmig, Scipio zu ihrem vorläufigen Kommandanten zu ernennen, bis ein höherer Offizier eintraf oder sie Befehle aus Rom erhielten. Hier ereignete sich ein Vorfall, der den Mut und die Energie des jungen Scipio zeigte. Während der Besprechung, in der er das Kommando übernahm, meldete ein Offizier, dass eine andere Gruppe von Offizieren und jungen Männern unter der Führung von Metellus beschlossen hatte, ihr Land aufzugeben. Sie planten, an die Küste zu gehen, Schiffe zu besorgen und fortzusegeln, um eine neue Heimat zu finden, da sie glaubten, dass ihre Sache in Italien aussichtslos sei. Der Offizier schlug vor, einen Rat einzuberufen, um zu entscheiden, was zu tun sei. Scipio sagte: Beraten. Dies ist kein Fall für Beratung, sondern für Handeln. Zieht eure Schwerter und folgt mir. Er führte die Gruppe zu den Unterkünften von Metellus. Sie betraten mutig den Raum, in dem Metellus und seine Freunde sich versammelt hatten. Scipio hob sein Schwert und schwor einen Eid, sein Land in dieser Notlage nicht zu verlassen und keinen anderen römischen Bürger dies tun zu lassen. Er rief Jupiter an, ihn vollständig zu vernichten, wenn er diesen Eid breche, einschließlich seines Hauses, seiner Familie, seines Vermögens, seiner Seele und seines Körpers. Scipio sagte: Metellus, ich fordere dich und alle, die bei dir sind, auf, denselben Eid zu schwören. Wenn ihr es nicht tut, müsst ihr sowohl gegen unsere Schwerter als auch gegen die der Karthager kämpfen. Metellus und seine Gruppe gaben nach. Sie hatten nicht nur Angst, sondern auch Hoffnung. Scipios Mut und Energie inspirierten sie und ließen sie glauben, dass ihr Land vielleicht noch gerettet werden könnte. Die Nachricht von der schrecklichen Niederlage und der Zerstörung der römischen Armee erreichte Rom schnell und löste eine weit verbreitete Panik aus. Die ganze Stadt war im Chaos. Fast jede Familie hatte Soldaten in der Armee, sodass jede Frau und jedes Kind in der Stadt von Trauer um ihre verlorenen Ehemänner oder Väter überwältigt wurde und Angst hatte, dass Hannibal und seine Armee die Stadt angreifen würden.
Die Straßen und das Forum waren voller Männer, Frauen und Kinder, die vor Kummer und Angst laut klagten. Die Magistrate konnten die Ordnung nicht wiederherstellen. Der Senat hörte auf, sich zu treffen, damit seine Mitglieder durch die Stadt gehen und die Menschen beruhigen konnten. Frauen und Kinder wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Bewaffnete Patrouillen wurden eingerichtet, um große, chaotische Versammlungen zu verhindern. Reiter wurden nach Canusium und Cannae geschickt, um genauere Informationen zu erhalten. Dann traf sich der Senat wieder, um in Ruhe zu entscheiden, was als nächstes zu tun sei. Die Panik in Rom war in gewisser Weise ein Fehlalarm. Hannibal, entgegen aller Erwartungen in Italien, marschierte nicht nach Rom. Seine Generäle drängten ihn stark dazu und sagten, nichts könnte ihn davon abhalten, die Stadt zu erobern. Doch Hannibal lehnte ab. Rom war gut geschützt und hatte eine riesige Bevölkerung. Seine Armee war zudem durch die Schlacht von Cannae geschwächt, so dass er es für klug hielt, Rom nicht anzugreifen, bevor er mehr Soldaten aus der Heimat erhielt. Da es spät in der Saison war, konnte er nicht sofort mehr Soldaten bekommen. Daher wählte er für sein Winterquartier einen Ort, der leichter zu erreichen war als Rom. Er entschied sich für Capua, eine große und starke Stadt, etwa 100 Meilen südöstlich von Rom. Hannibal plante, die Kontrolle über Italien zu behalten und Capua zur Hauptstadt zu machen, während Rom zu einer zweitrangigen Stadt verkommen sollte. Vielleicht war er auch müde von den Risiken des Krieges, insbesondere nachdem er vor der Schlacht von Cannae fast eine Katastrophe erlebt hatte. Daher entschied er sich, keine größeren Risiken mehr einzugehen. Hannibal musste sich entscheiden, ob er nach Rom marschieren oder eine neue Hauptstadt in Capua errichten sollte. Diese Entscheidung wurde damals und wird auch heute noch von Militärstrategen stark diskutiert. Schließlich entschied sich Hannibal dafür, Capua zu seiner Hauptstadt zu machen und Rom vorerst in Ruhe zu lassen. Er schickte schnell eine Nachricht nach Karthago, um mehr Truppen zu erhalten. Der Bote war einer seiner Generäle, Mago. Mago eilte nach Karthago mit der Nachricht vom Sieg und einem Scheffel Ringe, die vom Schlachtfeld von Cannae gesammelt wurden. Die Stadt Karthago war sehr aufgeregt über die Nachrichten, die er mitbrachte. Hannibals Freunde und Anhänger waren voller Stolz und Freude. Sie verspotteten und kritisierten seine Feinde, weil sie sich gegen seine Ernennung zum Anführer der Armee in Spanien ausgesprochen hatten. Mago traf sich mit dem karthagischen Senat und hielt eine leidenschaftliche Rede. Er erklärte, wie viele Schlachten Hannibal gewonnen und wie viele Siege er errungen hatte. Hannibal hatte gegen die besten römischen Generäle gekämpft und sie alle besiegt. Mago sagte, Hannibal habe über 200.000 Männer getötet. Ganz Italien stand nun unter seiner Kontrolle. Capua war seine Hauptstadt und Rom war gefallen. Er sagte, dass Hannibal mehr Männer, Geld und Vorräte brauchte, die die Karthager sicher schnell schicken würden. Dann zeigte er dem Senat einen großen Beutel mit Ringen, den er mitgebracht hatte, und schüttete sie auf den Boden, um die Siege zu beweisen, von denen er sprach. Das wäre gut für Hannibal gewesen, wenn seine Freunde es so belassen hätten, wie Mago es tat. Doch einige von ihnen konnten nicht widerstehen, seine Gegner zu verspotten, besonders Hanno, der ursprünglich nicht wollte, dass er nach Spanien geschickt wird. Sie wandten sich an ihn und fragten, was er jetzt davon halte, einen so mutigen Krieger abgelehnt zu haben. Hanno stand auf. Der Senat sah ihn an und blieb still, gespannt auf seine Antwort. Hanno, ruhig und selbstsicher, begann zu sprechen. Ich hätte schweigen sollen und den Senat über Magos Vorschlag entscheiden lassen, aber da ich angesprochen wurde, werde ich sprechen. Ich glaube immer noch, was ich immer geglaubt habe, wir sind in einem teuren und sinnlosen Krieg gefangen, und trotz all der behaupteten Siege sind wir dem Ende keinen Schritt näher. Hannibals Behauptungen sind durch seine widersprüchlichen Forderungen entlarvt. Er sagt, er habe all seine Feinde besiegt, bittet aber trotzdem um mehr Soldaten. Er behauptet, das ganze fruchtbare Italien von Capua aus zu kontrollieren, bittet uns aber immer noch um Korn.
Und dann, als Krönung, schickt er uns eine Menge Goldringe, um den Reichtum zu zeigen, den er durch Raub erlangt hat, und bittet trotzdem um mehr Geld. Ich denke, sein Erfolg ist falsch und leer. Das Einzige, was echt ist, sind seine Bedürfnisse und die schweren Lasten, die sie dem Staat auferlegen. Trotz Hannos Sarkasmus beschlossen die Karthager, Hannibal zu unterstützen und ihm die benötigten Vorräte zu schicken. Es dauerte jedoch lange, bis die Vorräte ihn aufgrund verschiedener Schwierigkeiten und Verzögerungen erreichten. Die Römer, die Hannibal zwar nicht aus Italien vertreiben konnten, stellten in verschiedenen Ländern Armeen auf und bekämpften die Karthager und ihre Verbündeten in vielen Teilen der Welt, sowohl zu Wasser als auch zu Land. Hannibal blieb etwa 16 Jahre lang in Italien und führte einen langen Kampf gegen die Römer. Während dieser Zeit hatte er einige Siege, aber auch harte Herausforderungen durch seine Feinde. Sein Heer wurde Berichten zufolge schwach und faul aufgrund des Komforts und der Annehmlichkeiten, die es in Capua genoss. Capua war eine reiche und schöne Stadt. Die Menschen dort begrüßten Hannibal freiwillig und erklärten, sie bevorzugten sein Bündnis gegenüber den Römern. Die Offiziere der Armee, wie sie es oft nach einem harten Feldzug tun, genossen den Reichtum der Stadt. Sie ergaben sich den Festen, Spielen, Shows und verschiedenen Vergnügungen und zogen diese schnell der harten Arbeit und Gefahr des Marschierens und Kämpfens vor. Was auch immer der Grund sein mag, es ist klar, dass nach Hannibals und seiner Armee Aufenthalt in Capua die karthagische Macht zu schwinden begann. Hannibal wollte diese Stadt zur Hauptstadt Italiens machen, anstelle von Rom. Sobald er sich dort niedergelassen hatte, fühlte er sich mehr zu Hause und war weniger darauf bedacht, Rom anzugreifen. Der Krieg ging mit vielen Schlachten und Belagerungen weiter. Die Römer gewannen allmählich an Boden, allerdings nicht durch große Siege. In diesen Kämpfen tauchte ein neuer römischer General namens Marcellus auf. Er hatte ein mutigeres und aktiveres Temperament, oder vielleicht hatten sich die Machtverhältnisse geändert. Daher war er aggressiver, als Fabius es gewesen war. Marcellus war in seinen Aktionen vorsichtig und klug und plante so gut, dass er fast immer Erfolg hatte. Die Römer bewunderten seine Energie und Begeisterung sehr, schätzten jedoch auch Fabius für seine Vorsicht und Defensive. Sie sagten, Marcellus sei das Schwert ihrer Nation, während Fabius ihr Schild sei. Die Römer führten diesen Krieg fort und wurden im Laufe der Zeit immer erfolgreicher. Schließlich erreichten sie die Mauern von Capua und drohten es zu belagern. Hannibals Verteidigungen waren zu stark für einen schnellen Angriff, und die Römer waren nicht stark genug, um die Stadt vollständig zu umzingeln und ihre Feinde darin einzuschließen. Sie schlugen ihr Lager in der Nähe mit einer großen Armee auf und nahmen eine drohende Haltung ein, wodurch sie Hannibals Truppen in ständiger Alarmbereitschaft hielten. Diese dauernde Wachsamkeit war nicht nur anstrengend, sondern auch sehr beschämend für die Karthager. Es kränkte ihren Stolz zu sehen, wie ihre Festung von einem Feind kontrolliert und eingeschüchtert wurde, den sie erst kürzlich in einer Reihe von Siegen besiegt hatten. Hannibal war nicht in Capua, als die Römer es angriffen. Doch er marschierte schnell zur Hilfe und versuchte, die Römer dazu zu zwingen, die Belagerung aufzugeben und abzuziehen. Die Römer hatten ihre Stellungen jedoch gut befestigt, und Hannibals Angriffe waren nicht mehr so stark wie früher, sodass er keinen entscheidenden Sieg erringen konnte. Dann verließ er mit seiner Armee Capua und marschierte in Richtung Rom. Er schlug sein Lager in der Nähe der Stadt auf und drohte, sie anzugreifen. Doch die Mauern, Burgen und Türme, die Rom verteidigten, waren zu stark und die Vorbereitungen der Verteidiger zu gründlich, als dass er angreifen konnte. Sein Ziel war es, die Römer einzuschüchtern und sie dazu zu bringen, ihre Truppen aus seiner Hauptstadt zurückzuziehen, um ihre eigene Stadt zu verteidigen. Es herrschte einige Unruhe, und die römischen Behörden diskutierten darüber, ihre Truppen aus Capua zurückzuziehen. Doch dieser Vorschlag wurde abgelehnt, sogar von Fabius. Hannibal wurde nicht mehr als große Bedrohung angesehen.
Man befahl, eine kleine Gruppe von Capua zurückzuziehen, fügte einige Stadttruppen hinzu und rückte vor, um gegen Hannibal zu kämpfen. Vorbereitungen für eine Schlacht wurden getroffen, aber ein schwerer Sturm zwang beide Seiten in ihre Lager zurückzukehren. Der große römische Historiker sagt, dass dies zweimal oder dreimal hintereinander geschah. Das Wetter klärte sich jedes Mal auf, sobald die Generäle ihre Truppen zurückgezogen hatten. Das könnte passiert sein, aber es ist wahrscheinlich, dass beide Seiten Angst voreinander hatten und jede Ausrede nutzten, um eine große Schlacht zu verzögern. Es gab Zeiten, in denen selbst die schlimmsten Stürme Hannibal nicht davon abhielten, die Römer anzugreifen. Hannibal erreichte die Mauern Roms, bedrohte die Stadt jedoch nur, ohne anzugreifen. Sein Lager in der Nähe Roms war nur ein Zeichen seiner Kühnheit, und es machte den Menschen in der Stadt nicht viel Angst. Die Römer fürchteten sich nicht mehr vor der karthagischen Armee. Um ihre Geringschätzung gegenüber Hannibal zu zeigen, versteigerten sie das Land, auf dem er während der Belagerung der Stadt kampierte, und es wurde zum üblichen Preis verkauft. Die Bieter wurden vielleicht von Patriotismus und dem Wunsch angetrieben, Hannibal zu verspotten und zu zeigen, dass sie dachten, seine Kontrolle über das Land sei nur von kurzer Dauer. Hannibal, wütend über diese Beleidigung, beschloss, die Geschäfte einer wichtigen Straße in Rom direkt aus seinem Lager zu versteigern. Seine Offiziere kauften sie eifrig. Dies zeigte, wie sehr sich der Konflikt zwischen Karthago und Rom verändert hatte. Noch ein paar Jahre zuvor kämpften sie erbittert am Fluss Po und in Cannae gegeneinander. Jetzt hatte ihre Feindseligkeit so weit nachgelassen, dass sie sich auf solche Aktionen wie diese Auktion einließen. Als Hannibal auf andere Weise keine weiteren Truppen gewinnen konnte, versuchte er, eine zweite Armee über die Alpen zu bringen. Diese Armee wurde von seinem Bruder Hasdrubal angeführt. Es war eine große Armee. Und sie hatten ähnliche, aber leichtere Herausforderungen zu bewältigen als Hannibal. Von allen Soldaten, die Spanien verließen, erreichte nur Hannibal den Kopf seines Bruders. Hier ist, was Hasdrubal widerfuhr. Als Hasdrubal aus den Alpen herabstieg, war er froh, denn er hatte die schwierigen Berge überquert. Er dachte, seine Probleme seien vorbei. Er schickte Boten zu seinem Bruder Hannibal und teilte ihm mit, dass er die Berge überquert habe und sich schnell nähere, um ihm zu helfen. Die beiden Konsuln zu dieser Zeit waren Nero und Livius. Jeder Konsul erhielt eine bestimmte Provinz und einen Teil der Armee zur Verteidigung, wie es bei den römischen Konsuln üblich war. Sie mussten laut Gesetz streng in ihren Provinzen bleiben, es sei denn, sie hatten die Erlaubnis der römischen Legislative. Livius wurde in den Norden Italiens geschickt, Nero in den Süden. Livius sollte gegen Hasdrubal kämpfen, wenn er von den Alpen herabkam. Neros Aufgabe war es, in der Nähe von Hannibal zu bleiben, seine Pläne zu vereiteln, ihn zu verlangsamen und zu versuchen, ihn zu besiegen, während Livius die Verstärkung aus Spanien aufhielt. Die Kuriere, die Hasdrubal mit seinen Briefen schickte, mussten beiden Konsuln ausweichen, um sie an Hannibal zu übergeben. Sie kamen an Livius vorbei, wurden jedoch von Nero abgefangen. Die Patrouillen, die sie gefangen genommen hatten, brachten die Kuriere ins Zelt von Nero. Nero öffnete und las die Briefe. Alle Pläne von Hasdrubal wurden detailliert erklärt. Nero erkannte, dass er, wenn er sich schnell mit einer starken Truppe nach Norden bewegte, seinem Kollegen helfen könnte. Mit den Informationen aus den Briefen konnten sie wahrscheinlich Hasdrubal besiegen. Wenn er jedoch Livius unwissend und allein ließ, fürchtete er, Hasdrubal könnte erfolgreich sein und sich mit Hannibal vereinen. Er wollte nach Norden gehen, um zu helfen, aber er konnte sein Gebiet nicht ohne Erlaubnis aus Rom verlassen, und es war nicht genug Zeit, um sie einzuholen. Gesetze der militärischen Disziplin sind sehr streng, und man muss sich immer daran halten. Offiziere und Soldaten auf allen Ebenen müssen ihren Befehlen ohne Frage gehorchen, egal was passiert. Im Militär, sobald ein Befehl gegeben wird, muss der Empfänger ihn ohne Frage ausführen. Ein guter General oder eine Regierung bevorzugt oft strikten Gehorsam,
auch wenn dies Schaden verursacht, gegenüber unautorisierten Änderungen, die Vorteile bringen könnten. Dieses Prinzip ist wichtig, nicht nur im Krieg, sondern in jeder Situation, in der Menschen effizient zusammenarbeiten müssen. Manchmal ist eine Situation so dringend oder der Nutzen so groß, dass ein Kommandeur sich entscheidet, Befehle zu missachten und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Dies ist sehr riskant und nur klarer Beweis für Notwendigkeit und großer Erfolg können ihn vor schweren Strafen schützen. In der englischen Geschichte gibt es eine Geschichte über einen Marinekommandanten, der einer englischen Königin diente. Er missachtete seine Vorgesetzten während eines Notfalls auf See und gewann dadurch einen wichtigen Sieg. Unmittelbar danach stellte er sich selbst und fuhr als Gefangener in den Hafen ein, angeklagt eines Verbrechens anstatt als Kommandeur, der seinen Sieg feierte. Er ergab sich dem Beamten der Königin und sagte der Königin, dass er wusste, dass der Tod die Strafe für sein Verbrechen sei. Aber er sei bereit, sein Leben auf jede Weise für ihre Majestät zu opfern. Und dann wurde ihm vergeben. Nero entschied nach langem Überlegen, dass er angesichts des Notfalls, in dem er sich befand, die Befehle missachten musste. Er wagte jedoch nicht, alle seine Truppen nach Norden zu führen, da er sonst Süditalien gegen Hannibal schutzlos lassen würde. Er wählte 8.000 der besten und zuverlässigsten Männer aus seinen 40.000 Soldaten aus. Dies waren die Männer, denen er am meisten zutraute, einen schnellen Marsch zu bewältigen und Hasdrubals Truppen tapfer zu bekämpfen. Als Hasdrubals Briefe abgefangen wurden, befand sich Nero in einem großen und gut platzierten Lager. Er vergrößerte das Lager und verstärkte es, damit Hannibal nicht glaubte, er habe seine Truppen reduziert. Er tat dies schnell und bewegte sich innerhalb weniger Stunden nach Erhalt der Nachricht heimlich mit einer Gruppe von 8.000 Mann in der Nacht, von denen keiner wusste, wohin sie gingen. Er marschierte schnell nach Norden und trat, als er die nördliche Provinz erreichte, heimlich in das Lager von Livius ein, genauso wie er sein eigenes verlassen hatte. Auf diese Weise wurde die Armee, die mehr Truppen brauchte, gestärkt, während die andere geschwächt wurde, ohne dass einer der karthagischen Generäle etwas bemerkte. Livius war glücklich, in genau dem richtigen Moment zusätzliche Truppen zu erhalten. Er schlug vor, dass alle eine Weile im Lager bleiben sollten, damit sich die neuen Truppen nach ihrem anstrengenden Marsch ausruhen könnten. Aber Nero war dagegen und wollte sofort kämpfen. Er kannte die Männer, die er mitgebracht hatte, und wollte die Gefahren in seinem Lager in Süditalien nicht länger riskieren, indem er zu lange abwesend blieb. Also beschlossen sie, Hasdrubal sofort anzugreifen und gaben das Signal zur Schlacht. Hasdrubal hätte allein von Livius geschlagen werden können, aber die zusätzlichen Truppen von Nero machten die Römer zu stark für ihn. Von der Spitze der Schlacht bemerkte Hasdrubal Anzeichen dafür, dass einige der angreifenden Truppen aus dem Süden kamen. Er vermutete, dass Hannibal besiegt worden war und dass nun die gesamte römische Armee gegen ihn kämpfte. Er fühlte Trauer und gab auf, befahl den Rückzug. Die römische Armee verfolgte ihn und der Rückzug der Karthager wurde chaotisch. Sie blieben in der Nähe von Flüssen und Seen stecken. Die Führer, die die Aussichtslosigkeit der Lage erkannten, verließen sie und flohen, um sich selbst zu retten. Die Karthager waren an einem Ort gefangen, an dem sie sich weder verteidigen noch entkommen konnten. Die Römer zeigten keine Gnade und töteten, bis fast die gesamte Armee zerstört war. Sie schlugen Hasdrubal den Kopf ab und Nero kehrte noch in derselben Nacht mit diesem als Trophäe in sein Lager zurück. Dort schickte er eine Gruppe Reiter, um den Kopf in Hannibals Lager zu werfen, als grausames Zeichen ihres Sieges. Hannibal war sehr traurig und enttäuscht, weil er seine Armee verloren hatte. Dieser Verlust zerstörte all seine Hoffnungen. Hannibal sagte: »Mein Schicksal ist besiegelt, alles ist verloren. Ich werde keine Siegesbotschaften mehr nach Karthago senden. Der Verlust von Hasdrubal bedeutet, dass meine letzte Hoffnung erloschen ist.«
Während Hannibal in Italien war, gewannen die römischen Armeen mit Unterstützung ihrer Verbündeten allmählich gegen die Karthager in verschiedenen Teilen der Welt. Verschiedene römische Generäle waren im Kommando, ernannt vom römischen Senat. Nachrichten über diese Siege erreichten Italien und stärkten die Moral der Römer. Unterdessen fühlten sich Hannibal, seine Armee und ihre Verbündeten durch diese Niederlagen entmutigt und deprimiert. Scipio war ein General, der Armeen in fremden Ländern, insbesondere in Spanien, anführte. Die Nachrichten von seiner Armee wurden immer spannender, als er mehr Schlachten gewann, wodurch es so schien, als würde er das gesamte Land erobern. Er besiegte einen karthagischen General nach dem anderen und eroberte schließlich Neu-Karthago. Dies sicherte den Römern die Kontrolle über das ganze Land. Scipio kehrte als Sieger nach Rom zurück. Das Volk jubelte ihm zu. Bei der nächsten Wahl wurde er zum Konsul ernannt. Sizilien wurde ihm zugeteilt und er durfte nach Afrika gehen, wenn er wollte. Der andere Konsul musste in Italien gegen Hannibal kämpfen. Scipio sammelte seine Armee, bereitete seine Schiffe vor und fuhr nach Sizilien. Das Erste, was er tat, als er in seiner Provinz ankam, war, eine Reise nach Afrika zu planen. Er konnte nicht direkt gegen Hannibal in Süditalien kämpfen, weil sein Kollege diese Aufgabe hatte. Aber er konnte Afrika angreifen und sogar Karthago bedrohen. Mit seiner mutigen und entschlossenen Natur beschloss er, genau das zu tun. Er war sehr erfolgreich in all seinen Plänen. Seine Armee, inspiriert von seinem Enthusiasmus und seinem Vertrauen in den Erfolg, gewann viele Siege. Sie eroberten Städte, überrannten Provinzen und besiegten alle karthagischen Armeen. Schließlich verursachten sie in Karthago dieselbe Panik, die Hannibals Fortschritte einst in Rom ausgelöst hatten. Die Karthager, nun verzweifelt, schickten Gesandte zu Scipio, um Frieden zu bitten und seine Bedingungen für den Rückzug aus dem Land zu erfahren. Scipio sagte, er könne keinen Frieden schließen. Das sei Sache des römischen Senats, dem er diene. Allerdings nannte er einige Bedingungen, die er dem Senat vorschlagen würde, und wenn die Karthager ihnen zustimmten, würde er einen Waffenstillstand gewähren, also einen vorübergehenden Stopp der Kämpfe, bis der römische Senat darauf reagierte. Die Karthager akzeptierten die Bedingungen, obwohl sie sehr hart waren. Die Römer glaubten jedoch, dass die Karthager nicht vorhatten, die Bedingungen einzuhalten, sondern ihnen nur vorübergehend zustimmten, um Zeit zu gewinnen, um Hannibal zu rufen. Sie vertrauten auf seine Fähigkeiten und seine militärische Stärke und dachten, dass er sie retten könnte, wenn er nach Afrika käme. Sie schickten Botschafter nach Rom mit Friedensvorschlägen und schickten auch Nachrichten an Hannibal. Sie sagten ihm, er solle schnell seine Truppen auf Schiffe bringen, Italien verlassen und nach Hause zurückkehren, um ihre Stadt vor der Zerstörung zu retten. Als Hannibal diese Nachrichten erhielt, war er sehr aufgewühlt und traurig. Er verbrachte Stunden in großer Erregung, manchmal saß er still da und stöhnte in Verzweiflung, und manchmal schrie er in Wut. Trotz seiner Gefühle musste er nach Karthago gehen. Der römische Senat entschied sich nicht für Frieden oder Krieg, als Scipio ihn fragte. Stattdessen schickten sie die Entscheidung an ihn zurück. Sie schickten Kommissare, um Scipio zu sagen, dass er selbst entscheiden könne, ob der Krieg fortgesetzt oder beendet werden solle, und wenn er beendet werden solle, unter welchen Bedingungen. Hannibal sammelte eine große Armee in Karthago, indem er sie mit den Resten aus früheren Kämpfen mit Scipio vereinte. Dann führte er diese Truppen, um seinem Feind zu begegnen. Nach einem 5-tägigen Marsch, etwa 120 bis 160 Kilometer von Karthago entfernt, näherte er sich Scipios Lager. Er schickte Spione aus, um Nachforschungen anzustellen. Scipios Patrouillen fingen die Spione ab und brachten sie ins Zelt des Generals, in der Erwartung, dass sie hingerichtet würden. Stattdessen zeigte Scipio ihnen das ganze Lager und ließ sie alles sehen, was sie wollten. Danach ließ er sie gehen, damit sie Hannibal Bericht erstatten konnten. Der Bericht über die Stärke und die Ressourcen von Scipios Armee beunruhigte Hannibal.
Er entschied, dass es besser sei, zuerst zu versuchen, Frieden zu verhandeln, als eine Schlacht zu riskieren. So bat er Scipio um ein persönliches Treffen. Scipio stimmte zu, und sie setzten einen Ort zwischen ihren Lagern fest. Die beiden Generäle trafen sich an diesem Ort zur vereinbarten Zeit, mit viel Pomp und zahlreichen Begleitern. Sie waren die besten Generäle ihrer Zeit, hatten 20 Jahre lang riesige Armeen angeführt und weltweite Berühmtheit erlangt. Sie hatten in sehr verschiedenen Gebieten gearbeitet und trafen sich zum ersten Mal persönlich. Als sie vorgestellt wurden, standen sie eine Weile schweigend da, betrachteten einander mit großem Interesse und Neugier, sagten jedoch nichts. Schließlich begannen die Verhandlungen. Hannibal bot Scipio Friedensbedingungen an. Diese waren gut für die Römer, aber Scipio wollte mehr. Er forderte größere Opfer, als Hannibal bereit war zu bringen. Nach langen und erfolglosen Verhandlungen kehrten beide Generäle in ihre Lager zurück und bereiteten sich auf die Schlacht vor. In militärischen Kampagnen ist es oft leicht für siegreiche Armeen, weiter zu siegen. Das liegt an den Erwartungen der Soldaten. Scipio und seine Truppen erwarteten einen Sieg. Die Karthager hingegen erwarteten eine Niederlage. Und genau das geschah. Am Ende des Tages der Schlacht lagen 40.000 Karthager tot oder im Sterben auf dem Boden. Weitere 40.000 waren Gefangene im römischen Lager. Die restlichen Karthager flohen in Angst auf allen Straßen, die nach Karthago führten. Hannibal erreichte die Stadt, ging in den Senat, verkündete seine Niederlage und sagte, dass er nichts mehr tun könne. Hannibal sagte: Das Glück, das uns einst Wohlstand und Überfluss brachte, ist für immer verloren, entglitten wie Sand. Jetzt bleibt uns nur, Frieden mit unseren Feinden zu schließen. Wir müssen akzeptieren, dass wir ihrer Gnade ausgeliefert sind und jede Bedingung akzeptieren, die sie uns auferlegen, egal wie hart oder ungerecht sie sein mag. Kapitel 11 Hannibals letzte Schlacht. Der Zusammenstoß mit Scipio. Hannibals Leben war wie ein Apriltag. Sein größter Ruhm lag am Morgen. Der Untergang seiner Sonne wurde von Wolken und Schauern verdunkelt. Seine späteren Jahre waren hart und voller Schwierigkeiten. 15 Jahre lang konnte ihn kein römischer General besiegen, aber schließlich tat es Scipio. Am Ende, wie Hanno gewarnt hatte, ließen seine Siege sein Land schlechter dastehen als zuvor. Als die Karthager sich auf Industrie, Handel und Frieden konzentrierten, blühten sie auf. Sie wurden jedes Jahr reicher und einflussreicher. Ihre Schiffe reisten weit und wurden überall willkommen geheißen. Karthagische Händler besuchten alle Mittelmeerküsten, verbesserten das Leben vieler Menschen und vermehrten gleichzeitig ihren eigenen Reichtum und Ruhm. Dies hätte jahrhundertelang so weitergehen können, wenn nicht militärische Führer aufgetaucht wären, die Ruhm suchten. Hannibals Vater war einer dieser führenden Männer. Er begann, Teile Spaniens zu erobern und die römische Kontrolle herauszufordern. Er lehrte Hannibal, denselben Ehrgeiz und Hass zu haben. Viele Jahre lang funktionierte ihre Strategie. Aus hilfreichen und einladenden Besuchern wurden sie Herrscher und für manche ein Fluch. Solange Hannibal besser war als jeder römische General, gewann er weiterhin. Aber dann kam Scipio, der sogar besser war als Hannibal. Danach nahmen die Römer all das Land zurück, das Hannibal in den letzten 50 Jahren mit denselben Gewaltakten und Leiden erobert hatte, die Hannibal selbst benutzt hatte. Wir haben Hannibals Errungenschaften bei diesen Eroberungen ausführlich beschrieben, während Scipios Bemühungen, sie zurückzuerobern, nur kurz erwähnt wurden. Dies liegt daran, dass der Schwerpunkt auf Hannibals Geschichte und nicht auf Scipios liegt. Allerdings dauerten Scipios Eroberungen lange und geschahen allmählich. Er war etwa 18 Jahre alt bei der Schlacht von Cannae. Kurz danach begannen seine Feldzüge und er wurde Konsul mit 30, kurz bevor er nach Afrika ging. Es dauerte 15 bis 18 Jahre, um die Macht zu zerstören, die Hannibal aufgebaut hatte. Während dieser Zeit arbeitete er fernab von Hannibal und Karthago
als wolle er sie sich bis zum Schluss aufsparen. Er war sehr erfolgreich, so dass, als er Karthago angriff, alles andere bereits erobert war. Die karthagische Macht war sehr geschwächt und brauchte nur noch einen letzten Schlag, um zerstört zu werden. Die Ressourcen der Stadt waren so erschöpft, dass sie ihren obersten General sofort zurückrufen mussten, sobald sie bedroht wurden. Scipio zerstörte daraufhin sowohl die Stadt als auch den General. Scipio zerstörte sie jedoch nicht. Er verschonte Hannibals Leben und erlaubte der Stadt zu bestehen. Die Friedensbedingungen, die er festlegte, beendeten jedoch Karthagos Herrschaft für immer. Der karthagische Staat durfte frei und unabhängig bleiben und die Kontrolle über sein afrikanisches Land aus der Zeit vor dem Krieg behalten. Sie verloren jedoch all ihre ausländischen Gebiete und standen unter strengen Regeln für ihre Kontrolle in Afrika. Ihre gesamte Flotte, mit Ausnahme von 10 kleinen Schiffen mit 3 Ruderreihen, musste an die Römer übergeben werden. Scipio meinte, diese Schiffe würden für die zivile Verwaltung benötigt. Daher durften sie diese behalten. Scipio legte nicht fest, was mit dem Rest der Flotte geschehen sollte. Sie musste ihm ohne Bedingungen übergeben werden. Auch alle ihre Kriegselefanten sollten abgeliefert werden, und sie durften keine weiteren trainieren. Sie durfte nur eine Militärmacht in Afrika sein. Um einen Krieg in Afrika zu beginnen, mussten sie zuerst dem römischen Volk die Gründe nennen und deren Erlaubnis einholen. Sie mussten auch 50 Jahre lang eine hohe jährliche Abgabe an die Römer zahlen. Die karthagischen Führer waren sehr besorgt und verwirrt, als sie über die harten Bedingungen diskutierten. Hannibal wollte sie akzeptieren, aber andere waren dagegen. Sie meinten, es sei besser weiterzukämpfen, auch wenn es hoffnungslos erschien, als solche beschämenden und tödlichen Bedingungen zu akzeptieren. Hannibal war bei diesen Debatten anwesend, aber seine Situation war sehr anders als in den letzten 30 Jahren, als er ein siegreicher General war, der seine Armee anführte. Er war es gewohnt, alles zu kontrollieren und zu lenken. In seinen Kriegsräten sprach niemand, es sei denn, er forderte sie dazu auf, und nur die Meinungen, die er hören wollte, wurden geäußert. Im karthagischen Senat war das sehr anders. Meinungen wurden frei geäußert, wie in einer Debatte unter Gleichen, wobei Hannibal nur einer der Teilnehmer war. Hannibal war jedoch daran gewöhnt, das Sagen zu haben, und dies machte ihn ungeduldig und unruhig, wenn man ihm widersprach. Als jemand im Senat begann, gegen seine Ansichten zu sprechen, versuchte Hannibal, ihn gewaltsam zum Schweigen zu bringen. Diese Handlung verursachte sofort Unzufriedenheit und Missfallen in der Versammlung und zeigte Hannibal, dass seine Zeit der Herrschaft vorbei war. Als er seinen Fehler erkannte, entschuldigte er sich schnell dafür, die Verantwortlichkeiten seiner neuen Rolle vergessen zu haben. Die Karthager stimmten schließlich Scipios Friedensbedingungen zu. Sie zahlten den ersten Teil der Abgabe und übergaben die Elefanten und Schiffe. Einige Tage später beschloss Scipio, die Schiffe nicht mitzunehmen, sondern sie dort zu zerstören. Dies könnte daran gelegen haben, dass er dachte, die Schiffe würden den Römern aufgrund der Schwierigkeiten, Besatzungen für sie zu finden, nicht nützlich sein. Schiffe sind ohne Seeleute nutzlos. Viele Nationen können heutzutage eine Marine aufbauen, haben aber nicht genug Seeleute, um sie zu nutzen. Das könnte der Grund gewesen sein, warum Scipio sich entschied, die karthagischen Schiffe nicht zu nehmen. Wahrscheinlich wollte er Karthago und der Welt zeigen, dass er nicht für sein eigenes Land stehlen, sondern ehrgeizige Soldaten davon abhalten wollte, weitere Kriege zu verursachen. So entschied Scipio, die karthagische Flotte zu zerstören, anstatt sie zu nehmen. Eines Tages befahl er, alle Schiffe in der Bucht bei Karthago zu sammeln und sie zu verbrennen. Es waren 500, eine große Flotte, die ein weites Gebiet des Wassers bedeckte. Eine riesige Menge versammelte sich an den Ufern, um das gewaltige Feuer zu beobachten. Der Anblick war an sich schon emotional, aber der Zorn und der Hass, der in jedem Karthager brodelte, machten ihn noch intensiver. Die Römer, die vom Ufer aus ihrem Lager zusahen, hatten andere Gefühle.
Sie waren aufgeregt und triumphierend, als sie die riesigen Flammen und den Rauch über dem Meer aufsteigen sahen, der die Zerstörung von Karthagos Stolz und Macht symbolisierte. Nachdem er seine Arbeit beendet hatte, segelte Scipio nach Rom. Ganz Italien wusste von seinem Erfolg über Hannibal. Rom fürchtete seinen großen Feind nicht mehr. Hannibal war nun in seinem eigenen Land gefangen, entwaffnet und hilflos. Die Angst, die er in Italien verbreitet hatte, war für immer verschwunden. Das Volk von Rom, das sich an die schrecklichen Zeiten erinnerte, die es durchlebt hatte, sah in Scipio einen großen Helden. Sie waren begeistert, ihn zu empfangen. Als er sich der Stadt näherte, zogen viele Menschen aus, um ihn zu treffen. Die Führer organisierten Umzüge zu seiner Begrüßung. Sie brachten Kronen, Girlanden und Blumen und jubelten laut, als er ankam. Sie nannten ihn Africanus, um seine Siege zu ehren. Dies war eine neue Idee, einen Eroberer nach dem Land zu benennen, das er besiegt hatte. Es wurde eigens für Scipio, den Helden, der das Reich vor seiner größten Gefahr gerettet hatte, geschaffen. Hannibal hatte auch nach seinem Fall noch ein gewisses Ansehen in Karthago. Seine früheren Erfolge verschafften ihm großen Respekt und er hatte viele mächtige Freunde. Ihm wurde ein hohes Amt übertragen und er bemühte sich, die inneren Angelegenheiten des Staates zu verbessern. Allerdings war er dabei nicht sehr erfolgreich. Die Historiker sagen, dass seine Ziele gut und seine Pläne vernünftig waren. Da er jedoch an den strengen und befehlenden Stil eines militärischen Führers gewöhnt war, fiel es ihm schwer, die Geduld und den Respekt für die Meinungen anderer aufzubringen, die für die Verwaltung der zivilen Angelegenheiten eines Landes notwendig sind. Er machte sich viele Feinde, die alles versuchten, von Intrigen und Plänen bis hin zu offenen Angriffen, um ihn zu Fall zu bringen. Sein Stolz wurde bald verletzt und gedemütigt, nachdem Scipio nach Rom zurückgekehrt war. Es gab einen Krieg mit einem benachbarten afrikanischen Stamm und Hannibal führte einige Truppen aus der Stadt, um zu kämpfen. Die Römer hatten Spione in Karthago, die ihnen davon berichteten. Die Römer schickten daraufhin eine Nachricht an Karthago und warnten, dass Hannibals Handlungen gegen den Vertrag verstießen und nicht erlaubt werden könnten. Die Regierung, die einen weiteren Besuch von Scipio nicht riskieren wollte, befahl Hannibal, den Krieg zu beenden und in die Stadt zurückzukehren. Hannibal musste gehorchen. Nach vielen Jahren, in denen er alle römischen Armeen und Flotten herausgefordert hatte, musste es für jemanden wie ihn sehr schwer gewesen sein, von einem bloßen Befehl gestoppt und besiegt zu werden. Alle Macht der Römer konnte ihn nicht aufhalten, selbst an den Toren ihrer Stadt. Nun fand ihn eine einfache Nachricht und Drohung von jenseits des Meeres in den Wüsten Afrikas und nahm ihm all seine Macht. Jahre vergingen und Hannibal, gezwungen, seine Situation zu akzeptieren, war immer noch unruhig. Sein rastloser Geist, getrieben von Wut und Ehrgeiz, versuchte ständig einen Weg zu finden, um seinen alten Feind wieder herauszufordern. Karthago begann als Handelskolonie von Tyrus, einer Stadt am Mittelmeer. Tyrus lag in der Nähe von Syrien und Phönizien, die starke Handelsgebiete waren. Sie hatten immer gute Beziehungen zu Karthago. Schiffe verkehrten ständig hin und her. Wenn jemals eine Katastrophe eintrat, suchten die Menschen eines Ortes Hilfe beim anderen. Karthago sah Phönizien als seine Mutter und Phönizien sah Karthago als sein Kind. Zu dieser Zeit herrschte ein mächtiger König namens Antiochos über Syrien und Phönizien. Seine Hauptstadt war Damaskus. Er war reich und mächtig und hatte Probleme mit den Römern. Die Römer dehnten sich nach Osten aus und kamen seinen Gebieten nahe. Die beiden Nationen standen fast im Krieg. Hannibals Feinde in Karthago sagten dem römischen Senat, dass er sich mit Antiochos verbünden wolle, um die syrischen und karthagischen Streitkräfte gegen Rom zu vereinen, was einen weiteren großen Krieg auslösen könnte. Die Römer beschlossen, eine Nachricht an die karthagische Regierung zu senden. Sie forderten,
dass Hannibal von seinem Amt entfernt und ihnen als Gefangener zur Aburteilung übergeben werde. Die Gesandten reisten nach Karthago, hielten jedoch ihre Mission geheim. Sie wussten, dass Hannibal fliehen würde, wenn er es herausfände, bevor der karthagische Senat die Übergabe beschließen konnte. Doch Hannibal war zu klug für sie. Er erfuhr von ihrem Plan und beschloss zu fliehen. Er wusste, dass viele in Karthago gegen ihn waren und dass ihr Hass wuchs. Er konnte der Entscheidung des Senats nicht vertrauen, also entschied er sich zur Flucht. Er besaß eine kleine Burg oder einen Turm an der Küste, 150 Meilen südöstlich von Karthago. Er schickte eine schnelle Nachricht, um ein Schiff bereitzustellen, das ihn auf See bringen sollte. Er arrangierte auch, dass Reiter an einem der Stadttore bei Einbruch der Dunkelheit bereitstanden. Tagsüber ging er ohne Sorgen in der Öffentlichkeit umher. Er verhielt sich ruhig, sodass die römischen Gesandten dachten, er plane keine Flucht. Am Ende des Tages ging er langsam nach Hause und bereitete sich auf seine Reise vor. Als es dunkel wurde, begab er sich zum Stadttor, bestieg sein Pferd und ritt zu seiner Burg. Dort fand er das Schiff, das er bestellt hatte. Er bestieg das Schiff und segelte wieder in das Unbekannte. Es gibt eine kleine Insel namens Cercina in der Nähe der Küste. Hannibal erreichte diese Insel noch am selben Tag, an dem er seinen Turm verließ. Es gab einen Hafen, in den oft Handelsschiffe kamen. Er fand mehrere phönizische Schiffe im Hafen, einige auf dem Weg nach Karthago. Hannibals Ankunft erregte großes Interesse, und um zu erklären, warum er dort war, sagte er sei im Auftrag der karthagischen Regierung auf dem Weg nach Tyrus. Nun hatte er Angst, dass einige der Schiffe, die nach Karthago segeln wollten, berichten könnten, dass er auf Cercina gesehen worden war. Um dies zu verhindern, hatte er einen cleveren Plan. Er lud alle Kapitäne der im Hafen liegenden Schiffe zu einem großen Fest ein und bat sie, ihm die Hauptsegel ihrer Schiffe zu leihen, um daraus einen großen Baldachin zu machen, der die Gäste vor dem nächtlichen Tau schützte. Die Kapitäne, begeistert von Hannibals Vorschlag, nahmen die Einladung an und ließen ihre Hauptsegel herunter, wodurch alle ihre Schiffe im Hafen blieben. An diesem Abend versammelten sich alle unter einem großen Zelt, das aus den Hauptsegeln am Ufer gemacht wurde. Hannibal begrüßte sie und blieb eine Weile. Während der Nacht, als sie feierten, schlich er sich davon, bestieg ein Schiff und segelte davon. Als die Schiffsbesatzung am nächsten Morgen aus ihrem tiefen Schlaf nach dem Trinken erwachte, war Hannibal bereits weit auf dem Weg nach Syrien. In der Zwischenzeit herrschte in Karthago große Aufregung. Am Tag nach seiner Flucht hörte jeder in der Stadt von Hannibals Verschwinden. Große Menschenmengen versammelten sich vor seinem Haus. Viele wilde und seltsame Geschichten versuchten sein Verschwinden zu erklären, aber sie ergaben keinen Sinn und machten die Leute nur noch aufgeregter. Die Aufregung hielt an, bis schließlich die Schiffe aus Cercina kamen und die Wahrheit enthüllten. Zu diesem Zeitpunkt war Hannibal längst außer Reichweite. Er segelte ruhig, aber traurig und elend in Richtung Tyrus. Er landete sicher und wurde willkommen geheißen. Einige Tage später reiste er ins Landesinnere und erreichte nach einigen Umwegen Ephesus, wo er Antiochos, den syrischen König, traf. Als Hannibals Flucht in Karthago bekannt wurde, sorgten sich die Menschen schnell, dass die Römer ihnen die Schuld geben und wieder feindselig werden würden. Um diese Gefahr zu vermeiden, schickten sie schnell eine Delegation nach Rom, um sie über Hannibals Flucht zu informieren und ihre Reue zu zeigen, in der Hoffnung, sich vor dem Zorn ihrer mächtigen Feinde zu schützen. Auf den ersten Blick mag es sehr unfair und undankbar erscheinen, dass die Karthager ihren Anführer in seinen schlechten Zeiten im Stich ließen und sich auf die Seite der Feinde stellten, die nur deshalb wütend auf ihn waren, weil er für sie gearbeitet und ihre Befehle befolgt hatte. Das Verhalten der Karthager würde unfair und inkonsequent erscheinen, wenn es sich um dieselben Leute handelte, die an beiden Situationen beteiligt waren. Aber das war nicht der Fall.
Diejenigen, die Hannibals Pläne ablehnten, hatten dies schon immer getan. Als Hannibal erfolgreich war, hatten seine Unterstützer die Kontrolle und seine Gegner waren in der Minderheit. Aber jetzt, da die schlechten Ergebnisse seines Ehrgeizes und seiner ungerechtfertigten Handlungen gegen Rom deutlich wurden, verloren seine Unterstützer die Macht. Die Kontrolle ging zurück an diejenigen, die sich immer gegen ihn gestellt hatten. Wenn sie nun versuchten, ihn zu Fall zu bringen, nachdem er gefallen war, war ihr Handeln konsequent und kann nicht als undankbar oder verräterisch angesehen werden, unabhängig davon, ob es politisch richtig oder falsch war. Man könnte denken, dass Hannibals Hoffnungen, seinen römischen Feind erneut herauszufordern, nun zerstört wären. Die Menschen würden erwarten, dass er seine aktive Feindseligkeit aufgibt und sich einen sicheren Ort sucht, um den Rest seines Lebens friedlich zu verbringen, froh darüber, seinen Feinden entkommen zu sein. Aber es ist schwer, jemanden mit so starkem Willen und so viel Energie wie ihn zu stoppen. Er wollte sein Schicksal nicht akzeptieren. Am Hofe des Antiochos begann er, einen neuen Krieg gegen Rom zu planen. Er schlug dem syrischen König vor, eine Flotte aufzubauen und ihn an die Spitze zu stellen. Er sagte, dass er mit 100 Schiffen und 10.000 bis 12.000 Mann die Mission selbst leiten würde und zuversichtlich sei, sein verlorenes Territorium zurückzuerobern und seinen alten Feind zu besiegen. Er erklärte, dass er zuerst mit seinen Männern nach Karthago gehen würde, um die Unterstützung seines Volkes zu gewinnen. Dann würde er Italien angreifen und sei sicher, dass er schnell die Kontrolle zurückerlangen würde. Hannibal wollte seine syrische Armee zuerst nach Karthago bringen, um seine Feinde zu besiegen und seine Unterstützer zu stärken. Um dies vorzubereiten, schickte er einen geheimen Boten nach Karthago, um seine Freunde dort über seine neuen Pläne und Hoffnungen zu informieren, während er noch mit Antiochos verhandelte. Er wusste, dass seine Feinde in Karthago auf Nachrichten lauerten. Deshalb schrieb er keine Briefe oder Notizen, die ihn verraten könnten, wenn sie entdeckt würden. Stattdessen erklärte er seinem Boten alle seine Pläne genau und gab detaillierte Anweisungen, wie er sie weitergeben sollte. Die karthagischen Behörden überwachten alles genau. Ihre Spione informierten sie über die Ankunft des Fremden. Sie planten schnell, ihn zu verhaften. Der Bote, der ebenfalls sehr aufmerksam war, erfuhr von seinem Versteck in der Stadt aus von diesen Plänen und beschloss, sofort zu fliehen. Zuerst bereitete er einige Papiere und Plakate vor, die er an öffentlichen Orten anbrachte. In diesen verkündete er, dass Hannibal sich nicht als besiegt betrachtete. Stattdessen schmiedete er neue Pläne, um seine Feinde in Karthago zu besiegen, seine Macht dort zurückzugewinnen und die Römer erneut anzugreifen. Er forderte auch Hannibals Unterstützer in Karthago auf, ihm treu zu bleiben. Der Bote brachte die Plakate an und verließ dann die Stadt bei Nacht, um zu Hannibal zurückzukehren. Dieses Ereignis sorgte in der Stadt für große Aufregung. Hannibals Feinde waren wütend, während seine Freunde sich hoffnungsvoll und ermutigt fühlten. Doch zunächst geschah nichts weiter. Die Gruppe gegen Hannibal war in Karthago zu stark, um sie so leicht zu ändern. Sie berichteten Rom über das Erscheinen von Hannibals Boten in Karthago und was geschehen war, und dann blieb alles beim Alten. In der Zwischenzeit, als die Römer herausfanden, wohin Hannibal gegangen war, schickten sie einige Kommissare, um mit der syrischen Regierung über ihre Pläne zu sprechen und Hannibal zu überwachen. Es wurde gesagt, dass Scipio selbst Teil dieser Gruppe war und dass er Hannibal in Ephesus traf und mehrere persönliche Gespräche mit ihm führte. Ein antiker Historiker erzählte detailliert von einem dieser Treffen, bei dem das Gespräch sich auf militärische Größe und Ruhm konzentrierte, wie es zwischen solch berühmten Kommandanten zu erwarten war. Scipio fragte Hannibal, wen er für den größten Militärhelden aller Zeiten hielt. Hannibal sagte, Alexander den Großen, weil er mit einer kleinen Anzahl makedonischer Truppen weit vorangekommen, riesige Armeen besiegt und ein riesiges Reich erobert hatte.
Scipio fragte Hannibal, wen er nach Alexander für den nächstgrößten General hielt. Hannibal antwortete: Pyrrhus. Pyrrhus war ein Grieche, der das Adriatische Meer überquert und erfolgreich gegen die Römer gekämpft hatte. Hannibal setzte Pyrrhus an die zweite Stelle, weil er die Kriegskunst verbessert und seine Soldaten und die von ihm eroberten Völker loyal zu ihm gemacht hatte. Als Scipio fragte, wer als nächster käme, sagte Hannibal, dass er sich selbst an dritter Stelle einordnen würde. Hannibal fügte hinzu: Und hätte ich durch ein bemerkenswertes Kunststück es geschafft, Scipio zu besiegen, würde ich mich nicht nur für überlegen gegenüber Scipio halten, sondern auch über Größen wie Alexander den Großen, Pyrrhus und alle anderen berühmten Generäle stehen, die die Welt je hervorgebracht hat und deren militärische Fähigkeiten und strategisches Genie seit Jahrhunderten gefeiert werden. Viele Geschichten werden über Hannibal erzählt, als er erstmals in Syrien auftrat. Diese Geschichten zeigen, wie hoch die Leute ihn einschätzten und wie neugierig sie darauf waren, ihn zu sehen. Einmal hielt ein eitler und selbstverliebter Redner, der wenig über Krieg wusste, außer aus seinen eigenen Vorstellungen, eine Rede vor einer Gruppe, in der Hannibal anwesend war. Er war erfreut, sich vor einer so berühmten Person zu präsentieren. Als die Rede vorbei war, fragten sie Hannibal, was er davon halte. Hannibal antwortete: Ich habe viele alte Narren in meinem Leben gehört, jeder dümmer als der andere, aber dieser hier ist wahrhaft der größte Narr von allen. In all meinen Jahren habe ich noch nie jemanden getroffen, der die Torheit so vollständig verkörpert, ohne den geringsten Anschein von Weisheit. Hannibal versuchte hart einen Weg zu finden, die Römer erneut anzugreifen, aber es gelang ihm nicht. Trotz seiner ständigen Bemühungen und der gelegentlichen Hoffnung, die ihm der König gab, passierte nie etwas. Er blieb 10 Jahre in dieser Gegend, arbeitete stets an seinen Zielen, aber jedes Jahr fühlte er sich weiter davon entfernt, sie zu erreichen. Sein Glück und sein Erfolg waren vorbei. Seine Pläne scheiterten, sein Einfluss nahm ab und sein Ruhm verblasste. Schließlich, nach vielen erfolglosen Kämpfen gegen die Römer, schloss Antiochos einen Friedensvertrag mit ihnen. Ein Teil dieses Vertrags war die Auslieferung Hannibals an die Römer. Hannibal entschied sich zur Flucht. Er wählte die Insel Kreta als Zufluchtsort. Doch ihm wurde klar, dass er dort nicht lange bleiben konnte. Er hatte einen großen Schatz mitgebracht, und als er Kreta wieder verlassen wollte, befürchtete er, dass die Kreter versuchen könnten, diesen Schatz an sich zu nehmen. Er brauchte einen klugen Plan, um das Gold sicher mitzunehmen. Diesen Plan setzte er um. Er füllte einige Tongefäße mit Blei und versiegelte die Oberseiten mit Gold und Silber. Diese Gefäße brachte er sorgfältig zum Tempel der Diana, einem sehr heiligen Ort. Dort ließ er sie unter der besonderen Obhut der Kreter zurück und erklärte, sie enthielten all seine Schätze. Die Kreter versprachen, sie sicher aufzubewahren. In der Zwischenzeit nahm Hannibal sein wahres Gold, versteckt in hohlen Bronzestatuen, die er bei sich trug, ohne Verdacht zu erregen, da sie wie einfache Kunstwerke aussahen. Hannibal floh von Ort zu Ort, um zu entkommen. Das Leben wurde sehr schwer für ihn. Der römische Senat verfolgte ihn ständig, was ihn ständig ängstlich und besorgt machte. Er hatte keine Hoffnung auf Trost oder Frieden. Er wurde von schlechten Erinnerungen verfolgt und sorgte sich ständig um die Zukunft. Sein ganzes Leben lang hatte er diejenigen verletzt, die er zutiefst hasste, obwohl sie ihm nie etwas angetan hatten. Jetzt, in seinem Alter, erlebte er denselben Schrecken und dieselbe Qual, die er anderen zugefügt hatte. Die Feindschaft, vor der er nun Angst hatte, war genauso unerbittlich wie seine eigene, vielleicht sogar stärker, da sie mit dem vermuteten Recht auf Vergeltung und Rache vermischt war. Als Hannibal sah, dass die Römer ihm immer näher kamen und er Gefahr lief, gefangen genommen zu werden, hatte er Gift vorbereitet. Er beschloss, lieber durch seine eigene Hand zu sterben, als von seinen Feinden gefangen zu werden. Schließlich kam der Moment, das Gift einzunehmen.
Hannibal befand sich in Bithynien, einem Königreich in Kleinasien. Der König von Bithynien schützte ihn eine Zeit lang, beschloss jedoch schließlich, ihn an die Römer auszuliefern. Als Hannibal dies erfuhr, versuchte er zu fliehen. Aber alle Ausgänge des Palastes, selbst die geheimen, die er eingerichtet hatte, waren blockiert und bewacht. Hannibal konnte nicht mehr entkommen. Also ging er in sein Zimmer und nahm das Gift ein. Er war fast 70 Jahre alt und sehr müde von all seinen Sorgen und seinem Schmerz. Er war froh zu sterben. Er trank das Gift und hörte nach einigen Stunden auf zu atmen. Kapitel 12 – Vollständige Zerstörung, das Ende von Karthago. Hannibals rücksichtsloser Ehrgeiz und ungerechtfertigter Angriff auf die römischen Rechte führte nicht nur zu seinem eigenen Untergang. Der Konflikt, den er begonnen hatte, setzte sich fort, bis er in der Zerstörung Karthagos endete. Dies geschah im dritten und letzten Krieg zwischen Karthago und Rom, bekannt als der Dritte Punische Krieg. Wir beenden diese Geschichte von Hannibal mit einer Zusammenfassung dieses Krieges, der mit der vollständigen Zerstörung Karthagos endete. Die Punischen Kriege waren eine Reihe von 3 Konflikten zwischen Rom und Karthago, die sich über mehr als ein Jahrhundert erstreckten. Der erste Punische Krieg begann 264 v. Chr. Mit Feindseligkeiten in Sizilien und beinhaltete Seeschlachten im Mittelmeer. Dieser Krieg endete 241 v. Chr. Und führte zu einer 24-jährigen Friedenszeit. Der Zweite Punische Krieg brach 218 v. Chr. Aus, als Hannibal Saguntum angriff und die Alpen überquerte. Dieser Krieg umfasste die bedeutende Schlacht von Cannae im Jahr 216 v. Chr. Und endete mit Scipios Eroberung von Hannibal im Jahr 200 v. Chr., gefolgt von einem Frieden, der 52 Jahre andauerte. Der Dritte Punische Krieg begann 148 v. Chr. Und wurde durch die Zerstörung Karthagos im Jahr 145 v. Chr. Geprägt, was den endgültigen Konflikt nach 3 Jahren beendete. Insgesamt waren die Punischen Kriege gekennzeichnet durch zeitweilige, intensive Kämpfe und lange Friedenszeiten, die schließlich zur römischen Vorherrschaft über das westliche Mittelmeer führten. Der Krieg, über den wir jetzt sprechen, ist der dritte. Je länger diese feindseligen Beziehungen zwischen den beiden Ländern andauerten und je mehr beide die schrecklichen Folgen ihrer Kämpfe spürten, desto weniger wollten sie solche furchtbaren Auseinandersetzungen erneut beginnen. Doch wenn sie wieder kämpften, taten sie dies mit noch größerer Entschlossenheit und Hass. Die Kriege fanden also seltener statt, aber wenn sie es taten, waren sie kürzer, verzweifelter und erbarmungsloser. Nach dem Ende des Zweiten Punischen Krieges herrschte etwa 50 Jahre lang Frieden. In dieser Zeit traten in Rom und Karthago neue Führer auf. Jede neue Gruppe erbte den Hass und die Feindschaft ihrer Vorgänger. Solange Hannibal lebte und seine Pläne in Syrien fortsetzte, erzürnte er die Römer immer wieder gegen Karthago. Obwohl die karthagische Regierung seine Handlungen leugnete und vorgab, sich seinen Plänen zu widersetzen, wusste Rom, dass dies nur der Fall war, weil sie glaubten, er könne nicht erfolgreich sein. Die Römer vertrauten Karthago überhaupt nicht, daher konnte es keinen echten Frieden geben. Ein weiterer Streitpunkt entwickelte sich allmählich. Es gab ein Land namens Numidien, westlich von Karthago. Numidien war über 100 Meilen breit und erstreckte sich über Hunderte von Meilen ins Landesinnere. Es war ein reiches und fruchtbares Gebiet mit vielen mächtigen und wohlhabenden Städten. Die Menschen waren kriegerisch und berühmt für ihre Reiterei. Antike Historiker berichten, dass sie ohne Sättel und oft ohne Zügel in die Schlacht ritten. Sie lenkten und kontrollierten ihre Pferde mit ihrer Stimme und hielten sich durch ihre Stärke und Geschicklichkeit auf ihnen. Diese numidischen Reiter werden oft in Geschichten über Hannibals Feldzüge und andere Militärgeschichten jener Zeit erwähnt.
Unter den Königen Numidiens gab es einen namens Massinissa, der sich im Zweiten Punischen Krieg auf die Seite der Römer stellte. Er geriet in einen Machtkampf mit einem benachbarten König namens Syphax. Massinissa verbündete sich mit den Römern, während Syphax sich den Karthagern anschloss. Jeder hoffte, durch die Hilfe seiner Verbündeten den anderen zu besiegen. Massinissas Unterstützer waren die Stärkeren. Am Ende des Zweiten Punischen Krieges wurden seine Ländereien vergrößert und er wurde als Herrscher bestätigt. Die Karthager stimmten zu, ihn nicht zu belästigen. In Städten wie Rom und Karthago gibt es immer zwei Hauptgruppen, die um Macht kämpfen. Jede Gruppe versucht, die andere zu blockieren, und sie sind normalerweise in wichtigen öffentlichen Fragen uneinig. In Rom gab es zwei Gruppen mit unterschiedlichen Ansichten über Karthago. Die eine Gruppe wollte Frieden, während die andere immer Krieg wollte. Ebenso gab es in Karthago einige Menschen, die Frieden mit Rom schließen und Konflikte vermeiden wollten. Andere waren unzufrieden mit der römischen Kontrolle und versuchten ständig Feindseligkeiten zu schüren, fast so, als wollten sie, dass der Krieg wieder ausbricht. Die zweite Gruppe konnte Karthago nicht dazu bringen, direkt gegen Rom zu kämpfen. Sie schafften es jedoch, einen Konflikt mit Massinissa zu starten und führten eine Armee, um gegen ihn zu kämpfen. Seit Hannibals Krieg waren 50 Jahre vergangen. In dieser Zeit war Scipio, der Hannibal besiegt hatte, verschwunden. Massinissa war jetzt über 80 Jahre alt, aber immer noch stark und energisch. Er sammelte eine riesige Armee und ritt ohne Sattel auf seinem Pferd durch die Reihen, erteilte Befehle und bereitete sich auf die Schlacht vor. Der Name des karthagischen Generals war Hasdrubal. Dies war ein häufiger Name in Karthago, besonders unter Hannibals Freunden und Familie. Dieser Hasdrubal könnte nach Hannibals Bruder benannt worden sein, der bei seinem Abstieg aus den Alpen nach Italien ums Leben kam. Da 50 Jahre Frieden vergangen waren, hätte ein nach diesem Ereignis geborenes Kind Zeit gehabt, erwachsen zu werden. Der neue Hasdrubal hasste Rom, genauso wie sein Namensvetter. Er und seine Gruppe schafften es, für kurze Zeit die Kontrolle über Karthago zu übernehmen. Während dieser Zeit leiteten sie den Konflikt mit Rom indirekt wieder ein. Sie verbannten gegnerische Führer, stellten eine Armee auf und Hasdrubal führte sie, um sich Massinissa zu stellen. Hannibal begann seinen Krieg gegen Rom, indem er sich zuerst mit einem römischen Verbündeten anlegte. Hannibal begann seine Angriffe auf Saguntum in Spanien. Hasdrubal beginnt in Numidien, Afrika. Trotz der unterschiedlichen Orte ähneln sich die Situationen. Hasdrubal dachte wahrscheinlich, er würde denselben Ruhm erreichen wie sein berühmter Vorfahr. Sowohl Hannibal als auch Hasdrubal sahen sich in Karthago einem starken Widerstand gegenüber, als sie ihre Missionen starteten. Im Fall von Hasdrubal wurde der Widerstand gewaltsam unterdrückt und seine Führer ins Exil geschickt. Diese Elemente waren jedoch immer noch präsent und bereit, sich zu erheben, wenn Hasdrubals Macht schwächer wurde. Hasdrubal musste zwei Feinde bekämpfen, einen auf dem Schlachtfeld und einen möglicherweise noch gefährlicheren in der Stadt. Die Ähnlichkeit endet hier. Hannibal gewann bei Saguntum, aber Hasdrubal verlor in Numidien völlig. Beide Seiten kämpften hart und lange, doch die Karthager mussten aufgeben und zogen sich in Chaos in ihr Lager zurück. Ein römischer Offizier beobachtete die Schlacht den ganzen Tag über von einem nahegelegenen Hügel aus mit großem Interesse. Scipio Aemilianus, bekannt als der jüngere Scipio Africanus der Jüngere, spielte später eine bedeutende Rolle im folgenden Krieg. Zu dieser Zeit war er ein angesehener Offizier in der römischen Armee, stationiert in Spanien. Sein General schickte ihn nach Afrika, um Elefanten von Massinissa für die Armee zu holen. Während er für diese Aufgabe in Numidien war, kam es zu einer Schlacht zwischen Massinissa und Hasdrubal, die er beobachtete. Dieser zweite Scipio war kein Blutsverwandter des ersten. Er wurde von dem Sohn des ersten Scipio adoptiert und nahm seinen Namen an, was ihn zu einem angenommenen Enkel machte. Er wurde für seine Energie,
Effizienz, guten Urteilsvermögen und praktischen Sinn sehr respektiert. Er befand sich in einer einzigartigen Position während dieser Schlacht. Anders als die meisten großen Feldherren war er mit einer römischen Armee in Spanien und war nur als militärischer Bote nach Numidien geschickt worden. Das machte ihn neutral im Kampf, und er konnte sich keiner Seite anschließen. So stand er auf einem Hügel und beobachtete die Schlacht, als wäre es eine Show zu seinem Vergnügen. Er spricht darüber, als wäre er sehr erfreut über die Gelegenheit, die er hatte. Er sagt, dass nur 2 weitere Male ein General eine große Schlacht von oben beobachten und alles ruhig und unbeteiligt sehen konnte. Er war sehr aufgeregt von der Szene. Besonders berichtet er über den alten Soldaten Massinissa, der 84 Jahre alt war. Massinissa ritt den ganzen Tag auf einem wilden Pferd, ohne Sattel, gab seinen Männern Befehle und ermutigte sie mit seiner Stimme und seinen Handlungen. Hasdrubal zog sich nach der Schlacht mit seinen Truppen in sein Lager zurück und befestigte sich dort. Massinissa bewegte seine Armee vorwärts, umzingelte das Lager und schloss die Flüchtigen ein. In großer Gefahr bat Hasdrubal, Massinissa Friedensgespräche aufzunehmen und schlug vor, dass Scipio als Vermittler die Bedingungen regeln sollte. Scipio war wahrscheinlich kein fairer Richter, aber Hasdrubal dachte, er könne dennoch einen gewissen Schutz vor den extremen Forderungen seines Eroberers bieten. Doch seine Vorhersage traf nicht ein. Scipios Bedingungen waren zu hart für Hasdrubal. Er wollte, dass die Karthager Massinissa mehr Land übergeben, und Hasdrubal stimmte dem zu. Auch sollte Hasdrubal ihm eine große Geldsumme zahlen, und auch dem stimmte er zu. Sie sollten auch zulassen, dass Hasdrubals verbannte Gegner nach Karthago zurückkehren. Dies hätte Hasdrubals Feinde wieder an die Macht gebracht und zu seinem Untergang geführt. Also konnte er dem nicht zustimmen. Er blieb in seinem Lager, und Scipio, der die Hoffnung auf eine Einigung verlor, nahm die für ihn bestimmten Elefanten und kehrte über das Mittelmeer nach Spanien zurück. Kurz darauf zwang Hasdrubals hungrige und elende Armee ihn, Massinissas Bedingungen zu akzeptieren. Die Soldaten wurden freigelassen, aber die meisten starben auf dem Weg nach Karthago. Hasdrubal fand einen sicheren Ort, aber die Macht seiner Gruppe war aufgrund des Scheiterns seiner Mission verloren. Seine verbannten Feinde wurden gemäß den Kapitulationsbedingungen zurückgebracht und erlangten schnell die Macht zurück. Unter diesen neuen Räten beschlossen die Karthager zunächst, Hasdrubal des Verrats zu beschuldigen, da er diese Probleme verursacht hatte. Anschließend schickten sie eine offizielle Gruppe nach Rom, um die Schuld der Nation zuzugeben, Hasdrubal als Hauptschuldigen auszuliefern und zu fragen, was die Römer sonst noch als Entschädigung wollten. In der Zwischenzeit, bevor die Boten ankamen, entschieden die Römer, was zu tun sei. Die meisten wollten mit Karthago streiten und den Krieg erklären. Sie hatten noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Als sie die Delegation empfingen, waren sie sehr kühl und gaben keine direkte Antwort. Sie sagten, es sei Sache der Karthager zu überlegen, wie sie das Angreifen des verbündeten Roms gegen den Vertrag wieder gutmachen könnten. Mehr hatten sie nicht zu sagen. Die Abgeordneten kehrten mit dieser Antwort zurück, was große Besorgnis und Angst auslöste. Die Karthager wollten alles tun, um die Gefahr der römischen Feindseligkeit zu vermeiden. Sie schickten eine neue Gruppe von Vertretern nach Rom, mit noch demütigeren Worten als zuvor. Die Vertreter verließen Karthago mit wenig Hoffnung auf Erfolg. Sie durften Zugeständnisse machen und allen Bedingungen zustimmen, um einen weiteren Krieg zu verhindern. Die Römer hatten einen Grund, einen neuen Krieg zu beginnen. Viele Römer wollten diese Chance nutzen, um Karthago vollständig zu zerstören. So erklärte der römische Senat schnell den Krieg, nachdem die erste Gruppe von Gesandten zurückkam. Sie stellten eine Flotte und eine Armee auf, und die Expedition stach in See. Als die neuen Gesandten in Rom ankamen, erfuhren sie, dass der Krieg, den sie verhindern wollten, bereits erklärt worden war. Die Römer hörten die Botschafter an.
Die Botschafter sagten, sie seien bereit, allen Bedingungen zuzustimmen, um den Krieg zu stoppen. Der Senat antwortete, dass sie bereit wären, einen Vertrag mit den Karthagern zu schließen, wenn sie sich vollständig der römischen Macht unterwerfen und versprechen würden, den Befehlen der Konsuln zu folgen, wenn sie mit der Armee in Afrika einträfen. Die Römer versprachen im Gegenzug, dass die Karthager ihre Freiheit, ihr Land und ihre Gesetze behalten würden. Um Karthagos Ehrlichkeit zu beweisen und ihre zukünftige Gehorsamkeit zu gewährleisten, mussten sie den Römern 300 Geiseln stellen. Diese Geiseln sollten junge Menschen aus den führenden Familien Karthagos sein, die Kinder der einflussreichsten Männer der Gesellschaft. Die Botschafter fanden diese Bedingungen sehr hart. Sie wussten nicht, welche Befehle die Konsuln ihnen geben würden, sobald sie in Afrika einträfen, und sie mussten der Gemeinschaft die volle Kontrolle übergeben. Außerdem wurden in der Garantie, die die Römer anboten, nur ihre Gebiete und Gesetze geschützt. Nichts wurde über ihre Städte, Schiffe oder Waffen erwähnt. Die Vereinbarung, falls sie umgesetzt würde den Römern die vollständige Kontrolle über Karthago geben, insbesondere in wichtigen Machtbereichen. Den Botschaftern war jedoch aufgetragen worden, Frieden mit den Römern um jeden Preis zu schließen. Daher stimmten sie den Bedingungen widerwillig zu. Besonders unglücklich waren sie über den Teil, der die Geiseln betraf. In der Antike war es üblich, dass eine Nation die Kinder wichtiger Bürger einer anderen Nation als Garantie für Vertragsvereinbarungen nahm. Dies war eine grausame Härte für diejenigen, die von ihren Familien getrennt wurden. Dennoch war es der einzige Weg, um sicherzustellen, dass Regierungen, die oft unzuverlässig waren, ihre Versprechen einhielten. Die Männer dieser kriegerischen Nationen waren streng und rau. Doch die Mütter waren damals wie heute. Sie empfanden tiefe Schmerzen, als sie sahen, dass ihre Kinder in ein fremdes Land geschickt wurden, in hoffnungslose Verbannung für viele Jahre. Ihre Kinder waren ständig in Gefahr, grausamer Behandlung und sogar dem Tod ausgesetzt, alles um irgendeine angebliche Regierungssünde zu rächen. Die Botschafter wussten, dass sie, wenn sie mit diesen Bedingungen nach Karthago zurückkehrten, schlechte Nachrichten brachten. Als die Nachricht ankam, verursachte sie großes Leid in der Gemeinschaft. Die ganze Stadt war von Schreien und Trauer erfüllt. Die Mütter, die fühlten, dass sie ihre Kinder verlieren würden, schlugen sich die Brust, rissen sich das Haar aus und zeigten ihren tiefen Schmerz in jeder Weise. Sie flehten ihre Männer und Väter an, nicht solch grausamen Bedingungen zuzustimmen. Sie konnten und wollten ihre Kinder nicht aufgeben. Die Männer und Väter fühlten jedoch, dass sie diesen Bitten widerstehen mussten. Sie konnten jetzt nicht gegen die Römer kämpfen. Ihre Armee war in der Schlacht mit Massinissa fast zerstört worden und ihre Stadt war wehrlos. Die römische Flotte hatte bereits Afrika erreicht und die Truppen waren gelandet. Es schien der einzige Weg, sich selbst und ihre Stadt vor der völligen Zerstörung zu retten, war, sich vollständig den von den Römern auferlegten Bedingungen zu unterwerfen. Die Geiseln mussten innerhalb von 30 Tagen nach Lilybaeum, einem Hafen im Westen Siziliens, geschickt werden. Lilybaeum ist der nächstgelegene Hafen in Sizilien zu Karthago, etwa 100 Meilen über das Mittelmeer. Dort würde eine römische Eskorte auf sie warten, um sie nach Rom zu bringen. Die Karthager hatten 30 Tage Zeit, um die Geiseln auszuwählen und zu schicken, aber sie beschlossen, die Kinder sofort zu schicken. Sie taten dies, um dem römischen Senat zu zeigen, dass sie sein Wohlwollen gewinnen wollten. 300 Kinder, eines aus jeder der wichtigsten Familien der Stadt, wurden ausgewählt. Man kann sich den herzzerreißenden Schmerz in diesen 300 Häusern vorstellen, als ihnen gesagt wurde, dass sie ein geliebtes Familienmitglied schicken müssten. Als die Zeit für ihre Abreise kam und sie sich am Pier versammelten, war die Szene von reinem Leiden geprägt. Die Verbannten waren voller Angst und Traurigkeit, standen kurz davor, alles, was sie liebten, ihre Familie und ihre Heimat, zu verlassen, um an einen unbekannten Ort zu gehen. Sie waren in der Obhut von Soldaten, die keine Freundlichkeit
oder Sympathie für ihren Schmerz zeigten. Ihre unglücklichen Mütter weinten laut, umarmten ihre Lieben, die für immer von ihnen genommen werden sollten. Ihre Brüder, Schwestern und Freunde standen daneben, einige überwältigt von Gefühlen, andere still und starr in ihrer Trauer, weinend oder in Verzweiflung um sich schauend. Die Väter, die stark bleiben mussten, gingen unruhig umher, sprachen in gebrochenen Worten miteinander. Sie halfen, mit einer Mischung aus Überredung und sanfter Gewalt, die Kinder aus den Armen der Mütter zu ziehen und auf die Schiffe zu bringen, die sie wegbringen würden. Die Schiffe segelten davon und entfernten sich langsam vom Ufer. Die Mütter sahen ihnen nach, bis sie nicht mehr sehen konnten, und kehrten dann traurig und elend nach Hause zurück. Nach diesem emotionalen Abschied war die ganze Stadt in angespannter Erwartung, welche neuen Gefahren und Demütigungen sie von der herannahenden römischen Armee erwarten würden, von der sie wussten, dass sie jetzt auf dem Weg war. Die römische Armee landete in Utica, einer großen Stadt nördlich von Karthago, an derselben Bucht. Als die Menschen in Utica erkannten, dass Rom und Karthago wieder aufeinanderprallen würden, sagten sie das wahrscheinliche Ergebnis voraus. Um nicht das gleiche Schicksal wie Karthago zu erleiden, beschlossen sie, sich Rom anzuschließen. Sie schickten Vertreter an den römischen Senat, um die Kontrolle über Utica anzubieten. Die Römer akzeptierten dies und machten Utica zum Landungshafen für ihre Armee. Als Karthago hörte, dass die römische Armee in Utica gelandet war, schickten sie Leute, um zu fragen, was die Konsuln wollten. Karthago hatte zugestimmt, den Befehlen der Konsuln zu folgen. Als die Gesandten in Utica ankamen, sahen sie die Bucht voller römischer Schiffe. Es waren 50 Kriegsschiffe, jedes mit 3 Ruderreihen, und viele Transportschiffe. An Land waren auch 80.000 Fußsoldaten und 4.000 Reiter, alle perfekt bewaffnet und ausgerüstet. Die Abgesandten glaubten, dass ihre Landsleute dieser mächtigen Streitkraft nicht widerstehen könnten. Sie fragten nervös die Konsuln nach Anweisungen. Die Konsuln sagten ihnen, dass die Befehle des römischen Senats waren, dass die Karthager Getreide für ihre Truppen bereitstellen sollten. Die Abgesandten kehrten mit dieser Forderung nach Karthago zurück. Die Karthager stimmten zu, die Regeln zu befolgen. Sie hatten einen Vertrag, gaben Geiseln und hatten Angst vor der römischen Armee. Sie stellten das Getreide bereit. Bald darauf stellten die Konsuln eine weitere Forderung an die Karthager, alle ihre Kriegsschiffe zu übergeben. Die Karthager waren noch widerwilliger, dem zuzustimmen, aber schließlich taten sie es. Sie hofften, dass dies die letzte Forderung sein würde und dass ihre Feinde sie dann in Ruhe lassen würden. Dann könnten sie, wenn sich die Dinge verbesserten, neue Schiffe bauen. Aber die Römer waren immer noch nicht zufrieden. Sie forderten die Karthager auf, alle ihre Waffen und Kriegsvorräte aufzugeben und in das römische Lager zu schicken. Die Karthager fühlten sich angesichts dieser Forderung fast hoffnungslos. Einige entschieden, dass sie sich um jeden Preis widersetzen würden. Andere dachten, Widerstand sei unmöglich und fühlten, dass alles verloren sei. Die 300 Familien, die Geiseln geschickt hatten, fürchteten um das Leben ihrer Kinder und drängten darauf, der Forderung nachzukommen. Die Anhänger der Kapitulation setzten sich schließlich durch. Die Waffen wurden gesammelt und in einer langen Wagenkolonne in das römische Lager gebracht. Es waren 200.000 vollständige Rüstungen, zahllose Wurfspeere und Lanzen sowie 2.000 Maschinen zum Werfen von Holz und Steinen. Auf diese Weise blieb Karthago ohne Waffen zurück. All diese Forderungen, so hart und unfair sie in den Augen der Karthager auch waren, waren nur der Anfang. Die Konsuln hatten sich die größte Nachricht bis zum Schluss aufgehoben. Sobald alle Waffen übergeben worden waren, erklärten die Konsuln den nun wehrlosen Karthagern, dass der römische Senat entschieden habe, Karthago zu zerstören. Sie befahlen allen, die Stadt zu verlassen, die dann niedergebrannt werden sollte. Die Menschen durften mitnehmen, was sie tragen konnten, und eine neue Stadt mindestens 10 Meilen vom Meer entfernt bauen, jedoch ohne Mauern oder Befestigungen.
Sobald alle gegangen waren, sollte Karthago gemäß den Anweisungen der Konsuln zerstört werden. Die Verkündung dieser einzigartigen und inakzeptablen Forderung versetzte die gesamte Stadt in Aufruhr. Sie konnten und wollten dies nicht akzeptieren. Die Bitten und Proteste der Freunde der Geiseln wurden ignoriert oder von der Wut der Stadt übertönt. Die Tore wurden geschlossen. Das Pflaster der Straßen wurde aufgerissen und Gebäude wurden abgerissen, um Steine zu gewinnen, die auf die Wälle gebracht wurden, um sie als Waffen zu nutzen. Die Sklaven wurden freigelassen und auf den Mauern zur Verteidigung eingesetzt. Jeder, der in einer Schmiede arbeiten konnte, stellte Schwerter, Speerspitzen, Piken und andere leicht herzustellende Waffen her. Sie benutzten all das Eisen und Messing, das sie finden konnten, und schmolzen dann Vasen und Statuen ein, um Speerspitzen aus Silber und Gold zu fertigen. Als ihnen Flachs und Hanffäden für ihre Bögen ausging, schnitten die Frauen ihr langes Haar ab und flochten es zu Bogensehnen. Die Karthager hatten ihren Wendepunkt erreicht und kämpften in verzweifeltem Widerstand zurück. Der Leser wird sich daran erinnern, dass Hasdrubal nach der Schlacht mit Massinissa seine Macht in Karthago verloren und völlig besiegt schien. Doch er gab nicht auf. Es gelang ihm, die Überreste seiner Armee in der Nähe von Karthago zu versammeln. Seine Truppen wuchsen, als sich ihm diejenigen anschlossen, die den Zugeständnissen an die Römer ablehnend gegenüberstanden. Jetzt war er in seinem Lager, nicht weit von der Stadt entfernt, und führte 20.000 Mann an. Die Karthager waren in einer verzweifelten Lage und baten um Hilfe. Er stimmte gerne zu. Er sammelte neue Truppen und sammelte Waffen und Lebensmittel aus allen karthagischen Gebieten. Er marschierte, um der Stadt zu helfen. Die Römer, überrascht von der starken Verteidigung und dieser neuen Bedrohung, mussten sich zurückziehen und ihr Lager sichern. Außerdem schickte Hasdrubal ausreichend Lebensmittel in die Stadt. Hasdrubal bereitete heimlich viele Brandschiffe im Hafen vor. Er setzte sie in Brand und ließ sie auf die römische Flotte treiben, die sicher in der Bucht vor Anker lag. Der Plan funktionierte so gut, dass fast alle römischen Schiffe zerstört wurden. Das änderte alles. Die Römer waren enttäuscht und blieben in ihrem Lager. Sie schickten eine Nachricht an den römischen Senat, um mehr Truppen und Nachschub zu fordern. Kurz gesagt, die Römer erkannten, dass sie, anstatt einfach nur eine Stadt zu zerstören, vor einem langen und schwierigen Krieg standen. Der dritte Punische Krieg dauerte 2 oder 3 Jahre und war für beide Seiten brutal. Scipio kam mit der römischen Armee als Junioroffizier an. Doch sein Mut, seine Intelligenz und sein Erfolg bei einigen waghalsigen Missionen machten ihn schnell sehr beliebt. Einmal rettete er eine Gruppe Soldaten aus einer gefährlichen Lage. Zum Dank fertigten sie einen Kranz aus Gras an und setzten ihn ihm unter großem Zeremoniell und lautem Jubel auf den Kopf. Die Karthager kämpften tapfer im Krieg, aber Scipios ruhige und sorgfältige Pläne drängten sie immer weiter zurück. Schließlich wurden sie in immer kleinere Gebiete eingeschlossen, aus denen sie nicht entkommen konnten. Scipio baute in der Nähe der Stadt einen Steg mit großen Maschinen, um die Mauern anzugreifen. Eines Nachts nahmen viele Karthager unbeleuchtete Fackeln und Werkzeuge, um Feuer zu machen, und warteten und schwammen durch das Hafenwasser zu diesen Maschinen. Als sie nahe genug herankamen, zündeten sie ihre Fackeln an und setzten die Maschinen in Brand. Die römischen Soldaten, die die Maschinen bewachten, waren erschrocken, als sie die plötzlichen Feuer auf dem Wasser sahen, und liefen davon. Die Karthager setzten die verlassenen Maschinen in Brand, warfen ihre Fackeln in die Flammen und schwammen sicher zurück. Ihre mutigen Taten halfen jedoch nicht viel. Scipio reparierte die Maschinen schnell und die Belagerung ging weiter wie zuvor. Doch wir können nicht jedes Detail dieses langen und schrecklichen Kampfes beschreiben. Wenden wir uns der letzten Szene zu, von der Historiker sagen, dass sie eine fast unglaubliche Reihe von Schrecken darstellt.
Nachdem viele in den Angriffen auf die Stadt getötet worden waren und Tausende an Hunger und den Strapazen der Belagerung starben, durchbrach Scipios Armee die Tore und drang in die Stadt ein. Einige Einwohner wollten nun aufhören zu kämpfen und sich ergeben. Andere, wütend und verzweifelt, beschlossen, bis zum Ende zu kämpfen. Sie wollten nicht die Gelegenheit aufgeben, so viele ihrer gehassten Feinde wie möglich zu töten, selbst wenn sie dabei ihr Leben riskierten. Sie kämpften von Straße zu Straße und zogen sich langsam zurück, während die Römer vorrückten, bis sie in der Zitadelle Schutz fanden. Einige von Scipios Soldaten kletterten auf die flachen Dächer der Häuser und kämpften dort, während eine andere Gruppe unten in den Straßen vorankam. Niemand kann sich den Lärm und das Chaos eines Angriffs auf eine belebte Stadt vorstellen. Dazu gehören die befehlenden Rufe der Offiziere, das Jubeln der Angreifer, die Schreie verängstigter Frauen und Kinder sowie die schrecklichen Stöhnen und Flüche sterbender Männer, die voller Wut und Schmerz sind. Die entschlossensten Kämpfer, angeführt von Hasdrubal, zogen sich in die Zitadelle zurück, einen stark befestigten Teil der Stadt auf einem Hügel. Scipio rückte an die Mauern der Zitadelle vor und setzte den nahegelegenen Teil der Stadt in Brand. Das Feuer brannte 6 Tage lang und schuf einen großen freien Raum. Dies gab den römischen Truppen die Möglichkeit, sich zu bewegen. Als die Truppen diesen offenen Bereich erreichten, sahen die Menschen in der Zitadelle, dass sie keine Hoffnung mehr hatten. Wie immer in solchen Situationen kam es innerhalb der Mauern zu einem verzweifelten Kampf darüber, ob man weiter Widerstand leisten oder sich ergeben sollte. Es gab eine große Gruppe von fast 60.000 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, die sich Scipio ergeben und um Gnade bitten wollten. Hasdrubals Frau, die ihre beiden Kinder hielt, flehte ihren Mann an, sie mit ihnen gehen zu lassen. Doch Hasdrubal weigerte sich. Es gab eine Gruppe von Deserteuren, die aus dem römischen Lager in die Zitadelle geflohen waren. Sie hatten keine Hoffnung auf Flucht und beschlossen, bis zum Ende zu kämpfen. Hasdrubal vertraute ihnen seine Frau und seine Kinder an. Diese Deserteure, die nach Sicherheit in einem großen Tempel suchten, nahmen die verzweifelte Mutter mit sich, um ihrem Schicksal gemeinsam entgegenzutreten. Hasdrubal wollte bis zum Ende gegen die Römer kämpfen, entschied sich jedoch bald, aufzugeben. Man wirft ihm schrecklichen Verrat vor, weil er versuchte, sich selbst zu retten, während er seine Frau und Kinder ohne Fluchtmöglichkeit zurückließ. Das Chaos und der Lärm einer solchen Szene sowie die plötzlichen und gewaltsamen Ereignisse verursachen so viel geistigen Stress, dass eine beteiligte Person jegliches Gefühl und jede Vernunft verliert. Dies befreit sie fast von moralischer Verantwortung, als wären sie wahnsinnig. Hasdrubal schloss seine Frau und Kinder mit einer Gruppe gefährlicher Männer ein, die nicht kapitulieren konnten. Dann ergab er sich selbst und hoffte vielleicht, seine Familie später zu retten. Die karthagischen Soldaten, die Hasdrubals Beispiel folgten, öffneten die Tore der Zitadelle und ließen den Eroberer herein. Die Deserteure, jetzt völlig verzweifelt, entschieden sich, lieber durch eigene Hand zu sterben, als von ihren Feinden getötet zu werden. Sie setzten das Gebäude, in dem sie eingeschlossen waren, in Brand. Die Menschen im Inneren liefen herum, wurden vom Rauch erstickt und von den Flammen verbrannt. Viele von ihnen erreichten das Dach. Hasdrubals Frau und Kinder waren dort. Sie blickte von einer hohen Stelle herab, umgeben von Rauch und Flammen, und sah ihren Mann unten mit dem römischen General. Möglicherweise suchte er inmitten des Chaos nach seiner Familie. Als sie ihren Mann in Sicherheit sah, überkam sie extreme Wut und Verzweiflung. Sie schrie zu ihrem Mann Hasdrubal: »Schande über dich, Hasdrubal! Wie wagst du es, dich unter deinen römischen Feinden zu zeigen, nachdem du mich und deine Kinder in diese Hölle eingesperrt hast? Du bist ein niederträchtiger und verräterischer Mann. Jetzt wirst du selbst die Hölle erleben. Du wirst mit eigenen Augen sehen, wie du deine Frau und Kinder in die Flammen der Hölle wirfst, die du geschaffen hast, und alle Götter am Himmel
werden über deine Rufe nach Gerechtigkeit lachen. Denn du bist ein Feigling, der seine eigene Familie vernachlässigt hat und deinen rücksichtslosen Ambitionen erlegen ist. Sie sagte dies und stach dann mit einem Dolch auf ihre verängstigten Söhne ein. Sie wehrten sich gegen ihre wahnsinnige Mutter, während sie in die nächstgelegene Flammenöffnung warf. Dann sprang sie hinterher, um ihr schreckliches Schicksal zu teilen. Die Römer, nachdem sie die Stadt eingenommen hatten, stellten sicher, dass sie vollständig zerstörten. Sie verteilten die Menschen in die umliegenden Gebiete und machten das gesamte Land zu einer römischen Provinz. Einige Menschen versuchten, die Stadt wieder aufzubauen, und für eine Weile war es ein Ort, an dem Menschen in Hütten unter den Ruinen lebten. Aber mit der Zeit wurde sie verlassen. Die Steine zerfielen, Pflanzen überwucherten alles, und heute gibt es nichts mehr, das zeigt, wo die Stadt einst gestanden hat. Krieg und Handel sind zwei gegensätzliche Kräfte, die die Menschheit beeinflussen. Handel zielt darauf ab, aufzubauen und zu erhalten, während Krieg darauf abzielt, zu zerstören. Handel hilft beim Bau von Städten, der Bewirtschaftung von Feldern und verbreitet Komfort und Wohlstand. Er bringt Organisation und Ordnung, schützt Eigentum und Leben, bekämpft Krankheiten und verhindert Hungersnöte. Krieg hingegen zerstört. Krieg bringt Unordnung in die Gesellschaft. Er zerstört Städte, entvölkert Ackerland, zwingt die Menschen in Untätigkeit und Armut und bietet als einzige Lösung für die Probleme, die er schafft, Krankheit und Hunger an, um seine Opfer zu töten. Krieg ist der schlimmste Feind der Menschheit, während der Handel ihr bester Freund ist. Diese sind gegensätzliche Kräfte, die immer um die Vorherrschaft in menschlichen Angelegenheiten kämpfen. Als Hannibal an die Macht kam, handelte sein Land friedlich und erfolgreich mit anderen Nationen, was den Menschen Wohlstand brachte. Er änderte dies, indem er sich auf militärische Angriffe, Eroberungen und Krieg konzentrierte. Das tat er sehr erfolgreich. Hannibals Leben und Handeln zeigen alle Merkmale eines großen militärischen Helden. Er gewann viele große Schlachten, zerstörte zahlreiche Orte und unterband den Handel, der in viele Häuser Wohlstand brachte. Stattdessen verbreitete er Not, Mangel und Angst, begleitet von Krankheit und Hunger. Er hielt das Land seiner Feinde über viele Jahre hinweg in ständiger Sorge und Qual und brachte schließlich sein eigenes Land in den völligen Ruin. Kurz gesagt, er war einer der größten Tyrannen, die die Welt je gekannt hat.